Hallihallo, liebe Leute, und einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Schönen Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt einen geilen Freitag bisher gehabt. Und euch geht's gut, soweit. Ihr habt Bock. Ich bin richtig hyped auf seit gestern auf 27er Keys. Ich bin nach dem Sport nochmal on gegangen. Ich glaube, das war dann um 12 oder so. Und habe nochmal eine Stunde, anderthalb hier gesessen und habe halt versucht zu queuen, aber es war halt einfach nichts da. Sehr, sehr traurig. Ich hoffe, dass es heute Abend überhaupt was gibt. Ich habe keine Ahnung. Die Blizzcon, die ist ja... Boah, ich weiß gar nicht. Die geht ja jetzt ein paar Tage. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das läuft mit den Panels. Kostenlos zuschauen und so weiter und so fort. Ich hab nicht vor, das zu machen. Aber ich werde natürlich ein Auge auf Wowhead haben, wenn da irgendwelche neuen Artikel rauskommen. Das wird wahrscheinlich dann aber eher morgen alles sein. Ne? Im Laufe des Tages wird dann der ganze Quatsch kommen. Und da muss man mal gucken. Ja, aber ansonsten, soweit der Plan für heute. Jemand aus der Gilde hat mich gerade noch was gefragt, ob ich ihm helfen kann. Das werde ich dann auf jeden Fall gleich machen. Und ansonsten danach dann Dungeons queuen. Und wenn Rana heute da ist, dann nehme ich mir auf jeden Fall sofort Zeit. Nicht wie gestern. Das so ein bisschen ewig wegschieb. Aber es war auch einfach, ne, es war wie so in so einem Film, ne? Ja, jetzt noch ein Dungeon. Oh, okay, jetzt aufhören. Nee, doch noch ein Dungeon. Oh, es war immer so ganz in der allerletzten Sekunde, wo es möglich war, ist es dann auch passiert. So, die Quest, wo der Hilfe braucht, ist hier. Zulu hätte da geschlagen. Und die Schlacht an der Purpurwacht. Keine Ahnung, was das genau ist, aber ich werde da mal hingehen. Das müsste ja Montal oder so. Ne, nicht Schattenlande, das ist falsch. Wieso habe ich da oben Vent hier Angriff? Ach, ein Angriff ist. Stimmt, ja, die gab's auch, ne? Da cringed alles zusammen, wenn ich das sehe. Aber die Dungeons waren cool. Wer ist da unten? Wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? Einfach da ran und fliegen, ne? Oder Höllenfeuerhalbinsel? Wobei Höllenfeuerhalbinsel kommt man, glaube ich, nur mit der Quest durch. Muss man ja auch mal machen, oder? Zeigen, dass man auch anderen hilft. Versteht zwar nicht, warum jemand da Elite-Quest macht beim Leveln, aber who am I?
Who am I to judge? Vor allem frage ich mich, wieso der das nicht schafft. Dann wird er ja wahrscheinlich keinen Account hier haben, ne? Das aus. Das sieht aber aus wie die Heritage Armor? Oder ist es nur durch Zufall? Ah doch, er hat die Sachen. Aber nicht alles. Er schafft das nicht alle? Bin ich ja geneigt. Schauen wir uns mal die Talente an. Ah, er spielt eh, ne? Kannst ruhig du sagen. Er sieht mich die ganze Zeit. What the fuck, ey. Noch nie erlebt in dem. Vor allem, der ist nicht so alt. Schatten. Eine Etage tiefer, ne? Dass er immer das Fokus löscht, wenn man ein Portal benutzt. Ich merke schon, heute ist nicht viel los, wa? Kann ja sein, dass die Blizzcon-Tickets haben. Ich habe gesehen, dass es so Events gibt, wo in Hamburg zum Beispiel, wo das gratis ist, sich das anzuschauen, Public Viewing mäßig. Wieso habe ich ja eigentlich noch Quests angezeigt? Doch damals alles gemacht. Da bin ich jetzt doof. Folge. Meister der Lehren. Ergebnisse. Ah, Scherbenbild. Das gemacht. 2012. Ja. Dominik, Mahlzeit. Greetings, Traveler. Wie geht's dir? Wie steht's? Gut und selbst? Ich kann nicht klagen. Schlechten Menschen geht's immer gut und so. Wir waren gerade einkaufen. Lief eigentlich alles sehr entspannt, auch sehr schnell. Wir hatten alles gefunden, was wir wollten. Wir sind jetzt wieder auf Low Carb gegangen. Beziehungsweise meine Freundin macht jetzt mit mir zusammen Low Carb. Und wir haben einen etwas strafferen Trainingsplan. Mal sehen, wie sich das auszahlt in den nächsten Wochen. So. Entspannt, ich bin noch auf Arbeit. Ja, du bist ja auch ein kleines Arbeitstier. Wie machst du das eigentlich um die Weihnachtszeit rum? Wir haben ja Montag, Dienstag ist ja quasi erster und zweiter Weihnachtsfeiertag.
Oh, wir haben heute übrigens eine Ente gekriegt, ne? Die war im Angebot. 7,77 das Kilo. Und wir haben 21 bezahlt, also fast 3 Kilo Ente. Super günstig, also wirklich super günstig. Eine 3 Kilo Ente für 20 Euro ist super günstig. Und die sah richtig gut aus. Die frieren wir jetzt ein bis Weihnachten und dann... Warst du 18 Minuten alleine, noch keiner da? Yes, sir, indeed. Wobei, die ersten 10 Minuten habe ich runterlaufen lassen, ne? Also ich bin jetzt quasi erst 10 Minuten da. Also war ich 7 Minuten alleine, bevor du gekommen bist. Aber im Vergleich zu gestern, da war in den ersten 10 Minuten schon richtig was los. Weihnachten ist die Firma zu 2 Wochen. Also hast du keine Wahl quasi. Ja, mal sehen. Am 24. wahrscheinlich Raclette. Am 25. dann die eigene Ente. Und am 26. vermutlich mit den Großeltern dann wild. Also das werden 3 intensive Tage. Würde auch so Urlaub machen. Gibt aber welche, die sind zur Inventur da. Hä, die machen Inventur während des Urlaubs? Macht man das nicht vorher? Welcher Narr wagt es sich, Illidan Sturmgrin entgegenzustellen? Die sind doch alle Non-Elite. Der die nicht auch schaffen? Ja. Ah ne, doch nicht, die sind Elite. Also zählt es jetzt nicht. Ja, er meint jetzt, die Mobs sind irgendwie Stufe 30, obwohl die Stufe 49 sein sollten. Mal sehen. Keine Ahnung, was das hier für ein Quatsch ist dann. Nee, zwischen Weihnachten und Neujahr gibt's alles ein bisschen mehr Geld für die Tage und spart ein bisschen Urlaubstage. Meine Autokorrektur ist bodenlos. Oh, ich darf den auch looten. Hm. Doch, hat funktioniert. Okay, die andere. Wie seltsam ist denn das bitte, dass auf einmal seine Quests für Stufe 30 skalieren? Er musste nur Chromi ausmachen. Dann musst du. Hä, dann kannst du ja schwere Quests annehmen, stellst sie dann wieder auf leicht und gibst sie dann wieder im schweren Modus ab, oder was? Hä? Das wirkt irgendwie nicht richtig.
Dual Sun. Nee, 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 nee. Hier wird nicht geduelt. Außerdem glaube ich nicht, dass ich 3000 Punkte habe, Dominik. Ich habe nicht ansatzweise so viel. Ich hatte letztens alles verloren. Ich habe vielleicht 100 oder was? 400. Ja, lass das mal sein. Bin mit den Punkten durch. Ich habe da nicht genug Zeit, mich drum zu kümmern, leider. Also hätte er es auch alleine machen können. Passt. Woran hat es hier liegen? Das mit den Punkten, dass ich die verloren habe? Pech, würde ich sagen. So, dann gehen wir hier mal raus und gucken mal, dass wir noch eine Gruppe finden. Eine gute Tat am Tag und so. Evenfool hätte ich ja ganz gern. Eltaros sehe ich mich auch. Mich stört, dass ich die Klassen nicht mehr im Nachhinein sehen kann, irgendwie, wenn ich die Gruppe ausgewählt habe. Weil es kann ja sein, dass der jetzt einzelne Leute einlädt, aber das kriege ich ja nicht mit. Wobei er leuchtet dann ja rot, ne? Er leuchtet, glaube ich, rot. Ne, Moment, er leuchtet rot, sobald DDs voll sind. Aber er leuchtet jetzt nicht rot, falls ein Schattenpriester drin ist. Es sei denn, er leuchtet auch rot. Oh, das müsste man mal ausprobieren. Weil ich habe ja hier diesen extra Filterausdruck. Wieso lehnt er mich dafür ab? Wieso sind da überall Priester drin? What is wrong? What is wrong with the priesters everywhere? Neltarians Hort 28. Take me in. Die haben auch 3600 Score, ne? Ist klar, dass sie mich nicht mitnehmen. So traurig, dass das gestern nicht geklappt hat. So traurig, dass das gestern nicht geklappt hat. Und ich habe so einen Hunger gerade, ne? Ich habe so einen Hunger gerade. Ich muss gleich nochmal in die Küche mir was klauen, was da rumliegt. Halt das nicht mehr aus. Ich habe heute noch nichts gegessen. Aber ich freue mich schon auf Low Carb wieder. Nicht mehr dieses dämliche Füllegefühl, was man hat. Und dass wir es jetzt zusammen machen, ist echt hilfreich. Jester, Grüße. Hey, mein bester Shadow-Freund, Support. Vielen Dank für dieses Kompliment. Wie geht's dir? Einen wunderschönen Freitag. Ich hoffe, alles ist im Lot. By the way, ich bin offen für Viewer-Keys, falls einer von euch Bock hat. Ich meine, Dominik, du hängst jetzt auf der Arbeit rum, aber falls ihr einen Tank braucht oder was, oder einen Weekly Key machen wollt, mein Evoker braucht theoretisch noch was Backcrest, dann immer her damit. Danke bestens, das freut mich. Ist auch schlimm, wenn man am Freitag... Ich kenne das noch, früher in meiner Ausbildung war das gewesen. Da war freitags mehr so, man war froh, dass man die Arbeit hinter sich lassen konnte. Und dass man dann Wochenende hatte. Und heutzutage bin ich eigentlich, also ich versuche, dass es nicht sich so anfühlt. Ne? Also, dass
Arbeit sollte sich nicht nach Arbeit anfühlen. Klar ist Arbeit Arbeit, ne? Und manchmal muss man auch Sachen machen, auf die man keinen Bock hat. Oder die anstrengend sind oder lange dauern, nervig sind, wie auch immer. Und das ist okay, das gehört dazu. Aber man sollte halt nicht mit dem Gefühl gehen, so ein Glück bin ich jetzt hier weg, weil dann musst du was ändern. Aber was ich dann im Nachhinein gelernt habe, lag weniger tatsächlich an dem Job, den ich gemacht habe oder an mir, sondern das lag, also vielleicht lag es auch ein bisschen mit an mir. Es lag hauptsächlich an dem Betrieb, wo ich gewesen bin, weil ich habe danach andere Betriebe kennengelernt und das war einfach ganz anders. Also Menschen machen auch einen Unterschied. Manchmal passt man irgendwo nicht rein oder manchmal sind das komische Gestalten. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es nur an denen lag, aber holy moly, was da teilweise gelaufen ist. Ich bin gerne auf Arbeit. Okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Arbeit ein Teil des Lebens. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ich wäre gerne auf Arbeit. Ich mag das schon, von zu Hause zu arbeiten. Ne? Ich mag halt einfach... Ich mag eine gewisse Arbeitsatmosphäre zu haben. Weißt du, also völlig egal, wo man ist. Wenn Sachen erledigt werden müssen, es sollte halt immer konstruktiv sein, positiv. Klar, wenn es mal stressig ist und man mal genervt wird und man mal Dampf ablassen muss, kann man auch mal ein bisschen rumschimpfen. Das ist okay, ob man mit sich selbst schimpft, ob man sich gegenseitig beschimpft. Ich meine, solange es im Rahmen ist, ne, also dass man sich vielleicht ein ganz kleines bisschen anzickt, sage ich mal, das ist okay. Aber solange man dann eben das abhakt, die Sachen fertig macht und danach kann man sich wieder vertragen und dann auf dem Bier ist alles wieder gut. Man muss halt das Gefühl haben, man wird gegenseitig respektiert und geschätzt. So. Und die Arbeit, die man macht, wird eben auch gewertschätzt. Das ist super wichtig, dass die Arbeit, die man macht, gewertschätzt wird. Das passiert leider sehr oft, dass es, naja, keine Ahnung was. Manche Chefs haben halt einfach das Gefühl oder Vorgesetzte, dass man sehr viel rumhacken muss, dass die Leute halt nicht aufhören, sich Mühe zu geben. Und ich finde diesen Ansatz einfach schwachsinnig. Wenn du da jemanden hast, der keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock, dann such dir jemand anders. Auf dem Rumhacken, das ist halt so, das ist so manipulatives Gehabe. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber wenn man einen Menschen manipulieren muss, dass er irgendwas macht, dann ist das nicht der richtige Mensch. Und dann ist das früher oder später, funktioniert das nicht. Kann natürlich sein, dass wenn du jetzt sehr viel mit jungen Menschen zusammenarbeitest, so Ausbildungsalter, sage ich mal, keine Ahnung was, 16 bis 20, dass die selber noch nicht wissen, wie sie sind und dass die ein bisschen gedrückt werden müssen in eine gewisse Richtung, dass denen bewusst gemacht werden muss, okay, jetzt musst du dir mal mehr Mühe geben. Das meine ich nicht mit manipulativem Verhalten, ne? Sondern ich meine das halt wirklich, man merkt den Unterschied, Lehre war immer geil, wenn ich und mein Meister uns gegenseitig angeschrien haben, quer durch die Halle. Hallo, ihr verrückten Hidden! Wo warst du denn abgeblieben? Du warst gestern so hinten da hat man dich gar nicht gesehen. Die richtig doll versteckt. Einen wunderschönen Freitag dir. Ich weiß nicht, manipulativ ist es einfach scheiße. Und ich finde, Feedback ist auch wahnsinnig wichtig, ne? Gerade am Anfang. Weil, wenn man nicht genug vernünftiges Feedback kriegt am Anfang, dann weiß man selber nicht einzuschätzen, was man richtig und was man falsch macht. Und was man gut macht und oder was der andere auch möchte zum Teil, ne? Es wird halt rumgemäkelt, dass das nicht richtig ist, aber es wird dann nicht besser erklärt. Sondern es wird halt auf einen... Man merkt einfach sehr oft, dass Vorgesetzte einfach keine Lehrer sind, in irgendeiner Weise, ne? Selbst manche Lehrer sind keine Lehrer. Die haben nicht das Interesse, jemandem etwas beizubringen, sondern die haben andere Interessen. Ne? Sei Wissensvermittlung. Und das ist eben so ein ganz großer Unterschied. Wenn du mal einen Lehrer hast, der wirklich Wert darauf legt, dass du das verstehst, was der sagt, dann ist das einfach... Deswegen gibt es so wenige Lehrer, die man wirklich, wirklich schätzt. Weil die meisten machen das halt einfach nur, um es zu machen, so, ne? Aber ich glaube auch, dass es gar nicht nur an den Lehrern liegt, oder an den Vorgesetzten liegt, sondern die kriegen halt einen gewissen Katalog vorgesetzt und dann müssen sie halt das durchsetzen. Und das ist auch nicht unbedingt denen dann vernünftig vermittelt worden. Und da fängt es halt schon an. Wenn es halt von der Führungsebene ganz oben
Scheiße weitergegeben wird, dann wird es halt unten nur noch schlechter. Und das ist einfach so eine Sache, da merkt man wirklich, dass einige Unternehmen, das klappt vielleicht trotzdem, weil das Produkt, was die haben, gut ist und alles in irgendeiner Weise zusammengehalten wird, dadurch, dass man doch irgendwie Geld mit verdient. Aber Arbeitsatmosphäre ist halt gleich kompletter Müll. Ne? Und dann fängt man halt an, ja, keine Ahnung, Gruppenbildung fängt an und keine Ahnung, dass man, wenn gewisse Leute im Raum sind, sich anders verhält und keine Ahnung, ist ganz komisch. Aber das vergiftet einen Betrieb von innen raus. Oh, Heist ist am Start. Hidden Heist rein. Jester, wenn du da bist, schließ dich dem Heist an. Falls dir nicht klar ist, wie das geht, Ausrufezeichen Points in Chat, dann siehst du, wie viele Punkte du hast. Und dann kannst du mit Ausrufezeichen Heist und der Anzahl an Punkten dahinter dem Heist beitreten. Ihr braucht noch einen dritten, der mitmacht. Es sind gerade 3 Zuschauer da, also wer auch immer noch da hängt, der sollte sich dann dem Heist anschließen. Gerade im Handwerk ist Feedback wichtig und richtig. Hatte da mehrere in der Lehre, die mir da geholfen haben am Anfang. Ja, klar. Du musst ja wissen, ob du es gut machst oder nicht. Du hast einen Schatten von 50. Und Lusamine ist auch da. Heißt es am Start, Lusamine. Go for it. Ja, Jester, du kannst mit den 50 Punkten reingehen in den Heist. Der Heist, der hat eine erhöhte Chance, dass du deine Punkte verdreifachst. So will der mich nicht mitnehmen. Doch voll gute Sachen und so. Einfach konstant immer weiter. Ich gucke nochmal, ob es vielleicht Gruppen gibt mit einem Heal Priest, wo ich mit rein kann. Ja, hier sowas. Vielleicht haben die ja doch Bock auf 2 Priester, wir werden sehen. Wisst ihr was, ich mache auch beim Heist mit. Ich habe 400 Punkte, oder? Wie viele Punkte habe ich? Bin erstmal Zuhörer, muss noch ein bisschen was schaffen. Tu das, Dominik. Schaffe, Häusle baue. Heißt 450. Go for it. Voll all in da. Santiam has joined the treasure hunt. Das ist auch ein Befehl, den kann ich nicht ändern, ne? Das ist ganz komisch. Naja. Ich habe alles auf Deutsch geschrieben, was ich konnte, aber manche Sachen habe ich irgendwie keinen Einfluss drauf. Oh, Neltaros 27. Oh, Tiefenfuhl. Oh, komm schon, bitte. Der ist doch sehr dicht dran. Komm. Don't be like that. Take me home to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Take me home. Yeah. Oh, Wildhaus. Yes. Hi. Seht ihr, wenn ich mich sehr freue, dann sage ich auch mal Hi in der Gruppe. Sag mal, wer gewonnen hat beim Heist. Ja, mache ich, sobald das durch ist.
Oh, und GZ Dominik für deinen Punktwurf. Um 23 Uhr sollte, glaube ich, wow in Blizzcon dran sein. Ach so, starten tut sie ja um 19 Uhr, also in 12 Minuten, aber es ist dann nur Opening Ceremony. Können wir uns eigentlich die Opening Ceremony angucken? Also wenn ich da jetzt nicht in einem Dungeon drin hänge, kann ich mir auch die Opening Ceremony angucken. Ich glaube, das darf man sich im Stream angucken. Bin jetzt nicht sicher, aber noch habe ich ja eh keine monetarisierten Videos. Dazu brauche ich ja erst 1000 Abonnenten, von daher. Ah, es ist kein gutes Zeichen, dass wir jetzt immer noch 3 Leute sind. Das heißt, es sind wenig Leute da, die Bock haben. Also, SunTM hat 900 Punkte gekriegt. Stimmt, ich habe nur eine Verdopplung, weil ich, obwohl mir der Channel gehört, nur als normales Member zähle. Jester hast auch 100 Punkte. Stimmt, du hast auch eine Verdopplung gekriegt. Und die Mitglieder sind, Dominik 15.000, Lusamine 15.000. Nur Hidden hat leider nichts gekriegt. Kevin, guten Abend, der Herr. Ein wunderschön. Das standardmäßige guten Abend der Herr von Kevin. Wie geht's dir eigentlich, Kevin? Wir haben ja ewig nicht geredet. Du meldest dich zweimal und sagst immer Hallo, aber wie läuft's mit deiner... Hattest du jetzt eine neue Gilde eigentlich? Nee, ne? Deine Gilde hat sich aufgelöst, ne? Ich komme zu deinem Stream und deine Gruppe ist sich gerade nicht am Auflösen. Oh Gott, jinx es doch nicht! Why are you doing that to me? Ich habe so einen schönen Tag gehabt. Ich habe mir von Montana Black Gönnergy holen können. Ne? War wieder ganz viel aufgefüllt im Rewe. War sehr happy. Bin direkt 5 Dosen eingesteckt hier von Blueberry Coconut. Coconut, Blueberry. Ich habe den Raid-Lead gemacht. Du hast den Raid-Lead gemacht? Ich dachte, also hat sich das jetzt doch nicht aufgelöst? Oder hat sich jetzt aufgelöst wegen deinem Raid-Lead? Wie war das jetzt? Hä, oder verwechsel ich dich gerade und es hat sich bei dir nicht aufgelöst? Ach so, der Raid-Lead hat aufgehört und dann hast du Raid-Lead weitergemacht. Wir haben zumindest noch 3 Bosse mythisch geschafft und haben einen stabilen Kader. Das habt ihr mehr als wir. Wir haben nur 17,5 Leute gerade. Für mythisch. Nächstes Tier leider. Faszinierend, ey. Mir gefällt Dragonflight besser als jedes vorangegangene Add-on seit Existenz des Spiels. Und es fühlt sich so an, als würden die Leute so wenig Bock aufs Game haben wie in Shadowlands oder in BFA zusammen. Oder Warlords of Draenor. Und ich raff's einfach nicht. Ich raff's wirklich nicht. Das sind halt alles Leute, die sind konditioniert, dass sie dazu gezwungen werden müssen, Dinge zu tun. Und wenn sie nicht mehr gezwungen werden, dann haben sie keinen Bock mehr aufs Game. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ganz, ganz seltsam.
Mir hat jemand seine Infos gegeben, ne, für die Gilde. Wir tragen ja immer Namen, Vornamen und sowas ein. Und mir hat einer geschrieben, dass er Jerome heißt. Es wurde erstmal als anstößige Nachricht markiert. Weil Jerome anscheinend ein anstößiger Name ist. Oh Mann, ey. Warte mal, sein Char heißt Ja. 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 Der Jerome. Begrüßung. Palette schreiben. Okay. Leute finden es schwer. Ja, wir haben Leute. Es geht halt darum, die richtigen Leute zu finden, ne? Auf jeden Fall sind wir ready für Season 3, auch raid-technisch, haben gute Discord-Anwesenheit und ich habe Reroll gemacht auf Evoker. Echt? Sehen nicht gerade alle 3 Specs bis auf Heiler komplett schlecht aus oder willst du heilen? Aber die sind sogar mehr online als bei uns, weil die Season ist tot. Hallo Lusamin. Findest du, die Season ist tot? Ich weiß nicht. Ich hab noch viel Spaß am Spielen. Ich verstehe das immer nicht, dass die Leute immer aufhören, wenn es... Keine Ahnung, mir macht es halt aber auch Spaß zu spielen, wenn ich geiles Gear habe, weißt du? Am Anfang, wenn ich total schlecht bin, dann macht es halt nicht so viel Spaß. Klar kriegst du dann Euphorie, wenn du Gear sammelst und so. Ich verstehe das auch. Ich habe immer so das Gefühl, die meisten sind eher so Sammler. Es ist einfach, also, es geht weniger darum, es geht weniger darum, herausfordernden Content zu spielen, als mehr darum, Gear zu farmen. Das ist so ein bisschen der Diablo-Stil, weißt du? Du farmst lieber 100 Stunden Normal, weil du da die größtmögliche Drop-Chance an Gold und an Items hast, zeittechnisch gerechnet, anstatt dass du halt in Hardcore unterwegs bist, nicht Hardcore, also im höchsten Schwierigkeitsgrad, Qual unterwegs bist, wo es halt super, super slow ist, aber du halt dann die Herausforderung hast und es wahrscheinlich auch ein bisschen geileres Gameplay ist. Aber es ist halt schwerer und die Leute mögen lieber einfach und Loot als schwer und weniger Loot. Ne? Aber ich mag halt schwer, weil schwer ist gleich, ist was Besonderes, oder? Das kann ja nicht jeder. Ich mach Support-Evoker. Ich dachte, eigentlich habe ich gehört, die sind tot. Aber schon. Mein Hunter ist eben tot, was Gear angeht. Ohne mythisch weiter zu pushen läuft nichts mehr. Was heißt denn, dein Hunter ist tot, was Gear angeht? Ja. Also, für dich ist Gear das Einzige, was Progression ist. Wozu gehst du dann überhaupt mythisch? Wozu gehst du die ersten 3 Bosse mythisch, wenn du nicht komplett mythisch clearst? Was hat das für einen Sinn? Das hat auch gar keinen Sinn dann. Gear kriegst du daraus ein Plus viel besser. Vor allem Crafting Gear mittlerweile ist doch höher als mythisch Gear. Und vor allem von den ersten 3 Bossen kriegst du ja gar kein einziges Item, was besser ist als alles, was du dir craften oder aus Dungeons holen kannst. Da sind ja nicht mal Trinkets bei den ersten 3 Bossen. Na gut, theoretisch doch vom ersten Boss das Trinket, ne? Warte in dem Moment für einen Hunter. Ja, wobei, das Crit-Proc, ne? Ich weiß nicht, ob du es als Hunter benutzt. Vielleicht. Die Leute wollen noch was mitnehmen. Was wollen die mitnehmen? Die wollen noch Gear, oder was? Also die sind nicht so ein Mythisch Plus. Also einfach aus Prinzip noch ein paar mythische Bosse machen, die komplett einfach und trivial sind. Nur einfach, um sie zu machen.
Naja, gut, okay. Gruppe wieder weg? Ja, hat denen zu lange gedauert. Ich hatte ja schon gesagt, wenn die Gruppe sich nicht schnell füllt, bei der aktuellen Lage, dann kannst du eigentlich schon sicher sein, dass da nicht wirklich was vorangeht. Und vor allem wieder weg, ne? Ist die erste Gruppe heute. Bekommt man schon in Woche 1, wo keiner im Plus-Rate ist, schon die Flugsteine. Ich denke mal, dass du durch die Quests auch Flugsteine kriegst, ja. Durch die World Quest, durch die Kampagnen-Quest und so weiter und so fort. Du kannst wahrscheinlich auch schon anfangen, das Item zu sammeln hier für... Aber wobei weiß ich nicht, ob du schon das Item, den Funken sammeln kannst. Das weiß ich gerade nicht. Vielleicht. Mal sehen. Bin gerade nicht mehr sicher, wann das kam. In der ersten oder in der zweiten Woche kam. Ah, Kaffee ist fertig, na dann. Gönn dir. Gönn Jamin. Leider keine 27er Keys am Start. Ich meine, vielleicht habe ich morgen generell mehr Glück, aber... So, jetzt ist exakt 19 Uhr. Hier, die Gruppen sind exakt voll. Dann gucken wir mal. Kann man sich die Eröffnungszeremonie angucken. Gehen wir auf den Blizzard YouTube-Kanal. Nee, ich möchte keinen Kaffee. Wenn der Gönnergy kalt ist, dann nehme ich den. YouTube, WoW, World of Warcraft. Live. Vierter, 11. 18 Uhr. Morgen ist. Ach, das ist der Guild Clash, okay. Sind die dann auf Twitch oder was? Sind die dann gerade auf Twitch? Oh. Okay. Offizieller Blizzcon Restream. Quatschen ja dann Leute, ne? Warte mal, dürfen die das überhaupt restreamen? Ist das nicht verboten? Blizzcon Watch Party. Ja, aber das sind... Nee, das kann ich nicht bringen. Das ist, glaube ich, erlaubt. Nee, nee, nee. So, wie lange warte ich jetzt auf den Key? Wieder 30 Minuten hier, ne? Nein, nicht ganz. 20, 25. Wieder mit den Priestern. Hat es damit wieder zu tun? Sind die wieder zig Gruppen mit Priestern? Ne, damit hat es tatsächlich nichts zu tun. Gehe ich auf 26er noch mit. Einfach aus Spaß. Finde ich 26er Keys. Es existiert noch kein 26. Ich da jetzt eine Klammer mache. Jetzt eine 1 mache. Tower 26. Das wenigstens machen. Dazu hast du was geschrieben wegen Stream der Blizzcon. Wo, wann? Ach, ich glaube, du brauchst Streaming-Rechte von Blizz, aber so genau weiß ich das nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich gehe mal auf so viele, wie ich da gerade durch Zufall gesehen habe, das werden viele auch machen, die das nicht dürfen. Aber ich will mir gar nicht einen Restream angucken. Ich habe keinen Bock, dass ich da Gelaber drüber habe. Wenn, dann will ich das so hören, wie der Stream ist und gut ist. Aber ich denke mal, die werden das dann auch nachträglich auf YouTube hochladen. War die Eröffnungszeremonie oder so? Oder ist vielleicht die Eröffnungszeremonie sogar günstig? Warte mal. Blizzcon. Kann ich mir die vielleicht doch einfach so ansehen? Haben, dass wir irgendwie... Das ist auf Deutsch. How about Englisch? Sekunde. Schnell ausmachen hier. Anzeigen. Plötzlich hat man aber auch im echten Leben Unterstützung und Würdigung, Wertschätzung, auch Unterstützung in schwierigen Zeiten. Das ist auch für mich so gewesen. Hier gibt es das auch auf Englisch. Das ist auch für mich so gewesen. Dank meiner Erfahrung mit Blizzard Games über die letzten 25 Jahre habe ich die meisten meiner besten Freunde kennengelernt. Über die 25 Jahre. Von überall her. Ich bin so dankbar, dass einige auch hier sind heute. Gus zum Beispiel, PK, Nick, Scoodles und natürlich Billy und Kaylee, die mit meinen Raid Wipes immer klarkommen müssen. Ich weiß einfach, dass egal was im echten Leben passiert, dass die da sein werden. Ja, für mich da. Und egal welches Spiel wir spielen, diese Freunde sind eine Konstante. Da kann ich mich drauf verlassen. Und ich weiß, viele teilen dieses Gefühl. Blizzcon ist wirklich über uns. Es geht um Spieler, Zocker, wir sind gleich, wir sind Freunde. As we bring these amazing experiences to more places, build technology that allows more gamers to experience our worlds and create characters and stories more players can relate to, the Blizzard community grows. And more importantly, our friendships grow. All of us are so grateful to be part of this community. And in everything we do, we are in service to you. We know we don't do everything perfectly, but thanks to your feedback, we never stop striving to do it right. We are here to foster joy and belonging for everyone. We're proud of the worlds we build, but your experiences Das ist tatsächlich live. bring them to life. Also auf dem YouTube-Kanal. Also das kann jeder sehen. Jeder kann das sehen. Also würde mich wundern, wenn ich mir das nicht angucken kann. Zur Not muss ich es halt dann aus dem Stream rausschneiden. Xbox Game Family. Both Blizzard and Xbox believe that gaming is a unifier. That we should all be able to play anywhere and any way we want to play. That when the creativity of some of the best developers, artists, and storytellers in the world is fearlessly unleashed, everyone wins. With that in mind, ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich das auf Englisch gucke, aber ich ertrage das halt sonst nicht auf Deutsch. Sorry, selbst wenn das gut übersetzt ist. Please join me in welcoming my friend, our friend, the CEO of Microsoft Gaming, Phil Spencer. Der CEO von Microsoft auf der Blizzcon. Oh mein Gott. Thank you, Mike. And hello, everybody, BlizzCon. This is my first BlizzCon ever. Ja. And it's Das fühlt sich irgendwie komisch feel an. the energy in the room. Das fühlt sich komisch an. Das fühlt sich richtig seltsam an. Your love for these games truly is inspiring. I recently have spent so much time playing Diablo 4 with my friends. Season 2 is awesome. And I can tell you that I can't wait for you to see what the team has planned for that game. It's going to be awesome. Blizzard occupies a special place in the gaming industry, for me as well. Throughout Blizzard's history,
they've pioneered and refined so much across the gaming industry, and many of you here today have been a part of that journey. Think of Diablo. It propelled the action RPG genre forward. StarCraft spawned the foundation of what esports would eventually become. And with StarCraft 2, it was a major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft changed not only how people developed and supported games, but really it introduced a much wider audience to the concept of online communities. And Overwatch. Dass sie das auch jedes Mal so machen, als würde das keiner not only kennen. reimagine gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Wahrscheinlich soll das auch Leute ansprechen, die keine Ahnung davon haben oder nie das mitgekriegt haben. Because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary development. Natürlich, wenn man in dem Thema dran ist, hat man das schon 1 Million Mal gehört. Ne? Incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox is to bring more great games to more players in more places. And now that Blizzard is part of Xbox, we will nurture the essence of what has made Blizzard Jetzt kommt's. unique. Battle Pass. Epic Game Store oder so ein Quatsch. Microsoft Store, We're going to Xbox. empower our new colleagues in a culture of trust, inclusion, and collaboration to continue what they do best. Redefining existing genres, creating new, never-before-seen experiences. Blizzard hat Investoren verloren wegen den ganzen Skandalen. Naja, deswegen sind die ja mit Microsoft zusammen, ne? Damit sie halt erstens Bobby Kotick rausholen konnten, was definitiv gut war. Und ja, Geld. Welcome all of you to Blizzcon 2023. Having seen what's in store for players, I can say the future of Blizzard is brighter than ever. And you all have so much to look forward to in this show. So I'll get out of here, let you see the show. Thanks everyone for the warm reception. Du mich persönlich immer schwer mit CEOs, ja. Thank you. Ja. Das ist halt auch einfach. Das ist aber, ich denke, das ist aber gut. Das ist gut. Dass sie bei Microsoft sind, ist gut. Ich denke, das ist gut. Vor allem Ibarra ist einer, der macht Mythos Plus, der pusht, ne? Hohe Keys und alles. Zumindest hat er es in der Vergangenheit. And get better every day. This is the start of a new era. So much more is possible, and you'll see some of that over the next couple days. Coming up, you'll hear from some new friends and some old friends who are returning to the Chris Metzen ist wieder da, auch mega gut. Auch mega gut. In the worlds we all love. Before I go, I want to take a moment to thank our Blizzard team. You are some of the most talented individuals on the planet. And collectively, we are capable of building the most legendary universes in gaming. Our future, our creative freedom, our path forward is truly our own. And I know we all stand together with a singular goal: to exceed player expectations and foster and support each other. Thank you for everything you do. Ich kaufe ihm das auch ab, dass er das meint. Also, total. Cool, dass wir das zusammenschauen. So viel besser als alleine.
We all love talking to players, so please don't be shy. Come up and chat with us. Ja, ist jetzt wahrscheinlich eh nur Gelaber, ne? Die Eröffnungszeremonie, halbe Stunde oder was? Wie lange ging das jetzt hier? Thank you, thank you, thank you. From the bottom of my heart to our players, past, present, and future. Thank you for your passion and 20 your Minuten. honesty. Ja, wahrscheinlich ist jetzt eh gleich vorbei, die Most Eröffnungszeremonie. importantly, thank you for being part of our communities. This is what BlizzCon is all about. Man kann natürlich immer auf die ganzen Fehler hinweisen. Ja, Overwatch 2, komplett Reinfall, Diablo Immortal, komplett Reinfall. So viele Sachen, die jetzt schief gegangen sind, die ganzen Skandale und schieß mich tot. Und ist dir völlig egal, was der sagt, das wird nicht einfach weg sein, ne? Aber wenn das aufrichtig meint und sagt, er hat Bock drauf, so, dann das hebt mein Spirit, hebt das. You wanted to see if there was more out there. Well, see for yourself. Mobile Game von Overwatch fürs Handy, pass auf. Overwatch Immortal, ich raste aus. Das wäre so gut, ey. 21:30 wird's interessant. Ja, weiß nicht, ob ich das sehen darf. Wahrscheinlich nicht. Das ist nicht mehr frei dann auf dem YouTube-Kanal. Wow, geht um 18 Uhr los. Das ist schon nach 19 Uhr. Okay, einfach nur Overwatch 2 Trailer. Overwatch Game Director, Aaron Keller. Hauen die jetzt mehrere Zusammenfassungen hintereinander raus oder hat einer die Panel-Übersicht? 21:30 wird interessant. Ah, nee, doch nicht. Oh, ich und Zeiten. 23 Uhr bei uns. Ah, okay. Ich dachte 21:30. Ja, ich weiß nicht. Ist das alles kostenlos jetzt eigentlich zum Gucken? Every single day we see millions of players jumping into matches, forging new friendships, and showing off their skills. We launched Overwatch 2 last October, and it has been such an incredible year. Since then, you've been crushed by Diva's mech over 26 million times, had more than 79 million lives saved by Baptiste, and played 65 years worth of prop hunt. I love prop hunt. The development of Overwatch is first and foremost focused on you, our players. We want our game to represent this global community. From the release 2,5 Stunden ist jetzt die Eröffnungszeremonie. 2,5 Stunden. Pride, to our first tie-in Peruvian heroes, Lifeweaver and Alari. We also want Overwatch to recognize those focused on achievement and prowess, and released our new progression system and the first set of hero mastery courses this year. Alles kann kostenlos auf YouTube gesehen werden. Just want something a little different? Ja, okay, dann scheiß drauf, dann schauen wir uns alles an, was geil ist, zusammen. Und ich lösche dann zur Not das VOD im Nachhinein. So be it. Amerikanische Zeit, ja, ja. Naja, es startet um 19 Uhr. Und wenn es dann, also 11 Uhr ist der Start bei denen. Das heißt, wenn um 1:30 Uhr ist, 2,5 Stunden später, also ist 21:30 Uhr unsere Zeit. 21:30 Uhr ist richtig, hä? Ja, 21:30 Uhr. Janika hat total recht. Du hattest doch recht mit 21:30 Uhr.
Ist nicht 23 Uhr bei uns. AM ist morgens, ja. 11 Uhr ist AM. 11 Uhr ist der Start. Das ist 19 Uhr bei uns. Das sind 8 Stunden Unterschied. Und 1:30 Uhr sind 2,5 Stunden später wie 11 Uhr. 1:30 Uhr PM ist quasi 13:30 Uhr. Das sind 2,5 Stunden später. Das heißt, von 19 Uhr plus 2,5 Stunden ist 21:30 Uhr. Danny hat total recht. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Working together with an incredible team back at Blizzcon. Ja, das ist gut. Hey, ich sag ja nur. With us today at Blizzcon. Creating such an incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you all, it's meant everything to us. And out of all Du kannst auch einfach 8 Stunden draufrechnen, ne? 13:30 Uhr plus 8 Stunden ist 21:30 Uhr. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir die ganze Eröffnungszeremonie angucke, aber... Overwatch ist langweilig. Naja, es ist gerade die Eröffnungszeremonie, das heißt wahrscheinlich 10 Minuten über jedes Game, weißt du? Die 10 Minuten halte ich Overwatch aus. Ich habe mir Overwatch tatsächlich nur damals gekauft, um mir die Flügel in Diablo 3 zu gönnen. Das war der einzige Grund. 70 € wegen den blöden Flügeln. Weiß auch nicht. Ich habe einmal Overwatch gespielt, da war ich total betrunken. Hat einfach gar keinen Spaß gemacht. Aber hey, jeder wie er mag, ne? Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some fun. Yep, that's my name, all right. And this right here is Gunny. And she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Ach Gott, ist das albern, ey. Oh Gott, ist das albern. Wie er grinst beim Laufen. Ja, genau. Oh Mann. Ich will das Reittier Wow von Diablo 4. Nee, dieses Mal hat mich gar nichts richtig angesprochen, außer der eine Murloc. Aber ich konnte mich noch nicht überringen, das zu kaufen. Nur Wow interessiert. Tja, richtige Suchti, Wow-Suchtis halt. Ne? Das ist doch überhaupt nicht creepy, Alter. Die gucken einfach zu. Wie gut ist das? Also wenigstens... Also komm, Overwatch interessiert mich null, aber ist schon lustig gewesen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, das fanden die doch bestimmt auch lustig. Vor allem, wenn du in deiner Crowd sitzt und einer fängt an zu lachen, das ist wie so ein Lauffeuer. Ich werde das leider nicht so lange schauen. Meine Mates warten wegen Innis, ja? Go for it. Kannst du einfach mal wieder reingucken, Kevin. Ever since that first introduction, fans have been asking when he may become a playable hero. We're excited. We finally have our first Samoan hero. Mauga, his name, it means mountain in Samoan. He portrays himself as this big, loud brute. However, this is just a facade. He's a cunning tactician, always one step ahead of his enemies. One of the core goals whenever we make an Overwatch character is that people see themselves in our heroes. We're always striving for greater authenticity and representation with each hero. And with Mauga, we got a lot of hope, Racing draus. Even his tattoo was created by an amazing Samoan tattoo artist named C.E. Lufau. Mauga's super fun. Ja, I guess 2023. So, was muss einfach mit eingenommen werden? Looks like Fortnite? Findest du? Fortnite sieht doch so super Comic-mäßig aus. Also das ist zwar auch so ein bisschen
Das ist, als würdest du sagen, Superman sieht so aus wie die Ninja Turtles oder, weißt du, das ist einfach anders. Aber ja, ich weiß, es ist mehr, es sieht mehr wie Fortnite aus als als die echte Welt. Das auf jeden Fall. Noch ist mein Lieblingstank auf, oh, ich komme jetzt nicht online, Kevin. Erinnert mich ziemlich dran, an Fortnite. Ich habe aber auch nie Fortnite gespielt, also ich habe nur Clips gesehen, hier und da mal. So kann ich nichts davon sagen. A legacy is forever. All year long, teams around the world have battled, chasing glory, hoping to etch their homeland in the history books. That is insane! He's still fracking like a madman! And it's a 5-man rampage! Oh, what? Fracking like a madman! They've tasted victory, they've overcome defeat, and all along, the hopes of their fans have lifted them up. Absolutely beautiful! And now, at long last, the Overwatch World Cup Finals are here. And for the first time in 4 years, we're all together once more, back to where it all began. Bilde ich mir das eigentlich ein, oder ist das manchmal so leicht verschwommen alles? The community has rallied behind them, and the wait is finally over. Ja, ne, The das Overwatch World Cup Finals nimmt start nicht richtig now. mit alles, ne? World Cup. Ja, deswegen machen die auch Overwatch als erstes. Overwatch Esports Host, Zoe Gschwind. Zoe Gschwind. Wow, fantastic to see all those memories on the big screen. And we're here to make some more. What's up, Blizzcon? It's so great to be back here after 4 years with the Overwatch World Cup. Ist jetzt 4 Jahre her, dass Blizzcon war, ne? Such a special event. Also 4 Jahre war die live in Anaheim. Vor 3 Jahren hatten wir die, war die online? Nur online? Oder? Nee, die letztes Jahr, ne? Oder? Stimmt, online hatten wir die letztes Jahr, glaube ich. Und davor war 2 Jahre keine. Und es ist 4 Jahre her, dass man in Anaheim war. Da will ich auch noch mal irgendwann hin. Irgendwann. Irgendwann. Geschwind so schnell auf Bayerisch. We also get to witness new players emerging onto the scene, taking the spotlight. Die hat aber eher so einen Austria-Akzent, so ganz leichten österreichischen Akzent. And truly happy to be part of it SL all. war die letzte. Now I know that all of you here in Anaheim and everyone watching at home is joining us from all over the world. SL war die... As you can see, so are our players. Among them, a former 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team that managed thus far to stop their reign, and that is the United States of America. That's right. I tell you, it's not going to be easy. It's not going to be easy. If you watch the group stages and if you watch the first game today, tough competition ahead for Team USA. So Schweizerin, Basel. Fast. Fast. Auf jeden Fall in die Richtung, ja. Aber die hat... Ja gut, könnte auch Schweizer. Der ist schwer, ne? Englisch. Ja, das war vor 4 Jahren. Das kommt ja hin, oder nicht? So much to play for our teams. We got over $500,000 on the line and counting, raised directly by all of you, our passionate and amazing fans. Yeah, give it up for yourself. Now, of course, the winning team will walk away with a big bag, but this year, each and every single player out of the 43 teams participating will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch Esports history, and it would not be possible without all of you. So once again, thank you so much. Und Gurken und Paprika. Alles außer Karotten, was wir geholt haben quasi. Und ein Gönnergy. So, tomorrow night, we will Da steckt nur Werbung. 2023 Overwatch World Cup champions
And you can catch all the matches and all the action live in Hall B, as well as, of course, on stream. I'm going to be there. I'm looking forward to seeing some of you meine Tante as hat genau well. die gleiche And Frisur, now, nur ein bisschen weniger please wild. welcome back Aaron with a few more things to share on the Ich wäre für game side. Schnitzel. Thank you, Zoe. Mauga is awesome. And the World Cup matches all weekend will be so much fun. But Overwatch has another thing happening here at Blizzcon. Earlier this week, we launched a new limited time game mode and special skins as part of an exciting collaboration with Le Seraphim, one of the biggest K-pop groups in the world. Absolut noch nie gehört. Das habe ich gesehen auf irgendeinem YouTube-Thumbnail. Habe ich das gesehen. Überhaupt, glaube ich. K-Pop ist Korea, And in ne? honor of this collaboration, Le Seraphim will take the stage and perform in the arena tomorrow after the community night ends around 6 p.m. Pacific. Working on partnerships like this, or what we did with One Punch Man earlier this year, are incredibly fun. Yes. They provide us, both the dev team and you, the players, a chance to experience some of our favorite universes and artists through the unique style of Overwatch. And next year, we have even more of these for you all to geek out about. Sadly, we can't reveal what those are all just yet, but maybe there are some other things coming in 2024 that we could give you a hint about. The Overwatch team has never had such clarity of vision when it comes to the future. Korean-Pop. From direct feedback, BTS zum Beispiel oder Black Mint. and want us to Was ist focus on. BTS? So, Und who wants to Blackpink see habe ich a auch noch few nicht of the gehört. things we're working Also on for die next Farben year? schon, aber. We are creating a brand new core PvP game mode, Clash. In this new competitive mode, there are 5 points positioned in a row. The center point starts as the first objective, and the teams battle back and forth over the map, pushing into enemy territory or defending their own. Once a team captures all 5 points or reaches the maximum score, they win. Our initial Clash map is a tribute to a location we showed at Overwatch's first BlizzCon. And it's one of my personal favorites. They say cherry blossoms are a sign of rebirth and rejuvenation. And in 2024, a rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. Yes. Within the Clash mode, we are returning to the home of the Shimada clan with the new Hanamura map, Hanaoka. BTS ist egal. Additionally, Egal. we are working on overhauls to some of our most important in-game systems. Overwatch is a highly competitive game, and in early 2024, we'll release a reworked version of our competitive system with all new competitive rewards. And with Seasons, one of the team's goals has been to create themes that speak to so many of the cool and awesome things that we all love. Next year, you'll experience Eldritch Horror, Egyptian mythology, witches, and even a mirror universe where heroes become villains and villains become heroes. And of course, Overwatch is nothing without its heroes. Mauga is the 39th Jetzt langsam hero in erreiche ich Overwatch, die Grenze an and in Overwatch-Interesse. 2024, we'll be releasing 3 more, and we want to give you a glimpse of 2 of them. Lies eins oben drüber. A new damage hero venture is coming in BTS zum Season Beispiel 10, oder Blackpink and ist support K-Pop. BTS ist currently egal. codenamed Space Ranger Also in Season ist 12. es nur ZB oder And Blackpink this ist K-Pop. is just Willst du mir jetzt sagen, oder scratching was? the surface of everything we have in the works. Ja, Overwatch nervt Join gerade us tomorrow schon. here and Ja, online. deswegen machen die das auch als We go in depth erstes, on weil das all of keiner this sehen in our will. website. Deswegen It will have more kommt es als information on erstes. Clash, the reworked competitive system, a closer look at Space Ranger, even early gameplay footage of Venture, and so much more. And lastly, for the first time ever during a BlizzCon, not only is our next hero playable in the Overwatch Hall here in Anaheim, Blackpink ist eine Ansammlung but von all of you Waifus, die at sind nicht home egal. can play Mauga all weekend in-game, including Verstehe Quick ehrlich gesagt, Play, going ich live weiß ja nicht mal, was das right ist. after Also, the BlizzCon opening ceremony concludes.
Yeah. Kurze Frage, wer zum F spielt We know you'll Overwatch? love him just as Kann ich much dir auch nicht as sagen. we do. Thank you Gibt all. bestimmt ein paar. We'll see you in game. Oh, jetzt ist vorbei, komm. Jetzt das nächste. Diablo. Of the willing, Ja, es sieht aus wie Diablo. Das interessiert mich schon mehr. we call thee home. Oh, we took down a 100. Let's go, baby. High priest, steal the high priest. Yes, yes. Dude, I am shaking so hard. Congratulations, the game is out! Oh, I'm pumped for Diablo 4. I think it's gonna be the best. What if you guys play it right now? Hell yeah, really? Yeah. I will cry. That would be amazing. This is awesome. Oh my god. Oh my god, that's so pretty. Go! Diablo ist auch nicht meins. Der mich interessiert vor allem, was da jetzt als nächstes kommt. You can play the way you want. You can really make your own fantasy in this game. She looks like me. Ja. The way he comes in is crazy. Oh my god, the butcher. Boy! Instantly died. They revived me! I'm gonna find some demons and I'm gonna shove my Wie lange hat das jetzt gedauert? There are literally like Overwatch war jetzt Go down a bit more, go down a bit more, go down a bit more. You got her! Yes! ziemlich genau 20 Minuten. Okay, das heißt, das wird jetzt auch noch 20 Minuten sein. Will you fight the darkness? break the chains and be beautiful in sin. Hail Lilith, Blessed Mother. You can pet the dogs, by the way. Ja, genau, richtig. Please welcome the General Manager of Diablo, Rod Ferguson. How's everybody doing? Having fun? This feels amazing. So glad you're here. And I'm so happy the people at home are here as well. You know, watching that was such a great reminder. Ich queue of what a übrigens nebenbei fantastic Dungeons. community Wenn ich einen we have, Dungeon finde, dann and gehe ich what da an rein. exciting year it's been. Nur, dass ihr Bescheid Now, wisst. you might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylenif, defeating our hardest boss, Uber Lilith. Now, we strive to make Diablo as approachable and as accessible as possible, and watching clips like that make me and the team extremely proud. And of course, I love the tattoos. You know, I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our Hell's Inc. events, including me. And so, you know, Necro Main for life. So, you know, we talk a lot about the last Blizzcon 4 years ago, and back then, you know, the Diablo community was hungry for even more experiences in that dark, gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry, people who love Diablo as much as the rest of us. And it was their passion and dedication to this universe that released a great new Diablo game every year for the last 3 years. Diablo 2 Resurrected brought the return of the classic that helped define the genre. Remastered. I love Diablo 2. So it was remastered for a new generation now for PC and console. And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time, bringing millions of new players into our universe. In fact, you might not know this, but 60% of Diablo Immortal players have never played a Diablo game before. So we really welcome them to our universe. And then, of course, there's Diablo 4. Now, it was that kind of excitement that made it the biggest launch in Blizzard's history. And it means so much to the team to see how you've embraced it. You know, we've played over 1.5 billion hours together so far, and it's your love for the game that drives us. Thanks to you, we've made a lot of changes over the last 5 months. In fact,
Our patch notes for Season of Blood, our second season, were over 14,000 words long, because that is how much our community has influenced and will continue to influence the evolution of Sanctuary. And if you haven't yet made that leap into the darkest Diablo story ever told, now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about. And with that, I'd like to introduce Diablo 4's 2 production directors. They help lead the teams who are building everything we do today and everything moving forward. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. Soweit ich das verstanden habe, ist bei Diablo jetzt nur noch Seasons angesagt, ne? Also... Thanks, Rod. Neue Klassen und Co. wahrscheinlich erstmal nicht. Das heißt, wow, kommt wohl zum Schluss, interessiert wohl auch die meisten. So, ich bin raus, schönen Abend noch, bis demnächst. Mach's gut, Kevin. Dir noch ein schönes Wochenende. Bis morgen oder so. Was incredible. We're really excited to be here today to share what's coming next. But first, let's highlight some of the player feedback that's in Season of Blood today. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've given you a couple this season. One now, and another coming early next month. So live now is our new boss ladder. This is a series of additional boss fights from level 55 to 100 that will also see the return of our kind of gross but farmable and rewarding friend Duriel, who you can go after for Uber Uniques that everybody's been sieging for. And with those new bosses dropping both Uniques and Uber Uniques at a much higher rate, ja, schaut euch das leckere Essen mal an, was ich hier gerade gekriegt habe. You're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the in-game. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ich gesagt habe, ich möchte keine Karotten? I know I've been taking advantage of that experience boost, and I have 2 characters in Season 2 already. Of course, all that leveling is about getting that amazing loot. So we've also changed how item power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. The more challenging the fight, the better the loot. There's still lots of work to be done with reworking itemization. In fact, it's one of our highest priorities. But this, along with upgrades to some of our unique items, is a great first step. So please ich bin gerade am überlegen, welches Level ich nochmal war bei Diablo 4. Now let's talk about quality of life. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu spielen, das hat mich einfach irgendwie nicht mehr gecatcht. Aber WoW hat auch einfach so viel mehr Spaß gemacht zu der Zeit. Karotten sind gut für die Augen. Ja. Wenn sie gut für die Ohren wären, könntest du ein paar davon essen. We added 2 this season, so you can create even more characters and try different builds. A targeting dummy has been added to Kiovishad so you can test those builds before you run into the butcher. Searching and filtering your stash is now possible, and your stash is now available in every town in Sanctuary. World bosses appear almost twice as often, so you can die almost twice as often. And we've also freed up some inventory space by making gems a crafting material to make even more room for those Uber Uniques. Those are just a few of the new additions already in the game, but we're not done with Season of Blood yet. In fact, starting next week, we'll introduce 5 unique class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. That's right, Necromancers. Once again, corpses will automatically do your bidding just by being in your presence. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ich hab's nicht gehört. Ja. We'll also be adding an enchanting preview to the Occultist. So this will allow you to see which affixes are possible before you spend your hard-earned gold. Wenn ich nur meine Charaktere haben könnte in Diablo 4, die ich in Diablo 3 habe, das wäre so stark. Also on December 5th, as promised, so viel Zeit we'll have investiert. Another exciting new in-game activity, a 6-week event called Abattoir of Zir. It's a highly replayable pinnacle experience designed for players who have reached level 100, slain Uber Duriel, and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. Those who survive will attain a paragon glyph constructed of the Vampire Lord's very own blood. But beware, Abattoir of Zir starts Jetzt geben sie den Leuten, die durchgespielt haben, noch mehr zu tun.
Was ich mitgekriegt habe, ist, dass viele Diablo 2 wieder zurückhaben wollten. Wo du diesen chronologischen Ablauf hast. Von Stufe 1 bis Stufe 90 kommst du relativ schnell und dann hast du die letzten paar Level, die dauern ewig. Und hier fängt es irgendwie schon in der Mitte an, ewig zu dauern. Ah. And it'll bring a whole new meaning to the word sleigh ride. And be sure to keep your eyes peeled for a mysterious red cloaked Also keine Ahnung, ob das die Leute freut oder nicht. Ich denke, ich werde Diablo auch nochmal eine Chance geben, vielleicht über Weihnachten rüber sogar. Na, wobei es ist jetzt die neue WoW-Season, ne? So richtig Zeit werde ich dann auch nicht haben. Ja, keine Ahnung. Wenn sie jetzt bei WoW so dranbleiben, dass sie es so schnell raushauen, ist keine Zeit für was anderes. Dazu macht mir einfach Dungeons viel zu viel Spaß. Ich spiele lieber 5 weitere Charaktere als ein anderes Spiel. Jetzt ist die Frage, wie lange reden die jetzt schon von Diablo? Oder von Overwatch? 10 Minuten. Okay, also noch 10 Minuten, dann haben wir es. 10 Minuten, dann kommt WoW. Oder haben sie noch ein anderes Game? Was wir dazwischen machen? Nee, dann kommt WoW. It's super early, but as we look to expand on the story we started in Diablo 4, we're going to take you somewhere even darker, where hatred's influence continues. 19:30 hatte ich meine Lütten hingelegt, da war Overwatch. Ich habe gerade zurückgescrollt. 10 Minuten ist es her, dass es Hearthstone gibt's noch. Stimmt, Hearthstone gibt's noch. Ist Hearthstone größer als Diablo? Kommt das echt danach? Ich glaube, Hearthstone kam oft nach WoW, oder? StarCraft ist auch noch. Oh There will be no salvation in the light. Grün gefällt mir schon mal. Expansion? What? Its campaign will continue the dark tale that began in Diablo 4 as we learn the fate of the primeval Mephisto and his demonic plans for Sanctuary. To do that, we'll be visiting a region new to Diablo 4 and a fan favorite from Diablo 2. The lush jungles known to outsiders as Torajan, but known by the locals as Nahantu. With this new story set in a mysterious new region comes new ways to play, new evils to vanquish, and, of course, a completely new class never seen before in the Diablo universe. Und die heißt? Tinker. Vessel of Hatred releases late next year, and we cannot wait to share more about it this summer. Now, before we leave, this we want summer? you to know that it's your passion that drives us. Next summer, meinst du? Your feedback will continue to help us evolve and improve the Diablo 4 experience for years to come. We couldn't be more excited about our future, and we hope that you are too. Our team has put in a lot of hard work, and we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special Diablo 4 campfire panel where we'll be sharing more details about the expansion, deeper dive on some of the upcoming game changes, and we'll also have a special Q&A session to close it out. So enjoy the rest of the show. Thank you, and we'll see you in Sanctuary. Ich wollte gerade sagen, was ist Diablo eigentlich für ein Spiel? Jeden Monat eine neue Season? Oh, wow. Okay. Hearthstone? Nee, das ist wow. Wow und Hearthstone. Was wäre, wenn die jetzt ein neues Spiel raushauen? World of Warcraft, install it on your computer and join the online sensation before we all murder you. All right then. Oder ist es das WoW Mobile Ding? To the world of Warcraft.
I'm William Shatner, and I'm a shaman. I'm Mr. T, and this is my night elf mohawk. There's no such thing as a night elf mohawk. Shut up, fool! This role-playing Shut up, fool. where heroes like Leroy Jenkins do battle. Leroy! That would be the world of Warcraft. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated. Habe ich gerade überhaupt erst erfahren, dass das alles fake war. Leroy hatte sich das ausgedacht, um bekannt zu werden. Timing was perfect. That was fire. For the Alliance! Ja. For Azeroth! Ready to work. Ian. Oder? Please welcome the General Manager of Warcraft, John Haidt. Okay. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen ruhiger erzählt. And thank you. And we are ready to work. Anybody here for Warcraft today? Yeah! Weil die meisten, überraschenderweise. Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So give it up for my Warcraft teams. Neue Expansion, oder? Oder kommt das erst nachher im Panel? Can you believe that almost 30 years ago, a dispute between orcs and humans led to one of the longest running fantasy adventures in video game Aus history, Rassismus geboren. right? Generations of players have called Azeroth home. Johannes, grüß dich. That first played Warcraft when it Mads was ist Creative released. I know Director. you're out there. Ja, und Ian ist Game Director. Ne? Ist nicht das gleiche wie. Aber Game Manager oder was ist er? General Manager? Right? Er hat Ian Raising überholt. new heroes to take on the Wahrscheinlich, weil Ian nicht mehr waves wollte. and battlegrounds of this timeless adventure. It's those shared stories of Azeroth, both in-game and out. Oh, ist mein that PC doch make up endlich mal this angegangen. Today Hallo, is Ingo. a great day for Warcraft. This is the beginning of a bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. Oh yeah. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. 3 decades, next 3 decades. Die nächsten 30 Jahre. Okay, Alliance. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. Throughout the taverns of Azeroth, tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. Yeah. I like to imagine humans and orcs getting together, showing off their collections, and boasting of their deeds. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game. Warcraft Rumble. Yeah. Ah ja, doch, neues Game, habe ich mir doch schon fast gedacht, ja. Deswegen auch Warcraft Rumble. Me too. Ja, ja. Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. Mhm. And finally, World of Warcraft. WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions. Ich weiß noch nicht, wo er hin will, mal fighting sehen. alongside each other Bin in gespannt. shared adventure. Ja, der hat Zicken gemacht, der PC, ne? 20 years ago, WoW Manchmal. revolutionized online communities and reimagined the enduring entertainment of massively multiplayer gaming. The very first BlizzCon was introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future.
Oh Mann, der hypt das aber richtig rauf jetzt. Habe ich richtig Bock drauf, das zu sehen. Ah. Azeroth is a home we can always escape to. A home that is always waiting for us. Together, we build this universe. Our teams craft the worlds. Der soll mal hinmachen. Ich hab doch gesagt, er lässt sich It Zeit. is all of you who bring it to life. You are the heartbeat of the brand new adventures that are about to unfold. From all of us on the Warcraft teams here at Blizzard Entertainment, thank you. Please welcome, from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. Seitdem das nicht mehr Ben Brode macht, bin ich da irgendwie nicht mehr so drin. Keine Ahnung. So, das heißt, Expansion erst um 21:30 Uhr. Also 1,5 Stunden noch hin. Die Frage ist jetzt, gucke ich jetzt noch den Rest oder nicht? We are thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th anniversary. Weil nicht. I know, I'm getting old. It's a decade of telling tales around Azeroth with all of you. Whether you aspire to climb the ladder to legend, enjoy brawling with friends, Hab ich original nicht ein einziges Mal geschafft. Aber ich hab's auch nie richtig versucht. or maybe you've just listened to the Sind halt einfach gerade keine Dungeons da, also ich bin nebenbei auf der Suche. Wenn ich einen Dungeon finde, gehe ich rein. Thank you all for being a part of Ich denke, ab 21:25 wird wieder interessant. We invite players both old and new Ja, to ich join gucke mir das us auf jeden Fall dann an. Wenn das alles kostenlos ist, why not? next March. Interessiert mich schon. But we have so much to enjoy before then. So let's talk about what's happening right now in Hearthstone and in Battlegrounds. We're setting the stage for a standoff in Hearthstone's upcoming expansion, Showdown in the Badlands, which takes place in Azeroth's Wild West. So nebenbei schauen ist ja interessant. Ja, ich hab's ja auch, ich guck's ja auch nicht direkt. Ich habe ja nebenbei WoW auf. Ihr seht's jetzt mehr. Though they may not know it now, together they are Ich will es halt nicht im Hintergrund laufen lassen. Könnte ich theoretisch auch. Aber ich wüsste nicht, wie groß ich es dann machen soll. In the beginning, I was all alone. Trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that Hearthstone, ne? with the right friends, So rechts unten. everything would change. Step aside. Ja, es passiert im Spiel hier gerade aber auch nichts Spannendes. Ich sitze hier nur rum. Ich minimiere das. Ich minimiere das, wenn ich anfange zu zocken. Also wenn ich eine Gruppe gefunden habe. Townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. We did it! No. Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! So krass, was da für ein Power Spike passiert ist in Hearthstone, ne? Einfach komplett krank. Ist leider nicht mehr das Spiel, was ich mag. Als es langsamer war, mochte ich es noch richtig gern. It's against me. Shadow in the Badlands. Showdown. Aber die haben so viele Add-ons. Das ist nichts Besonderes, finde ich. That's right. Our beloved Reno Jackson and Elise Starseeker are getting an origin tale. They'll work together to save the Badlands from the Bloodrock Town's nefarious mining operation. Singleton decks are returning.
With cards like Reno Lone Ranger, Hearthstone's first ever neutral hero card. We'll talk more about him at the What's Next panel later today, where we'll also be revealing a motherload of exciting new cards. You can get your hands on them and more when Showdown in the Badlands releases on November 14th. Hä? Das ist nächste Woche. Nee, übernächste Woche. Now, I know you may be thinking, a new expansion. That's a lot of new cards, on top of 5 sets that are already in the standard rotation. And if you're a new player or you're coming back after a break, that can be a little Ihr overwhelming. kriegt sie alle geschenkt. Ihr müsst keine 80 € bezahlen. Work to make it easier than ever to join us. We're excited to announce catch-up packs. These are game-changing for getting your collection caught up. You see what we did there? Instead of the typical 5 cards you'd find in a regular Hearthstone card pack, you can get up to 50 cards from a single catch-up pack. Okay. The cards you receive will all be from within the last 2 years, ready to play and constructed. All of our players are going to get catch-up packs to open once you log in, and for all of you here at BlizzCon in person, or those of you at home who purchased either BlizzCon collection, we're also gifting you a few more packs. Achso, ist kostenlos, ja. Naja. Du kommst nicht sehr weit mit den kostenlosen Decks. Aber du kriegst, glaube ich, mittlerweile ein Deck geschenkt. Und wenn du, nee, ist nicht Pay to Win. Es ist halt, wenn neue Karten rauskommen, du kannst dann deine alten Karten kaputt machen und damit die Hälfte der neuen Karten holen schon. Also du kannst sie quasi eintauschen, umtauschen. Das ist ziemlich geil. Gerade wenn man eine Karte nicht bekommt oder so, dann kann man sich die herstellen. Also du kannst dir jede Karte herstellen. Das ist ziemlich sick, dass das geht. Und du kannst dir halt dann durch Daily Quest Gold erspielen, mit dem du dann Kartenpacks kaufen kannst. Das dauert halt länger, als wenn du es dir kaufst, ne? Das ist klar. Aber es ist nicht, es ist nur ein bisschen Zeit, die du dir damit sparst. Der Heist läuft, Leute, wer es nicht mitgekriegt hat, ab in den Heist rein. Queuing up as a party for a lobby is great, but ultimately, you play against each other. What if you could actually play teamed up alongside each other? Sounds fun, doesn't it? Team up? We're pleased to announce a truly cooperative way to play. Battlegrounds Duos. Mega geil, du kannst zu zweit spielen. Das ist sick. With a shared health pool, team combat, and sending cards back and forth between teammates. Now you can fight with your friends instead of against them. Janika lurkt immer rum. Aber neu ist sie nicht. Naja, was heißt relativ neu? Seit über einer Woche, oder? Also Dominik, du hättest das schon mitkriegen können. Du warst halt zu wenig da in den letzten Tagen. Sie ist eher am Wochenende da, ne? Ich glaube, unter der Woche jetzt warst du nicht so viel da. Aber letztes Wochenende warst du da, ne? We're planning to launch this new way to play for everyone early next year. And you can learn more later today and see the new heroes and minions that make teamwork ja, Dominik war das Wochenende nicht viel da. Okay, Kies sieht gerade schlecht aus. Dann mache ich mit meinem Evoker was. And if you're here with us at BlizzCon, you can also join me and other members of the Hearthstone team in the tavern. For you worthy opponents out there, come duel a dev and challenge the Hearthstone team. Or, if you want to catch up after 4 years away, pull up a chair by the hearth.
We'll see you in the tavern. Sichi-Mitglied. Die Guides für den Shadow haben mir sehr geholfen. So muss man supporten. Ja. Sehr vielen Dank. Onyxia? Ach so, ja. Und Jaina. Okay, das war ziemlich cool. Oh, GZ Mara, GZ Ingo, GZ Dominik, GZ Sophie. Mensch, habt ihr alle Punkte gekriegt? Und Mara, hi, grüß dich. Schönen Freitag auch an dich. Da hat sie sich aus dem Lurk in den Heist begeben. Und hinten hat kein Glück, glaube ich. Heist ist nicht aufholbar für mich. Gerade ein bisschen uninteressant für mich. Hat mich zu hart genommen zuletzt. Ja. Last year, the team and I announced we were working on a So, erstmal einen brand schönen new Gönnergy jetzt. Warcraft game. Oh. A way to bring Warcraft with you wherever you are and wherever you go. And as you just saw, we've had a ton of fun and poured a lot of love into making this game. Warcraft Rumble is an action strategy game with a deep PvE campaign, Dann gehen wir weiter dynamic lurken, Mara. PvP mode, and so much more. It's a game filled with familiar faces. Dominik! You'll mix and match miniature versions of Vielen characters lieben Dank für die 2 Euro. Macht jetzt wow, Kartenspielen ist für Renten. Was? So, if you've ever wanted to see Jaina Autokorrektur wahrscheinlich wieder irgendein Quatsch geschrieben. or Grom lead a horde of angry chickens apparently. Ach nee, da fehlt nur das Komma. Macht jetzt wow, Kartenspiele sind für Rentner, jetzt verstehe ich's. Ach, okay. Lions, Ungeduldig ist der werte Herr. beasts, undead, and my personal favorite, Blackrock. You'll battle your way through maps inspired by Arbeit mit nach Hause very familiar genommen, locations. den Urlaub wieder gut machen und You'll so. fight to control resources, capture towers, Na and dann, eventually häng dich rein. defeat the boss or player at the Aber other mach dich end. nicht kaputt. Wochenende ist auch zum Erholen da. Wenn man sich nicht erholt, Has their own unique dann ist das nicht mechanics. gut für den eigenen So you Körper und have to alles, ne? adapt your strategies to the threats you'll face as you Wie battle sagt man so these schön? campaigns Think and smart, beyond. not hard. Our goal was to give you everything you love about Warcraft. Bei den Winraten kann man unmöglich aufholen, wenn jeder gefühlt what our gewinnt. team calls joyful chaos. When we set out to make this game, we wanted to offer a variety of challenges no matter how you choose to play it. Whether it's Haut for er den 5 Alert minutes at a eigentlich noch time aus? or hours on end. And Muss that was not something like we it. especially focused on during the beta, to make sure you have something fun to do every time you open up the game. And for those of you that played the beta and gave us your feedback, thank you so much. It's because of your support and the hard work of our team that we feel we got something really, really special on our hands. Now, let's take a look at the result.
I gotta admit, it's pretty cool watching that video and just thinking about how far we've come since last year. At this point, we just can't wait for all of you to hop in and play. And I mean, we literally can't wait. That's why we've made Warcraft Rumble available to download and play right now. This is such a huge moment for us, and we're so all excited to have you join us. And for those of you in the audience with me today, let's bring down the Wi-Fi together. You know I'm kidding, right? Please don't bring down the Wi-Fi. I'm in a lot of trouble once I get off of here. Whether you're a veteran of Azeroth or just have a deep love for strategy games, there's a lot to enjoy here. We've got a huge campaign with over 70 bosses. And for those of you looking for an especially unique challenge, we even have a heroic campaign with an extra layer of difficulty that we cooked up ourselves. Der Tank löst halt die Kette nicht aus, ne? We've got maps with verticality, capture points, resources, traps, and all kinds of other contraptions. Each map was lovingly handcrafted by our team and is its own unique puzzle. Ich höre schon wieder keinen Sound, oder bilde ich mir das ein? It's completely up to you. And when you're in the mood for a solo dungeon, we've got you covered there as well. Dungeons in Warcraft Rumble are intense 3-mission gauntlets. Oh, ich depp, es muss ja ein Haken drin sein, nicht draußen. Where you equip your armies with game-changing relics until your run is over. Ich flex jetzt mal nicht mit meinem Pokémon Super Decks. Or jump into PvP and duke it out with other players on maps inspired by some of the most legendary maps and battlegrounds found in World of Warcraft. You can even join a guild and work together with your friends towards some super special shared rewards. I can only say... Nice. But that's just what we have in the game right now. We have so much more coming. For starters, we're going to be releasing a new mini with each season. And that also starts right now. Season 1 of Warcraft Rumble is live. And the latest addition to our growing roster of minis is none other than the Banshee Queen herself, Sylvanas. Könnt ihr das eigentlich noch einigermaßen gut sehen? Oder ist das zu klein? And that includes the biggest challenge in all of Rumble, raids. Make sure to join our Warcraft Rumblings panel later today to hear all about raids and what else we have in store for the future of this game. Now, Blizzcon, before I go, I just wanted to let you know, the team and I, many of whom are here in Anaheim with us right now, we love playing strategy games. And we set out to make a game that harkens back to our RTS roots, where Warcraft began almost 30 years ago. It is really made out of a genuine love for Warcraft by people with deep roots in the universe. No matter how you like to play, there's something for everyone to love in Warcraft Rumble. Thank you so much, Blizzcon. Enjoy the chaos, and we'll see you in game. Schon mal den Boss triggern hier. Please welcome Executive Producer, World of Warcraft, Holly Longdale. World of Warcraft, okay. Wow. What's up, BlizzCon? Oh, I'm so excited to see you all here. This is fantastic. Well, can you believe we've been playing World of Warcraft for almost 20 years? You know, 2004 was a while ago, right? You know, some of us, we waited in those lines for those midnight releases and got our discs. Yeah! And we raced home to install those WoW discs one by one. Ja, genau. Hunderte Discs. Das war schlimm. Across nearly 2 decades, players all over the world have taken part in the stories of Jaina, Sylvanas,
Arthas, and Thrall, and of course, so many others. And together, we've jumped through the portal into Outland. We sailed off into Northrend, and we watched Sargeras stab the world with that sword. During that time, gaming has changed, and you have changed, and so have we, particularly in the past year. The entire team across both Modern and Classic have embraced their communities. We are truly listening to your voices and taking action. Ja, man merkt, dass sie mehr zuhören, auf jeden Fall. Da kann auch keiner dran rütteln, denke ich. Open new ones and double down on why we all fell in love with World of Warcraft. Deswegen ist das so schade, dass dieses Signal gesendet wird, dass jetzt weniger Leute spielen. Das bedeutet halt nur, wenn wir Pech haben, bedeutet das halt, hey, wenn wir euch zuhören, dann habt ihr alle keinen Bock mehr zu spielen. Hoffentlich ist das nicht das, was rüberkommt. WoW Classic was born out of the community's passion. And of course, most of you know that still drives us today. Like just in August, inspired by our community, we released Classic Hardcore. So, in Hardcore, you only get one life. And if you die, you may laugh, you may cry, you may have to replace the keyboard, but you go again. We've loved watching you take on the challenge or die trying. And because the hardcore community has asked, the team is planning to add a new way to play hardcore early next year. And last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King patch. And while there's still more to come in Wrath, earlier this year, we looked at your feedback to think about where are we gonna go next. We read through a lot, and I mean a lot of your feedback on social media forums, and we sent out surveys to our players. And here at Blizzcon, we're happy to announce Cataclysm is coming. Cataclysm, okay. And it's coming with #changes based on your feedback, just like you'd expect from Classic. So now, let's jump into the Wayback Machine and get a reminder of all things Cataclysm. Der erste Add-on, wo ich meine eigene Gilde hatte. Daran erinnere ich mich gar nicht. Bastion of Twilight. Da gab es noch einen eigenen Trailer für?
This is my realm. Ah, wild. Kata, das würde ich spielen wollen. Mhm. Leveln war da noch genauso schlimm wie in Lich King. Get ready, my friends, because I love the passion, by the way. Get ready, my friends, because the road to Deathwing's destruction is coming in the first half of next year. All right. Now, over the past 4 years of Classic, we've watched you master the vanilla experience, and we've loved it. So much, in fact, that we thought we'd add some unique flavor with a seasonal note and a dash of discovery. Season of Discovery is vanilla wow with a spicy twist. You're going to discover new secrets as you scour the world and find class-altering abilities. Have you ever wondered what it might be like to be a tanking warlock? Or take on the role of a mage healer? In Season of Discovery, you can. The season is going to launch with an initial level cap of 25, and when you hit that max level, you'll be met with the brand new level 25 endgame. You'll discover a brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, rewards. Then, after a couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content, and so it will go. If you're here at Blizzcon, Für Classic play oder the was? Black Fathom Deeps raid in the Warcraft Hall. So, if you love Classic or just a little intrigued about what exactly a Warlock tank can do, go check it out. For all of you watching online, don't worry. You won't have to wait long to play. Because we want you to discover all of the secrets together, there will be no public testing. WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. For more information on the Season of Discovery and Cataclysm, don't miss the Classic panel this afternoon. Für so ein Mage Shield ist schon was. I don't know. Da gibt's wahrscheinlich wieder komplett broken Kombis. PvP kannst du wieder komplett knicken. Classic ist halt schon so super imbalanced. Vielleicht balanced das sogar mehr oder vielleicht macht es noch schlimmer. We really want Azeroth to feel alive and the home you want to come back to no matter how you play. Our next major update, Guardians of the Dream, is going live in just 5 days. I want to give a shout out to my elves. It is finally our time. 1 week later, Season 3 will start with the last raid of the expansion, Amirdrasil, the Dream's Hope. There we will have our final showdown with Ferox to defend our new world tree. But fear not, that's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight. Hoffentlich nicht Season 4 dumm. As both the epilogue of this story and the bridge
to our next one. Oh nein! Like I said earlier, Das hört sich nach Season 4 an, genauso wie in we are Shadowlands. changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. Oh, Blizzcon, it's time for a new adventure. bitte, dass es das nicht One sein, that ey. has grown from the very seeds of what captured our hearts when we first set foot in Azeroth. For veteran players, the last 20 years have led us to this. And for those who have yet to join us, now is the time. And who better to talk about the first step in this journey? Ian Hesekostas. Hoffentlich. Ah, Chris Metzen. Never mind. Someone who carved the path in the first place. Chris Metzen. Everyone, please welcome my friend and the executive creative director of the Warcraft universe, Chris Metzen. What up, Blizzcon? Holy smokes! Horde, where you at? Alliance! Blizzcon as one! Holy smokes, thank you. Thank you. It is, thank you guys. It has been a long, strange trip to get back to this spot, I tell you that. It has been interesting this past year, being back under the hood of World of Warcraft. It has reminded me of a few things. One, I love Warcraft. Number two, you know what? I really missed this work. And number three, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family again. As Holly said a bit ago, next year is the 20th anniversary of World of Warcraft. I can't even believe it. Whatever. How many of y'all have been playing from the beginning? Whatever. I love you, Prison. So given that, what was that? Doesn't matter. We started thinking, so what next, right? What expansion hook? What single storyline could Doch possibly Piraten. match such a historic occasion? We started thinking about Wieder Arthas? Wieder auferstanden oder so eine Scheiße? right? And some of those early mythic ideas that kind of established the background of Warcraft. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more recently, but still in a way feel a little unresolved. And in the mix Oh Gott, was of all kommt? that stuff, in the mix of all those ideas, particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? Was the thing that he came to warn us about in Battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially Also doch wieder something Old God, ja. still Void looming Lords. on the horizon? Also doch Piraten Void Lords. Das ist genau das, was... Will there eventually be Neuer an Kontinent. apocalyptic confrontation between the forces Neue of the Welt. light and the void? Ja. Ja. BlizzCon. I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens.
It's gonna happen. And really the big question for all the marbles, what have the Titans actually been doing since the dawn of civilization? What is the real purpose of all of their cute little installations slammed into the side of the planet? Do we know everything we need to know about their real intentions for our world? Just saying. Blizzcon. All of these hooks and 100 more. 68, carry the 2. A bunch more. All cooking in the kann pot. das echt so gut, ne? Er kann das echt so gut. Dem kann man stundenlang zuhören. Started to reveal a storyline. Something epic. How epic? Real epic. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the first 20 years of our storytelling. A storyline provided we do our jobs, we do the thing. Bitte, Johannes, gerne. That will vector us Freut mich, dass into geholfen the hast. next 20 years of adventure. Blizzcon. Are you with me, Blizzcon? We call this storyline the World Soul Saga. The World Soul Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained within any single expansion. It is built to play out over multiple expansions over the next few years. Come on now. Cool, die Idee finde ich cool. Having said that, we are working on multiple ways to deliver this adventure to you a little faster than you're used to. Die wollen We're WoW not gonna aufräumen. get into it. Mega sicke Idee. BlizzCon, forgive me. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And the last thing we really want is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. So, it's coming. Also, given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. Was? Heute? Dun, 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 dun. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion sets. What the fuck is going on, Alter? What the fuck is going on? Does this meet with your approval, BlizzCon? Nein, komplett. Ich will 6. Was redet der? My friends, I'm gonna warn you, there may be mild spoilers ahead. Mild. Actually, I'm just kidding. They ain't mild. Buckle up. Oh mein Gott. Are you ready, BlizzCon? The first part of the World Soul Saga and your 10th expansion is called World of Warcraft: The War Within. In this chapter, you will be descending into the heart of Azeroth itself, exploring new subterranean kingdoms and engaging with ancient cultures like the Earthen and the terrifying Nerubians of Azj-Kahet. But as the forces
of darkness close in around our precious world soul. You, yeah, that's you, will be called to do what you always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Talk to me, Blizzcon. The second part of the World Soul Saga is called World of Warcraft Midnight. In this chapter, you will be returning, ready, to the old world, to the fabled lands of Quel'Thalas. There, the forces of the Void have invaded Azeroth, intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness and fear. You will not only help reunify the scattered elven tribes of Azeroth, but you will make your stand with the forces of the light and banish the shadow forever. Also das Leid ist gut dann, oder was? BlizzCon, it is Azeroth. Things may not Denk die go Mobs as planned. doch! Herr Bakko! Things Gut! may just spiral wildly out of control, leading us to the third part of the World Soul Saga. World of Warcraft, the Last Titan. In this chapter, you will again be returning to the old world, this time to the wintry lands of Northrend. Oh, der Tank ist einfach nur scheiße. And there, at Ulduar, you will bear witness to the return of the Titans to Azeroth. And there, you will uncover a vast conspiracy, one that stretches throughout the history of the world, one that will challenge everything you think you know about the Titans, their intentions, and the true nature of Azeroth itself. In time, my friend, in time. And it's called Silithus. There you go. Sympathisch? Ja, der Typ kann reden. Der Mann ist genial, ja, ja. BlizzCon, Ich mag den my auch voll hope, gerne. our dear hope, is that you can see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. We are playing for all the marbles. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Now. Now, BlizzCon. Hearken to me. Always wanted to say that. Thank you. Whether you are a current player, and I'm going to bet that most of you are, or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago, now is the time to come home. Now is the time to pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff, and get in this fight. Friends, Azeroth needs her defenders now more than ever. Now, in a few moments, we are going to give you a deeper look at the war within. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with
small, heartfelt moments. What you're about to see is one of those moments. And with that, BlizzCon, proud defenders of Azeroth! Ach Gott, ist das gut. Ist das gut? Let the World Soul Saga begin! Nehme ich hier mal kurz raus. Anduin. Safe. Alter, CJ auf einem neuen Level. Oh. Doch ein echter Mensch. All? Ja. You're here to tell me we don't get to hide. CJ, holy crap. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. Hear me. They're getting worse. Hat bestimmt mit dem Schwert zu tun, dass es der Weltseele scheiße geht. Look. Whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. Holy crap. Hab's ja gesagt.
Baby, baby, baby. Coming 24. Ja, nächstes Jahr. Oh. I guess we're not ignoring that sword anymore. I do have to say, though, I guess. Every time I see that cinematic, and I've seen it many times, it gets me right in my heart. It feels like a new beginning, and it feels like coming home. And we are so excited about where we are going. And now that you've seen or heard the overview for the World So Saga, let's talk about the war within. As we all gather and explore beneath the surface, we'll find an ancient Nerubian civilization. They will be led by someone we were first introduced to in Legion, Xal'atath, a harbinger of the void. The void brings destruction and darkness that threatens all light in our world. The last time we saw Xal'atath, she promised we would meet again, and it turns out she was right. And while Anduin, Thrall, and others share the same visions emanating from the heart of the world, some are seeing something quite different. Okay. My visions are not the same as the others. No radiance, no song. Just the shadow taunting me from below. Ashkahit. Ist nicht Ankahit. Isle of Dawn. Sieht mega cool aus. Ringing Deeps. Okay, ist wieder so eine Höhle. Das sieht sehr nach Kultirana aus. Hellowfall. Dive into Delphs. Oh ne, wieder so ein neues Forge Your Warband. Master Hero Talents. Hero Talents. Earthen Allied Race. Dynamic Flight. Conquer New Dungeons and Raids. Das kriegt voll den BFA-Vibe auf mich gerade. Insgesamt. The fate of our world rests upon the edge of a knife. And our battle lies deep within. Also ich habe Xal'atath immer noch bei mir. Die redet immer noch mit mir die ganze Zeit. Wie wird das storytechnisch erklärt? Kann mir das einer sagen? Sie fragt immer, der Tod ist nah. Spürt ihr das? Holt euch mehr Seelen. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. These are a variety of bite-sized experiences for 1 to 5 players that will offer endgame rewards. Das hört sich so stark nach Island You may Expeditions also an. find in your delve a familiar character who'd be willing to fight alongside you. And if you're like me and you have an obsession with alts, we have warbands. With this feature, you could treat all of your characters like family and share banks, reputations, transmogs. Wow. We're also introducing a new layer of customization for your class specs with hero talents. You might want to take your character down the path of a Dark Ranger, let's say, or a Farseer, and more. Okay, krass. Also Theorie Also, geil, during your ne? travels underground, you will meet the Earthen Dwarves, and you'll be able to unlock them as our new allied race. Für alle? Für beide? Horde und Allianz? Oh, da reden sie noch drüber. I mean, who doesn't love a dwarf? The facial hair options are spectacular. There's so much more to talk about, so please join the What Next panel that's coming up right after the opening ceremony right here.
What I can tell you though, pre-purchase to receive a Dragonflight will ring boost out when right War now. Within releases next year. Kommt das im Sommer, Fall, Herbst? Fall ist halt wieder so, ne? And lastly, I sincerely want to say, we are so excited to begin this new journey with you. And from our hearts to yours, thank you Dann ist das jetzt echt die der letzte Patch. Und dann bringen sie noch eine kurze Season 4 raus und dann kommt das im, keine Ahnung, im September oder so. And now, with his own note of thanks, Mike Ibarra. Thank you to all the teams who presented today. There really is so much to look forward over the next 2 days. And this is only the beginning. I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all of you. It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. Blizzcon, be great to each other and enjoy the show. Alter Anduin. Der hat was von Ragnar Lothbrok, ne? So dieser Wikinger-Stil. Ich dachte erst, der wäre von einem Schauspieler hier, von Charlie Hunnam oder so. Der King Arthur gespielt hat. Das sah so echt nach ihm aus. Okay, Freunde. Das ist ja immer übel. BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Xbox. So, Screen Capture aus. Und ab ins Game. Wir machen Musik an. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde zu füllen. Der Dungeon ist leider nichts geworden, genau am Ende. Oh, ja, lässt sich halt nicht ändern. Ich muss erstmal ganz kurz AFK und sammle mal meine Gedanken. Und dann gucken wir mal, was wir in der letzten halben Stunde machen. Bin gleich wieder da, Leute. Und dann gucken wir weiter.
So, Freunde, da bin ich wieder. Also, kann man festhalten? Kann man festhalten, storytechnisch sieht schon mal ganz gut aus. BB, danke. Ah, der Heist geht gerade, Leute. Startet euch rein mit den Heist. Rein in den Heist. Danke, danke. Danke, danke. So. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde. In der Zeit schaffe ich auf jeden Fall keinen Key. Die spielen gerade den Trailer einfach noch ein zweites Mal ab, lol. Ja, mache ich jetzt noch einen Key oder was mit dem Evoker? Da wird sich wahrscheinlich zeitig nicht ganz ausgehen. Aber vielleicht habe ich ja Glück mit der Gruppe. Okay. Death Gripple. Ne, Death Gripple. Das ist ein komischer Name. Death Gripple. Was ist das eigentlich? Der heißt? Also der heißt ist eine Möglichkeit, deine Punkte zu vermehren quasi. Oder zu verlieren, je nachdem. Du bekommst generell als Zuschauer, bekommst du Punkte, wenn du im Chat teilnimmst. Also du bekommst Punkte fürs Zuschauen, du bekommst Punkte für die Mitgliedschaft, wenn du die hast. Du bekommst, ja, das ist hauptsächlich, wie du Punkte bekommst. Dann kannst du die Punkte zum Beispiel einsetzen, wenn du würfelst. Also einfach ein ganz einfaches Würfelspiel. Du hast halt eine Chance, deine Punkte zu verlieren, deine Punkte zu verdoppeln oder deine Punkte zu verfünffachen. Ja, eine 2% Chance zu verfünffachen, 49% Chance zu verdoppeln, 49% Chance zu verlieren. Und der Heist, der gibt halt, ich glaube, leicht über 60%, 60-70% hat er eine Chance. Dann eben, dass das erfolgreich ist und dann verdoppelst du deine Punkte, wenn du normaler Member bist. Und wenn du Mitgliedschaft gemacht hast, also ein normaler Abonnent bist und wenn du eine Mitgliedschaft gemacht hast, dann verdreifachst du sogar. Das heißt, du kannst deine Punkte verdreifachen. Aktuell ist es noch so, dass man nichts mit den Punkten anfangen kann. Aber es wird in der Zukunft so sein, dass da dann irgendwelche Sachen für erworben werden können. Ne? Sei es, dass ich zum Beispiel einen Dungeon Carry mache oder dann einfach mal irgendwie Content zusammen macht oder keine Ahnung was. Ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe da ein paar Ideen, aber noch nicht so richtig was. Also es lohnt sich schon mal anzufangen, Punkte zu sammeln. Ah, okay, nice. Ja. Ist also rein, ich hätte jetzt gesagt kosmetisch. Ist nice to have. Ist ein kleines Extra. Wenn du Ausrufezeichen Points eingibst im Chat, dann siehst du, wie viele Punkte du hast. Du müsstest wahrscheinlich um die 10.000 haben. Weil du ja Memberschaft hast. Ausrufezeichen. Nicht Slash. Genau. Ja.
Noch kannst du beim Heist mitmachen. Bis zu 5000 Punkte kannst du setzen. Ist auch die Möglichkeit, am schnellsten nach oben zu kommen mit den Punkten. Gerade als Member. Es sei denn, man hat so viel Pech wie Hidden in letzter Zeit. Dann ist es ein bisschen doof. Genau, man kann ja auch erstmal Charme reingehen in die Nummer. Jojo. Mal ein Gefühl dafür entwickeln. So, siehst du, du bist die Einzige, die was gewonnen hat von uns allen. GZ. Alle haben verloren, außer dir. Oh, das tut weh. Ich bin wieder auf 0 Punkte. Yay! Spaß! Danke, ja, bitte. Shout out to the fans from the jump that stayed on. Rolling every hour of the day till the pain gone. Now every time we drop, yeah, they know that is napalms. Back in my bag, yo. Conscious. ISO. Diamond. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. She be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Cause when she walk that thing jiggle, jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back flow, we back again so highly. This that back in my back flow, we back to change the climate. This that back in my back flow, we bring the force like Tommy. Back in my back flow. Back in my, yeah, back in my bag, yeah. I'm back in my, I'm back in my bag, yeah. I'm back in my, this my, back in my bag flow. Back again, yeah, we keep on stacking it, what's happening? Everything been Gucci, got me feeling like I'm dapper then. Life has been a movie, so shout out to the cameraman. Pull up to the scene, it's going down like an avalanche. Steady going up like a travel plan. Homer Simpson face, lucky power plan. Yeah, I'm off that dope, like I'm back again to Vizzy at the Millies, out on Club Hurst. Give the word if it's a city. Okay, wilder Pull. Schickes Reittier zur Vorbestellung. Ach, gibt's noch was da oben drauf? Noch gar nicht gesehen. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich wieder Mouse-Over-Makro machen wollte. Okay, Mouse-Over mache ich. Notification. Ist halt einfach ein Fehler, dass man die Mobs trennt. Er darf den Mob halt dann nicht weiterziehen, in den nächsten Raum gehen, wenn der Mob hinten steht und am Casten ist. Das ist halt nicht okay. Das führt nur dazu, dass Situationen entstehen, die einfach kritisch sind.
Man sollte Cast-Mobs immer unterbrechen und dann bewegen und nicht casten lassen und dann weiterrennen. Aber der ist auch nicht so erfahren als Tank. Auch die Positionierung hier ist Müll. Schwach. Aber die Gruppe stellt sich schon mal generell besser an als die letzte. Also bin ich overall happy. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich freue mich gerade richtig darauf, dass es gleich weitergeht. Auch wo die da hinrennen, ist einfach nicht smart. Bitte was? Es gibt 3 Tage Early Access für WoW? Oh Gott. Wie teuer ist die teuerste Version? I don't know. Beta-Zugriff, 3 Tage Early Access, Haustier, irgendein Ruhestand-Spielzeug. Ja, aber 3 Tage früher leveln als alle anderen. Das ist das, was krass ist. Kannst aber sicher sein, dass ich das hier kaufen werde. Das heißt, normalerweise kommt das Spiel am Dienstag um 0 Uhr raus. Das heißt, es ist jetzt Montag. Also am Samstag kannst du dann schon anfangen. Das heißt, du kannst am Samstag schon leveln. Aber die werden dann safe die ID komplett irrelevant machen, ne? Aber dass du dann halt 3 Tage lang leveln kannst. Kann mir nicht vorstellen, dass du dann auch Gear sammeln kannst in der Zeit. Na, wobei vielleicht doch. Schwer zu sagen. Ey, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Also das ist krass. Aber ja, keine Ahnung.
Wild. Drei Tage Urlaub. Verbesserte Charakterwertung auf Stufe 70. Ja, ich kaufe mir das jetzt nicht. Das ist ja völliger Quatsch. Also, jetzt kaufen lohnt sich gar nicht. Vor allem, nachdem ich jetzt 14 Charaktere oder 15 Charaktere auf 70 habe. So, hä? Also, den Boost brauche ich jetzt nicht. Und den Early Access auch nicht. Und Beta ist ja auch noch nicht draußen. Also, das jetzt zu kaufen ist Quatsch. Das kaufe ich mir, wenn dann im Sommer oder so. Also, jetzt gerade. Ja, keine Ahnung. Was bringt mir das jetzt gerade, das zu kaufen? Was? Aber das 3 Tage Early Access ist, da weiß ich noch nicht, was ich von halten soll. Da ist halt echt die Frage, was in diesen 3 Tagen Early Access alles drin ist, ne? Wenn das einfach nur stumpfes Leveln ist. Weil es war ja jetzt auch so gewesen in Dragonflight war es ja auch so gewesen, dass quasi am Dienstag war es ja völlig egal, was du machst. Dienstag konntest du ja nicht. Die Dienstags-ID hat quasi mit zu Mittwoch mit dazu gezählt. Es ist halt wahnsinnig wichtig zu verstehen, ob das jetzt so ist, dass. Ob das eine eigenständige ID ist oder nicht. Oh, wenn ihr da drin steht, kann ich das nicht. Alle gestorben. Krieg weh. Ich bin gespannt. Naja, sie müssen es so machen. Ansonsten wäre es doch wirklich Pay to Win, weil dann kriegst du mehr Gear in der ersten Woche. Das wäre krass, Alter. Das würde einen richtigen Shitstorm bringen. Aber wenn sie das nicht machen, dann wäre das übel smart. Weil dann könntest du wirklich drüber nachdenken, gebe ich das Geld dafür aus, um am Wochenende zu zocken, falls ich vielleicht unter der Woche keine Zeit habe. Dann hat man einfach mehr Spielraum. Aber wenn sie das so machen, dass du in der ersten Woche dann extra Loot kriegst aus mythisch 0 Dungeons und sowas, dann kannst du dir aber sicher sein, dann steigen sie dir aufs Dach. Alle. Dann rasten die Leute aus. Aber 100 Pro Garantie.
Habt ihr da auch gerade gesehen, dass da was hingeflogen ist? Hat den aber irgendwie nicht geaggro. Bild. Jetzt alle zusammen oder was? Hattest du schon geschrieben, wie teuer das erste ist? Wie teuer ist Early Access? Also wie teuer ist das Spiel? Also wie teuer ist das Spiel grundsätzlich? Und wie teuer ist das, die Early Access Version? Nika, kannst du mir das einmal sagen? Will beide Seiten spielen? Interesting. Ich schaue, danke dir. Okay. $49,99 Basic, Heroic 69,99. Epic ist 89,99. Early Access nur mit Epic. Kannst du mir sagen, was noch in der Epic drin ist? Anstatt in der Base-Version? Also alles was... Also die Base-Version ist 49 und Epic ist 89. Das heißt, es sind 40 € Early Access aktuell. Was ist da noch mit drin?
Ähm... 30 Tage Early Access für The War Within. 30 Tage Spielzeit. Okay, 30 Tage Spielzeit sind 13 Euro. Das heißt, es sind 27 Euro noch für Early Access. Haustier, sagen wir mal 5 Euro. Sind 22 Euro. Spielzeug können wir auch 5 Euro sagen. Also sind wir bei 22 Euro. Ruhestein auch nochmal 5 Euro. Sind wir bei 17 Euro für Early Access. 17 Euro. Das ist wild. 17 Euro ist hart. Da ist sonst nichts drin. Ah doch, du hast noch was von einem Transmodifikationsset. Das Reittier ist aber safe auch in der Heroic Edition drin, ne? Ich will das gleich mal in Ruhe angucken. Wenn du das Transmodifikationsset noch rechnest und sagen wir, das Transmodifikationsset ist 5 Euro oder 10 Euro, dann bist du bei 12. Bei 12 oder bei 7 Euro für Early Access. Das ist halt okay. Ich zeige euch mal gleich einen coolen Evoker-Trick. Sammel das auf. Ich habe den Fluch-Debuff und... Jetzt habe ich keinen Fluch-Debuff. Ich muss das Band. GG's. Schätze! Dammit. Na gut. Geld-Item. Der Typ das? Will ich angucken. Why? Why?
So, wo sind wir stehen geblieben? Okay. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that with the right friends. So, die Frage ist jetzt, kriege ich das hin mit dem Mausover, dass ich mir da eine bessere Markierung hole. Weil aktuell seht ihr das, ich kriege einen weißen Rahmen. Und ich möchte das optimieren. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! Early Access. Benson, schönen guten Abend. Ja, Early Access. Da seht ihr, das mit dem Early Access kann ich mir nochmal angucken. We did it! Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. Let's do it. Wieso schon auf Wowhead mit dem Early Access? I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle mudslider. Let's show these fine folks some Badland hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. Oder wo kann ich es kaufen? Kann ich schon im Spiel kaufen? Ist das hier neu? Wahrscheinlich im Battlenet, ne? Da zum Vorverkauf. Ah. Kann ich das hier irgendwie ausklammern oder was? Also ich sehe es jetzt im Battlenet. Also die Version. Warte mal. Ist schon echt laut. Also die Vollversion. Also die epische Edition kostet 90 €. Da sind sogar 1000 Händlerdevisen noch mit bei. Genau, Beta-Zugriff, 3 Tage Early Access, 30 Tage Spielzeit, Haustier, Spielzeug und den Ruhestein. Ah, Dragonflight kriegst du auch dazu quasi. Warte mal, wenn du Dragonflight dazu kriegst. Warte mal, was steht da? 3? In klein? Wo ist die kleine 3 erklärt? Where is the kleine 3 erklärt? Da. Falls ihr bereits Dragonflight auf eurem Account habt, wird die Erweiterung nicht erneut ausgestellt. Ah, come on!
Ja, gut. Aber ist cool. Das heißt, die Leute kriegen quasi 2 Sachen zum Preis von einem. Es ist ja noch ein Jahr. Also das ist, also für die Leute, die jetzt anfangen wollen, wieder, deswegen die haben ja auch gesagt, jetzt lohnt sich wirklich wieder zurückzukommen. Das heißt, du kriegst es dann umsonst dazu. Ja, aber ist krass, ne? Du kriegst nicht viel bei der Base-Version, ne? Du kriegst nicht viel, ne? Du kriegst den Charakterboost, Dragonflight, wenn du es noch nicht hast. Dann eben War Within und 500 Händler-Devisen. Das Mount gibt es dazu bei der Heroic-Edition. Und das Transmog-Teil. Und das sind 20 Euro, ja? Mount und das sind 20 Euro. Ja, ich meine, ich habe schon 20 Euro für Mounts bezahlt, okay. Ja, und dann sind es nochmal 20 Euro extra für den ganzen anderen Kram. Ja, gut, unter dem Aspekt kann man da mit leben, denke ich. Ist halt, du hast halt keine Wahl so richtig, ne? Naja, ist wie es ist. Blizzard hat so krass abgeliefert. Spielst du noch einen Key und hast Platz, Benson? Ich werde noch Keys spielen, ja, aber jetzt gucke ich mir erstmal das WoW-Panel an. Das meiste weiß man ja jetzt schon, aber mich interessiert halt vor allem, was jetzt noch mit Dragonflight passiert. Weil das kommt ja auf jeden Fall jetzt noch. Past, since the mortal races gathered together in Anaheim, California. And now, the drums of Blizzcon thunder once again. Let me hear the thunder! Yes! Ah! Oh, thank you. Die 3 Tage machen viel aus am Anfang. Hatte die Dame vorhin eher eine 4. Saison angesprochen? Nee, gar nicht. Aber es ist Herbst. Nächstes Jahr soll Dings kommen. Das heißt, es macht Sinn, dass bis Mai oder so Season 3 läuft, 6 Monate, und dann haben wir noch eine kurze Season 4. Kann auch sein, dass einfach nur Prep-Phase dann ist, wir werden sehen. Aber das wird er hoffentlich jetzt hier gleich erzählen. Und die 3 Tage machen nicht viel aus, wenn du kein Loot kriegen kannst in der Zeit. Also wenn sie es so machen wie in Dragonflight, nur dass es nicht nur der Dienstag ist, sondern dass es dann quasi Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag ist, wo du einfach nur leveln kannst und nichts kriegst. Das würde viel Druck rausnehmen. Naja, sie haben nur die Namen gesagt und grob was passiert. Das ist, eigentlich haben sie gar nichts gesagt, außer den Namen und ein bisschen Story. And then wrapping up with Morgan Day, who will talk about dungeons, the raid, and our new systems. Let's dig in. Sie wollen es halt ein bisschen größer machen. Das ist marketingtechnisch sinnvoll. Did you guys enjoy the cinematic? Machst du noch ein Video mit deutscher Zusammenfassung? Oh. Wenn ich noch Zeit finde, schreibe ich es mir auf. We witnessed as Thrall found Anduin Wrynn, who has been wandering alone for the last few years. Grappling and lost in his own thoughts. Nee, weißt du was? Also, ja doch, ich schreib's mir auf. Ich denke drüber nach. Throughout this and our features trailer, we learned 2 very important developments, starting with these visions. Thrall spoke of a vision calling out from the heart of the world, like a voice from a dream. This radiant song will compel our heroes to investigate its origins, and while at the same time, a darkness has been gathering. Even as the heroes adventured on the Dragon Isles. Danke. Ja, sag noch nicht danke, noch habe ich es nicht gemacht. Ich überleg's mir. Ich habe es mir notiert. Das ist noch kein Versprechen. Ich verspreche dir, dass ich drüber nachdenke. Freed long ago from the black blade that once bound her, she is now the harbinger of a new era of the Void's dark machinations. And her message is clear. The Black Empire has fallen. The old gods are dead, and their ancient blood runs deep within the cracks of the world. We, the heroes of Azeroth, destroyed them. The forces of the Horde and the Alliance have proven time and again they are among the most powerful armies that have ever stood.
the Harbinger has watched this. She is patient. And while the Black Empire failed, Xalatath now seeks to set in motion the rise of a new dark legacy. Dein Kneifu, ach so. Ich mochte die nie, die hat mich nur genervt. Nervt mich heute noch. Terrible power, the Nerubians of Ashkahet. Xalatath has conscripted the Nerubian queen Ansarek, having offered her people a new future, one in which they will rise from their isolation as a mighty kingdom once again. And here in this sprawling city of Ashkahet, we will not find the undead soldiers of the Lich King that we faced before, but instead a new, mighty stronghold of the Nerubians as they once were, deadly survivors of the mythic wars that have played out time and again over thousands of years. In return for their loyalty, Xalatath has granted the Nerubians the means of a dark evolution, one that will turn the Nerubians into a new kind of ferocious and terrifying soldier that we will clash against time and again in the war within. Now let's talk about who we'll be adventuring with. How do you like the key art? Several of Azeroth's greatest heroes will rise to the call of the Radiant Song, and many will be faced with their own unique challenges. Anduin, having survived his ordeal with domination. Yes, look at the art. Oh, incredible. Anduin sieht wirklich sick aus, ja. Anduin will be grappling with his relationship to the holy light that he no longer feels worthy of, while Thrall is seeking a connection to these visions, spreading across the world and working to find his new place in the Horde. While Magni Bronzebeard, long the Speaker of Azeroth, will confront the heavy weight of that responsibility once and for all. Champion! The Wounds Champion! Champion! Yes! But that brings us to, I know you saw this in the features trailer, Alaria Windrunner. Alaria's journey will be central to the events of the themes of the War Within, as she, a Void Hunter, will use all of her prowess to hunt down the Harbinger while being torn between her own nature and the maddening call of the Void to which she is attuned. Along the adventure, she will have a unique rivalry with Xalatath, whose twists and turns will come to define the nature of this new conflict. Of course, we'll see many more familiar faces on our journey, and meet a host of new and interesting characters along the way that Maria is going to tell you more about. Dark Ranger haben sie schon gesagt. Ich glaube nicht, sie machen Dark Ranger und Void Hunter. Aber hey. Vielleicht kann ich ja Fell Shadow Priest werden. Oh mein Gott. Würde ich fühlen. Yes! Conceived to be an epic worthy of the first 20 years of World of Warcraft. Die Frau hat vorhin Dark Ranger gesagt. The Saga aims to redefine the storytelling in our expansion set and strike boldly at the core themes that define Warcraft. The might of heroes, the responsibility of that power, the pursuit of justice. Got to do my best Mets in there. Justice! And the importance of finding common ground as well as ourselves amidst adversity. Up next, may I introduce Maria Hamilton, who will be sharing more about our zones and cultures in the War Within. Thank you so much. Schattenpriester. Ja, ich würde den Fell-Schattenpriester lieben. Grüne Schattengestalt, ey, ganz im Ernst. Ey, wenn es nur Blau gibt und Rot, dann raste ich aus. I am so excited to be here and delighted to represent our team and tell you about the places that we will explore and the cultures we will encounter in the War Within. I can't really see all of you out there. I know there's a lot of you, though, because I can hear you. And I hope to hear lots of oohs and ahs when you see some of this cool art I've got to show you. So let's get started. Thank you. Thank you. Thank you. Yep. Thank you. Okay. As Taryn mentioned earlier, we'll be called by the Radiant Song, dreamlike visions that come from the heart of the Azeroth. This summons is going to lead us to the subcontinent of Khaz-Algar, a place long forgotten. It's only through recent explorations in Uldaman that we've discovered a Watcher report concerning a contingent of Earthen that was sent to this place long, long ago to investigate a fissure in the sector. What exactly that means, we don't really know, but we can probably speculate. So first, let's talk about the Earthen.
Ooh, there you go. There you go. All right, we have met Titan-forged Earthen before, of course, in Ulduar and other places. But this society of Earthen has been isolated within Khazal-Gar for a really long time and have developed their own manners and customs. Now, visually, these Earthen are a bit larger in stature, and they're noticeably blinged out. They've got gems all over them, bedazzled, blinged out, you know, that kind of thing, right? But philosophically, they are guided by the edicts of the Titans, a set of codified Die sind größer? Sind das denn so halbe Menschen oder was? That provide instructions for the core functions of their society. You know, Titans, order, all that, right? But the Titans have been absent for eons, and the Earthen are no longer united in their adherence to these edicts. Der rechte ist ein They now Machine exist Speaker. as three groups that are estranged from each other. The Oathsworn, as their name suggests, still uphold the edicts faithfully and believe everyone else is doing it wrong. Their charge is guarding the Core Way, a Titan passageway that leads right to the core of Azeroth. They're primarily the city dwellers. They live conveniently near the object of their responsibility, that Core Way. Now, the Unbound, in contrast, have abandoned the edicts, and they are considered scandalously rebellious by the Oathsworn. Their original responsibility was providing the materials to keep the Titan installations supplied. And they're primarily rural. They're living in and around the quarries and the mines where natural resources can be acquired. They rarely interact with the city dwellers. They feel neglected and ignored because they have a different opinion on how they should live. Now, the Machine Speakers have strayed from the edicts in practice, but not with respect to their overall obligation to keep the Titan works functioning. They've had extremely limited contact with the surface dwellers, and they express no little disdain for those who just don't understand the great machines. Their homes are built around vast industrial projects under the surface that allow them to perform Das ist their halt so functions Storyzeug, in ne, accordance wo ich with sage, edicts, so. more or less. These different perspectives among the Earthen and their variable Wie lange geht das adherence to the Panel? Titan's edicts Eine Stunde? has weakened the society as originally structured. And that's not good, of course. But a much more serious problem is their steadily dwindling numbers. For reasons that I'm not going to get into here and now, Eine Stunde, New ja. Earthen can't exist until we help them out by doing some things. And Wow, unite Deep the Earthen Dive ist society morgen, once more. 12 p.m. Also 8 Uhr Happily, abends. as a result of our actions, the Earthen will eventually be unlocked as an allied race. Yeah, like sweet, don't they? So, jetzt Yeah. rede über Horde und Allianz, komm. Segway. These player Earthen will replenish the culture's dwindling numbers and may join either the Horde or the Alliance. Yeah. Okay, beiden. It is, of course, player's choice which side you wish to ally with. But as you can see from a small sampling of combinations, there's some fantastic Zweck für die Horde, ja. variations and customizations coming for the Earthen models, including different gem incrustations, beards for all body types, rocky skin patterns, tones, and more. Frauen mit Bart. Now that golden mohawk with the braids Ach, da and the unten, fringe ja. beard, that's quite the look. But I really like the beardless guy with the bushy blonde Ja, eyebrows. He ja, und looks rechts. so cool. He's just kind of like, yep. Wobei den oben rechts what do finde you ich want auch me to cool. Wenn Zwerge zu der Horde gehört hätten, alright, hätte ich die, moving glaube ich, schon früher mal gespielt. Weil Another cool culture that das players Problem will an encounter in the Gnomen, war Goblins within is und the Vulpera ist, Arathi. die sind mir zu klein. Ja. Aber ich hätte schon Bock, mal was anderes zu spielen. So these are Aber descendants sie of hat the gesagt, original das sind Zwerge, die ein Arthurian bisschen Empire, größer and sind, they've ne? relatively recently and through some somewhat Also vielleicht sind die mysterious groß genug, dass circumstances. Rüstung cool And they aussieht. find themselves trapped here within Khazal-Gar. Mysterious Ganz mostly because I rechts ist can't say Priester, anything safe. more about it just yet because of spoilers, but Links it's ist not like Paladin. spooky mysterious, it's the other kind. As a Keine Ahnung, people, was the die anderen Arathi beiden are sind. worshippers and wielders of holy fire. They are dedicated to bringing hope and light to the darkness. They're tough, resilient people, with every member of the society being an able combatant. Some few are further blessed with paladin-like abilities through their devotion to the light. Even their airships are powered by sacred flame. The extent to which they're comfortable in battle is probably a good thing, because they have established a home away from home in an enormous cavern bordered by an endless underground sea, from which terrifying creatures emerge to rampage and create havoc. Not my idea of a cool place to hang out, but they're really, really tough.
These watery monstrosities, though, are nothing compared to the threat from below. A constant swarm of Nerubians has been held back so far from invading the Arathi lands. The assault is unrelenting, the threat is dire, and the Arathi can't hold much longer. These bastions of light against the darkness are far from home and limited in number. Sure would be terrible if there was also division within the Arathi ranks. Just saying. That would be pretty rough, what with them being so outnumbered. We could probably help them. Also es ist Light gegen Void. All right, speaking of the Nerubians in the war within, Aber hat ja nichts explore mit den their Titanen zu last tun. kingdom deep within Khazalgar. These ancient Oder nutzen die survivors of the Titanen Black Empire Light who für ihre rejected Zwecke. their former masters have developed their own culture here in the deep darkness. As Taryn mentioned earlier, Xalatath has made a bargain with the Nerubian queen Ansarek, who seeks a new future and renewed glory for her people. The Nerubians are extremely capable and devious adversaries who have been honing their skills with their constant assault on the Arathi. But domination hasn't come fast enough for the Queen's taste, as the Arathi has managed to hold against this onslaught. So this deal with the Harbinger has included some assistance for her troops. Through Würde es some auch cool dark finden, wenn man alchemical Nerubien process, spielen könnte. Xalatath has provided the knowledge required to evolve chosen Nerubians into paragons of their race, enhancing their viciousness. And Queen Ansarek has embraced these modifications with enthusiasm and eagerly offered her army to achieve the Harbinger's schemes. It appears to be a win-win situation. But not all Nerubians share their sovereign's enthusiasm for change and her embrace of Xalatath. Shadowy figures with far too many limbs maneuver against the Harbinger's plans in opposition to the Queen's Too desire. many limbs ist auch gut. As you might expect, any foray into this Nerubian kingdom introduces us to a variety of citizens, including some forms we've never encountered before. Here's a layout of some of the Nerubian models that are completed and also some that are Ey, in das ganz progress, unrechts könnte auch ein as well as Pokémon-Modell sein. scale reference Alkia. for goblins and humans, so you just get a sense of size. In addition to the Nerubian citizens, there are also domesticated insects who serve the kingdom as beasts of burden and pets. The team is hard at work building out the full range of carapaces, carapae, I don't know, whichever, skittering legs, grabby arms, piercing spiky bits, and creepy eyes for you to enjoy, I guess. All right, let's talk about our zones. The surface of Khazalgar is our first zone, called the Isle of Dorn. This is the home of the earthen surface dwellers, as well as other native Briefkasten species ist of wichtig. creatures. The fertile soil, flowering plant life, and generous waterways provide nourishment for animals in this untouched paradise. An important facet of earthen society is Cinderbrew mead. This volatile substance is manufactured from molten honey, produced by enormous fiery bees. Molten Honey? Their home grove is a Verbrennender remarkable Honig? sight as the hearts of the trees themselves glow with lava-like fluid. Harvesting is always an exciting time as the ferocious creatures are understandably protective of their hives. Now the roosts at Storm Watch are wreathed with lightning and fierce winds. These wild elemental rooks may choose to serve a member of the Oathsworn, who if so blessed becomes a Storm Rider, one of the guardian warriors of the earthen people. The Unbound deal with hostile creatures Hat was von from time to Sturmheim, ne? time, but for the most part, the existence of Sturmheim is fairly gemischt mit, relatively keine peaceful, Ahnung, fairly sort of peaceful. Wald. Their comfortable homes are often Sieht aber situated richtig near sick the aus. places Gefällt where mir they richtig once gut, das labored as Artwork. adherents to the edicts. Es wirkt auch wieder so, als wären wir alle zusammen in einem Gebiet quasi, ne? Also alle zusammen wieder. Aber ich meine, Anduin und Thrall arbeiten zusammen. Ich denke, Horde und Allianz ist bald nur noch ein Nachname. The city of Dornagal is the location of many important civic buildings, markets, traders, and crafters. And it's here that a traveler will find the expected Das sieht amenities übel of sick aus. Das sieht aus wie Valdraken 2.0, nur cooler. The defense of which is the Oathsworn's primary charge. Über den Azteken, ja, fühle ich richtig den Now, Style. beneath the surface Ich of the mochte Isle of so Dorn sehr lies our second zone, the Ringing Deeps. in BFA As the name suggests, it is here that the den Earthen are Königsabteil engaged von in der their work Horde in accordance in with Sandala. edicts. In these Habe ich industrial geliebt, areas of die this Festung. cavernous space Auch das are huge, Runterfliegen war mega. complicated machines, Das ist Aloha, lava-heated genau, foundries danke. and forges, and waterworks, both Sieht to auch sick cool aus and hier. to Viel besser als power Sarah der huge Köhlen, weil es machinery. einfach ein bisschen mehr vibrant ist. Es hat ein Maintaining bisschen these mehr Titan mechanisms and Energie keeping einfach. everything running Es ist nicht is einfach both the nur Lava responsibility und dunkel, and the passion of sondern the hat machine speakers.
Farbvielfalt. The Earth has shifted too in places, revealing openings to the sky above to the Isle of Dorn. These cenotes bring Wo du light durchfliegen and water kannst, into okay. areas once shrouded in darkness. Ja. Abundant greenery, flowers, and creatures that do not typically Oh dwell mein in Gott, Dark caverns may Souls. be found in these idyllic spots. It was really important to us as developers that we delivered the fantasy of the hard-working industry, but still had some break-up areas of natural beauty that don't feel like dark, constrained tunnels. Now, as the machine speaker population has dropped, they've had increasing difficulties with kobold incursions. And indeed, the kobolds have taken over the mines, the work areas. They've even built a city of their Ja, die own. neuen Elementare sehen schon viel cooler aus als die Unexpectedly, the alten. kobolds are actually becoming a force to be reckoned with under the aggressive actions of their leader, the Candle King. You knew it had to be a candle. No take candle. No take candle. With the passage of time, the Earthen have diminished both in number Das ist so and in the Dark Souls knowledge 3, das required kann man to ja perform gar the nicht mehr various vorstellen, ey. routines to tune and repair the processes. The old ways have been forgotten, and new creative methods must be employed if the edicts are to be obeyed. So they're kind of making it Hat up ein as bisschen they was go von along. Schwarzwildgießerei, fühle ich. From the ringing deeps, we descend further into Kazalgar to Boah. reach Hollowfall, a Das sieht geil vast aus. hollow area in the earth, bordered by an endless underground sea. This tenuous foothold under the bright light of an enormous crystal has What the allowed the fuck? Arathi to survive. Using their airships to travel to high plateaus and establish docks, light towers, villages, and even Ist das das a priory. Schwert? Nee, ne? Das ist, was From ist the das? capital of Mereldar, these Das ist crafty Kultiraner-Mix people mit strive immergrüner to keep Flora, hope alive Alter. and spread Das, the light. das sieht While kathedralmäßig engaging in aus. Das hat was constant von battle with the Nasria. Nerubians at their Jetzt hier, borders. The mega open cool, ey. spaces, the bright light, and the Das ist nice, greenery are wow. intended Ja, das to sieht feel übelst as sick though aus. we're Das on könnte the die surface. Priesterordenshalle sein. Somehow, rather Auch than geil. in this In sort of Kombination mit, strange hollow within Paladin. Azeroth. The crystal provides brilliant light, warmth, and growth Ja, for das Licht sieht vegetation. richtig sick You aus. may notice that all the blooming plants have opened their blossoms toward the light and seem to be reaching in that direction whenever they're in Priester-like, Hollowfall. ja. Unfortunately, the crystal sun has been changing in recent years. Where once the light was steady and reliable, it now fades without warning, plunging the Arathi into darkness, save where they have built light towers and maintain their holy flame beacons. In the absence of this light, the dangerous Kobis and other fierce creatures emerge from the sea to rampage. As the Arathi are barely holding back the Nerubians, these unpredictable Das hat was von episodes are Tiefensumpf, das fühle ich incredibly auch. demoralizing and deadly. Tiefensumpf mochte ich sehr. Happily, the light has always returned to the crystal. Spuriger und so. far. And at the deepest descent in the war within, we reach the zone of Aj-Kahet. That almost rhymes. Anyway, the Nerubian city of Threads has been built on Das the ist dann der ruins of erste Raid itself, wahrscheinlich. over and over and over again. As areas decay and crumble, a new Vor allem, das district das is bedeutet built ja, dass sie upon dann its ruins, and as a einen result, Bösen the für das city Ende, climbs also ever Xadatat higher. wird böse am Ende Those des Nerubians Addons favored by sein, the Queen, des nächsten. or possessing enormous Das heißt, wealth, diese Neruba or both, Queen wird wahrscheinlich der erste command Endboss the sein. greatest views Und dann and macht live in the Xadatat highest irgendwas ein places zweites over Mal und these irgendwas ein drittes swarming Mal. Und beim masses dritten of the Mal many kämpft man gegen sie oder districts. so. The Burrows is the home of the scavengers, Sowas wie der the Blutmond von forgotten, Zelda. deep in the decay and the filth. Bin nicht so into Zelda, keine Umbral Ahnung. Bazaar is a trading hub of fine silks, Das sieht sehr nach fascinating Sporiger alchemical aus. discoveries and other exotic and hard to find goods. The Skanes are the home of the lore keepers. Aber auch so ein ganz and kleines scholars bisschen who kriege ich hier toil to Pestelnder maintain the Vibes, ne? history of their people and Oder? research myths So and dieses legends of Azeroth. Mushroom-eske? There are many Klar, other es ist ein bisschen mehr districts in blau, less than aber savory neighborhoods, both well known and secret, that Cool. the careful adventurer could Das discover hat jetzt was von should they risk life and Achara. limb to do so. But the key to such Sof Achara exploration Vibe. is fitting in among the Nerubians and being accepted. An enterprise both best accomplished through skill Achara müsste ja and auch use eigentlich of noch irgendwo pheromones rumlungern, oder? Die and sucht doch nach considerable irgendwem. bravery. The zone of Oder? Da war doch Aj-Kahet was. features areas of spectacular dark Das sieht auch schick aus. that are inhabited by Nur ein these bisschen wieder creatures zu that have dicht found a way unten to die live Decke, das among ist wieder the Kameramist. Nerubians without being deemed a threat, found to be particularly tasty to consume, or just too much fun to torment. Echt groß, ne? The mobilization of forces to assault the Arathi while also providing military might to achieve Xalatath's schemes has stirred up all Das sind sorts of einfach auch inhabitants wunderschöne of the Bilder, die da darkness. gemalt worden sind. And deep within the city Auch World of itself, Warcraft, The the War Within, Nerubians are sieht so gathering cool an aus, odd das Emblem. substance, the black blood of the old gods, for some unknown purpose.
but I'm sure that's fine. And now I'd like to talk a little bit about our zone flow. As I mentioned, awesome, huh? Sieht schneller aus. Bisschen. We travel from the Isle of Dorn into the Ringing Deeps, into Hollowfall, and then into Oshkosh. Das hat richtig In Sturmheim-Vibes the War gerade. Within, all of our zones are Übel connected all sick. together using the airlock technology that we developed for Zarelek Cavern, allowing for this seamless descent from the Isle of Dorn all the way to Oshkosh. That was video I just captured last week of the transition between the Ringing Deeps and Hollowfall. As you can see, we built for dynamic flight, and we were able to flow directly between the zones without the load screen. There is some seriously amazing swoopy goodness to be had moving across these zones and through these spaces. It feels so cool to burst out of a really tight area and into just a huge drop like that. It's so exhilarating. Now, this blobby map Kommst du da that wieder I've got raus, up ist die here Frage. was an early attempt during development of our zone flow to try to figure out how we would stack these zones together and achieve the relationship between their geography and geometry that made sense and felt great to traverse. We ended up with something slightly different than this, but this is pretty representative to explain what the world builders were thinking about when they planned these spaces out. It was really important to our design that while 3 of the 4 zones are technically underground, they didn't feel that way, and that they were distinctly different from one another. We pursued that goal by introducing the natural cenotes in the Ringing Deeps and leaning into the fantasy of the classic underground foundry and industrial workspaces. So even in the zone that felt the tightest, there's places that look as though they're actually on the surface. And within Hollowfall, Blöd ist halt nur, wenn du ganz unten bist. Merkst du halt jetzt, wenn du in einem azurblauem Gebirge bist, ist einfach with a huge artificial sun ganz in the links form of a unten willst du nicht gigantic sein. Das ist einfach scheiße. And in Oshkosh, we leaned hard into traditional Nerubian architecture with hanging nests and huge palaces built all over a decaying city that just falls away into the depths. And that is the last bit of eye candy I have for you today. I hope you enjoyed this peek at what we've got in development. Halbe Stunde rum. Erst eine halbe Stunde kommt noch. Mal sehen, was jetzt kommt. Hoffentlich reden die jetzt über wie es in Dragonflight weitergeht, bitte. Dragonflight. So now it's time for me to introduce you to Morgan Day, who's going to give you lots of information about dungeons, raids, and systems. Enjoy. Thanks very much. Bye. Okay, nevermind. Die reden nur über eine neue Erweiterung. Aber vielleicht wissen sie noch nicht genau, wie sie es nächstes Jahr machen. Hello, Blizzcon. Der ewig Grinsende. My name is Morgan Day, and I'm here to talk to you about some of the upcoming content, features, and systems in The War Within. I'm sure I'll also make Geht's some funny ihr nicht faces gut that oder I'll was? regret Der hat ja auch later in letztens so thumbnails, but zugenommen, ne? whatever. Vielleicht First hat er up, einfach keinen let's Bock talk about rauszugehen, könnte ich dungeons. sagen. There will be 8 new dungeons coming in The War Within, 4 during level up, 1 in each of the 4 zones that Maria just walked us through, as well as 4 at max level. There's a lot of really cool stuff happening in these dungeons. For instance, we have like a kobold dungeon where you'll meet that Candle King, where there's like a light mechanic that takes place. You have to kind of keep it going to light your way. There's a dragon riding dungeon, of course, but also one of my favorites is the Cinderbrew Meadery that Maria just talked us through. So this is a dungeon that takes place on our first zone, the Isle of Dorn, which is where you'll experience, all of our earthen buddies, and this is the place where they make that Cinderbrew mead that she was talking about. They take in all that honey that they gather from throughout the zone to make the mead, to do all kinds of fun and/or nefarious things with. Although I do have to say, I feel like they're a little bit behind the times. I feel like all the kids are drinking that, hard seltzer or something these days, but whatever. They're old school, I get it. Next up, our raid, the Nerubar Palace. So this is an 8-boss raid that will take place in the zone of Oshkosh. Cool. And this is really the culmination of all of those Zahl. machinations we keep hearing about that we see play out between the Nerubian Empire, their queen, and her collaboration with Xalatath. So for this next one, we don't normally show things this early, but I thought it'd be cool to share. On the left there, you can kind of see the top-down view of the raid, and on the right, it's more of like a side cutout.
So we like to work on all of our dungeons and raids when they still look like this, as it's much easier to iterate while we're in 2D than it is to kind of change the zones around once we're in the game and it's all blocked out. So to step us through the raid really quickly, after barging through the front door, you'll very quickly fall and or get knocked into one of those giant pits of that black blood of the old god that you'll hear much more about in Ajkahet. And then you'll battle your way through the harvest pits, and then finally traverse your way back up through the stalactite wing, which is not a final name, I promise, until you finally fight your way into the Queen's inner sanctum, where you'll come face to face with her as the end boss. So as you can see, this will kind of feel like a winged raid in terms of the vibes, but in terms of the player experience, it'll actually be quite a bit more linear than what you might be used to Ja, for a raid. wirkt sehr with some linear. winged vibes. Machst wahrscheinlich den ersten Boss. Wahrscheinlich machst du den ersten Boss hier und dann gehst du hier rüber und dann gehst du hier einmal lang und hier einmal lang und dann durch die Mitte. That's going to make this space feel really unique. That's going to make it Würde ich jetzt stand tippen. out from all the other times that we've built these dungeons and raids. And with this space, we really thought that, you know, given that we have the Nerubian to play with, they've got all these amazing like webs and silken threads that you can kind of traverse the zone through. We thought it'd be really fun to explore verticality as a major element of this raid. So I think that'll be really fun to see what the team comes up with for that. Next up, let's talk about systems. Ja, jetzt kommt's. Fell Shadow Priest, komm schon, gib mir den grünen Schattenpriester. Wenigstens eine Glyphe, ich will grün leuchten, ich esse auch Fell, wenn es sein muss. Guiding us to add these into the war within. So first and foremost, you know, we really want to continue to extend the philosophies of Dragonflight into the war within. And really, when we talk about that, there's three main pillars that I want to touch on. First, we really want to make sure that we're focusing on evergreen features. We want to make sure that we're making World of Warcraft better forever and not focusing on things that we know we're going to have to leave behind as we move into future expansions. Very good, very good. Mag ich. Next, we want to make sure that there's something for everyone. So whether you're a hardcore raider, a PvPer, a collector, or apparently like Holly, you just love to play tons of alts and run around the world exploring things, we want to make sure that there's something in War Within that you can really geek out over and that resonates with you. And finally, we want to make sure that we're continuing to build on our philosophy and build on our systems and content with people who play multiple characters in mind. We want to make sure... We want to make sure that we're building all of our systems to really respect the time of the player behind the keyboard and not focusing so much on the accomplishments of that individual character. So let's talk about delves. Delves are a new feature that will be integrated into the outdoor world experience, where the fantasy of these is actually that you'll be joining the Dragonscale expedition in their search for lost treasures all across Khazalgar. So delves are an evergreen feature that is really integrated into that outdoor world experience. We want delves to be a Wahrscheinlich so ein halbes Stunden-Event Gedingse. outdoor world explorers. Oder es ist wieder wie die Hand, zum Beispiel, die Hand, die Jagd. Where they are going to be really integrated and Ja, doch, Hand transformative into macht that wahrscheinlich mehr outdoor Sinn, world, dass es sowas especially ist. that endgame loop. Hand ist auch So Dragonscale, one of the main oder? reasons I'm stoked about delves is that these will provide an opportunity Ja. for us to, you know, Bin wieder da, give WB, seasonal Dominik. content and rewards to those outdoor world explorers. So that means things like, you know, rewards that you're used to, like mounts, achievements, titles, but we'll also be adding a outdoor row to the Great Vault with War Within. Outdoor for Great World? What? So that all of you outdoor world explorers will be able to share in the joy of, you know, rushing to the Great Vault every week to collect your loot. And there will also be 13 unique delves that we'll be launching War Within with. And delves will scale from 1 Dominik to hat die 5 Heist players gestartet, and wer be will, role agnostic. rein da, rein da, So that rein da. means if you want to play a delve solo, that's totally cool. If you want to go with you and your partner, that works as well. Or you can bring your whole dungeon group in, and the delve will scale based on your group size and your roles. And I would be remiss if I didn't mention one of my favorite features of delves, which I think Maria alluded to earlier, which is that there will be an NPC companion joining you on all of your adventures.
So for season 1, that'll be Bran Bronzebeard, as you can see. And Bran will be tagging along with you on all of your Delve adventures and will totally never, not even once, aggro a pack of monsters that you didn't want him to. And I don't have my fingers crossed behind my back right now. So Bran will have a customizable talents and mechanics and abilities that you'll be able to kind of load out to suit your playstyle and needs. So, you know, maybe you need a little bit of extra healing. Well, you can load Bran out to provide that for you. And finally, you wouldn't be exploring with the Dragon Scale Expedition if at the end of every delve there wasn't this massive treasure trove that we need Bran to open for us, which hopefully brought a couple of keys to open some of the chests in there. But before Bran can open that treasure, that vault for you, you'll need to maybe defeat a boss, maybe you'll solve a couple puzzles, something like that, and then Bran will be able to open that vault door for you. Next up, let's talk about warbands. Ah, it's happening! Ja, da ist es. So warbands are a system that we're introducing that will really be the representation of all of your characters across your Battle.net account. Warbands are an opportunity for us to create a platform where you can share your achievements, resources, and all that other good stuff across all of those characters. So the goal of this system is really to be that representation of the philosophy shift that I mentioned earlier about really respecting the time of the player behind the keyboards and not those individual characters. There's actually a ton of additions and modifications. We've talked about a few here. There's no like singular UI screen that says warbands. It's more of like all these modifications and updates and features are like kind of wearing a big coat that says warbands on the back of it. It's how I kind of keep it straight in my head. But just to talk about a couple of those cool features, we'll actually be revisiting the transmog rules of how you acquire those appearances in the War Within. So for all of you who have... Ach geil, das heißt, du kannst mit einem Charakter alte Raids laufen, kriegst alle Transmogs. All of you who have probably had to run 4 characters through all of those legacy instances just to make sure you're collecting all the appearances, that won't be the case anymore in War Within. You'll just be able to run it with one character. Holly mentioned this already, but this is obviously one that people are looking forward to. All of our reputations as well as renown in the War Within will be shared across your entire account. Renown auch. Das heißt dann aber, wenn du mit mehreren Charakteren spielst, hast du einen Vorteil? Last but not least, let's talk about hero talents. Oh ja, bitte. So here's a quick mock-up of what the UI will look like that I think really helps explain how these integrate into our current talent trees. Really quick, let's take a look at how this will work. So there will be 3 new hero talent trees per class, and 2 will be available per specialization that you can freely choose and swap between. And also, this is another evergreen feature. This is a system that we think is going to provide a new vector of choice and customization for you and all of your classes, as well as create opportunities for us to really dig into some of those core class fantasies that are, so amazing. So Hero Talents will introduce these new, small, self-contained talent trees like you just saw in the UI. And the way I like to think about it is like, currently we have 2 types of talent points, right? We have class talent points and specialization talent points. And now in the War Within, there'll be a 3rd type called Hero Talent Points. Okay, also du kriegst quasi einen neuen Talentbaum in der Mitte, den du dann hochlevelst mit dem nächsten. This is a warrior, as you can see. Du bist ja auch erstmal nur so klein, weil du den später größer machst. machst. Trees that they'll have available: Mountain Thane, Colossus, and Slayer. And as you can see in the top left, we have Protection, who will be able to choose between Mountain Thane and Colossus. Up on the right, you see Fury. Yep, that's right. Mountain Thane and Slayer are their options, and down at the bottom, Colossus and Slayer are their options. So this is how the majority of our classes are going to look in the War Within. The exception, of course, being Druids and Demon Hunters, who are a bit special, so theirs will look a little different. So let's take a look at how you'll unlock the system, as well as how it'll feel playing through as you're leveling through. Jetzt hättest du euren Punkten alle gewonnen? So the system will automatically unlock at level 71, and it'll just kind of appear in your UI. You'll earn 1 talent point per level as you level from 71 to 80.
And there are 10 Warrior talent points Slayer. in Oh total, Gott, ey. with several choice nodes along the way. So I like to think of this as being similar to like the Legion artifact, where as you were leveling and progressing, you were making some choices along the way, but ultimately you're going to unlock the whole tree. And also, I want to be very clear here. These are extremely low friction to swap between those choice nodes, as well as to swap between the different hero talent trees. Das heißt, du kannst frei hin und her So, wechseln. this should be very analogous to your current talent trees and will follow all the same rules that you used to there. So, at the start of a raid boss, before a Mythic Plus starts, before an arena match kicks off, and anywhere in between. And to wrap us up, I wanted to show off a really quick video of what hero talents look like in action. So this is a warrior, as you can see, pop an avatar, jumping in. And this next one is that same warrior with the Mountain Thane talent tree. As you can see, Stormbolt hits multiple targets, there's a couple of cool new V effects, and a lot of other cool stuff going on there as well. I heard some oohs. Ooh. Our effects artists will be happy. So that about wraps us up for our What's Next panel. Okay, was kommt jetzt noch? Jetzt noch ein bisschen was über... We hope you really liked what you saw here, and if you'd like to know more, please join us tomorrow at the Deep Dive panel at noon, where Ian will walk you through some of what you saw today in more detail. Woo, Ian! As well as a bunch of other cool new stuff in the War Within. So thank you all so much. I hope you have a great Blizzcon. Ach so, die sind fertig nach einer Dreiviertelstunde. Never mind. Ja, das ist doch was. Ja gut, dann wird das nicht... Na, wobei... Nee, es wird eher das verstärken, was schon da ist. Ne? Also ich krieg keinen... Blizzcon 2023 would like to thank our partners. Ja. Xbox, power your dream. Ja. Danke, danke, danke. Meine Schranke. Boah, wieder viel mitzunehmen. Was haben wir gelernt? Also, Story. Story kommt ein Haufen Zeug dazu. Wir haben 3 Erweiterungen, die storytechnisch wohl hintereinander angeordnet sind, um einfach das ganze Chaos zu klären, was offen gelassen worden ist. Ich denke mal, weil sie sich gedacht haben, Kataklysm würde nicht funktionieren, die alte Welt in 1 zu überarbeiten, weil wir haben einfach viel zu viel Zeug in der alten Welt. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich peu à peu alles verändert in irgendeiner Weise. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Das könnte halt schon während des Add-ons passieren. Horde und Allianz wird wahrscheinlich immer weniger Friction beinhalten. Ich meine, sie bringen jetzt eine Allied Race, die sich aussuchen kann, wo sie hingeht. Das Einzige, was das bisher konnte, war Pandan. Je nachdem, wer auf wen getroffen ist, ne? Also wird das wahrscheinlich genauso angesiedelt sein. So, dann haben wir mehr Account-Zusammenhänge, was dazu führen kann, dass man eventuell mehrere Charaktere spielen sollte, um optimal zu sein. Und man hat mehr Talente. An sich ist das eigentlich nur eine Weiterführung der Talentbäume. Dass sie das so komisch machen, im Sinne von, man hat nur 2 von 3 zur Auswahl, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das hört sich für mich balance-technisch schwieriger an. Aber das machen sie vielleicht auch einfach nur, weil sie dann nur 2 balancen müssen, anstatt 3. Und vielleicht ist es dann leichter, weil man nur 2 Optionen gegeneinander balancen muss. Keine Ahnung. Hört sich auf jeden Fall alles erstmal wieder sehr interessant an. Ja, aber viel mehr haben sie ja nicht erzählt, ne? Außer, dass es ein 8-Boss-Raid ist und was es da für Völker gibt und so und die Story, aber... Ja, 8 neue Dungeons. Was mit Dragonflight ist, haben sie erstmal nicht erzählt. So, Mouse-Over. So, Health-Bar View. Hier irgendwo Mouse-Over? Widgets. Viel Highlight. Viel Highlight.
Okay, das ist halt, was ich angeklickt habe. So, aber Mouse Over habe ich nicht hier drin, ne? Der Weiß. Also irgendwo müsste es Weiß geben. West. Fokus Highlight? Der Fokus Highlight ist, wenn ich den jetzt im Fokus habe, ich diesen Pfeil. Ja. Warum? Hm. Ich hätte schwören können, ich kann diesen weißen Rahmen irgendwo einstellen. Oder zumindest das, ob er weiß ist oder nicht. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, Dominik, schon wieder in den 99. Hast du wieder so viel überholt? Nee. Alter, ihr macht mich ja verrückt. Hört mal auf, so viele Punkte zu sammeln. Automatisierung. Ja, das müsste gehen. Hilfbar View. Effekt bei Bedrohung. Den. Ausruhen. Ah, schaut euch das an. Also hier der Haken, der verändert auf jeden Fall, dass es da eine weiße Umrandung gibt. Okay. Das heißt, das ist in der Helfbar View drin. Das heißt, hier im Layout kann... Maus-Over-Einstellungen werden dem aber nicht vor. No shot. Ich habe jetzt rausgefunden, warum das die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Warte mal. Spiel Highlight. War das Helfbar View. Warte, man konnte hier irgendwo den Bereich definieren. Aussehen. War das hier? Wo war denn das nochmal? Halt. Ah, ich hole euch alle ein. Oh, Mara ist auf dem Weg. 5000 Punkte verloren.
Ah ne, 1000. Sei froh, dass man nicht würfeln kann mit mehr. Also irgendwo hier konnte man das einstellen. Ich bin gerade wieder zu doof, um das zu finden. Deadline View. Referenz. Hier drin. Hier irgendwo. Da. Genau, das ist quasi der Bereich, wo du ihm sagst, wähl mal bitte die die Namensplakette aus. So, wenn ich jetzt hier die Höhe auf 30 setze. Oh mein Gott, das funktioniert jetzt echt. Oh mein Gott, es funktioniert jetzt echt. Ich bin durch. Ich muss da ranzoomen. Ich sehe das nicht so gut. Ist ja geil, ey. Das heißt, ich hatte das verstellt gehabt, ich Volldepp. Ich hatte das verstellt und deswegen hat das nicht richtig funktioniert. Oh, und ich habe mich schon gewundert, woran das liegt. Ja, es guckt oben noch ein Stück raus und unten auch noch. Ich muss was anderes anklicken. Damit ich es besser sehen kann. 15? Ne, 18, ne? Was? Wie groß ist das? Muss 18 sein, ne? Jetzt ist es perfekt. Oh mein Gott, es ist so perfekt jetzt. Oh, es ist gut. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich das genervt hat beim letzten Mal, weil man kann hier quasi... Warte mal, habe ich den Bereich noch angezeigt? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervig das gewesen ist, weil du stellst hier gerade Select Target. Ist jetzt weg. Keine Ahnung, ob es jetzt weg ist oder nicht. Jedenfalls, dieser schwarze Bereich, der hier hinter angezeigt wurde, hinter der Namensplakette, ist quasi der Bereich, wo du mit der Maus rangehst und dann wählst du das Ziel aus. Warte, ich kann euch das mal beispielhaft zeigen. Ich mache das mir auf 35. Okay, man sieht es jetzt nicht so gut. Ich muss erstmal ein Target auswählen. So, es ist jetzt bei 35. So, das heißt, sobald ich hier hinten diesen schwarzen Bereich berühre, seht ihr das, habe ich das Ziel quasi im Target. Seht ihr das? So, und wenn ich es jetzt aber runterstelle auf 18, dann passiert das erst viel später. Seht ihr das? Ich kann hier wirklich fast bis ans Gelbe rangehen. Zack, bin ich im Gelben. Und was das macht, ist auch zusätzlich, schiebt es die Namensplaketten dichter zueinander. Seht ihr das? Es hat die Namensplaketten jetzt dichter aneinander geschoben. Das heißt, ich habe eine noch bessere Übersicht. Jetzt brauche ich wirklich nur noch eine Notification, ob die Dots drauf sind oder nicht. Beziehungsweise welches Ziel ich anvisiere. Dieser weiße Rahmen ist halt leider nicht so geil. So, wie kann ich den jetzt umstellen? Warte mal, welches Profil ist das gerade? General All. Okay, das muss ich mal merken. Das war hier in der Helpbar View drin, ne? Hier konnte ich das Mouse-Over ausstellen. Mouse-Over. Okay, Mouse-Over heißt, dass es angezeigt wird. Layout, Farben. Ah, kann ich es hier vielleicht? Ändert die Farben? Nee. Auch nicht.
Okay, da kann ich ihm auch nicht sagen, Mausober bitte. Ziel. Hier. Nur im Kampf. Klassenfahrt. Klammern. Also Aussehen ist weiß. Warte mal. Schwarze. Damit hat es nichts zu tun. Da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Du machst ihm Angst. Wem? Mir? Komm schon, hinten trau dich. Ach, hinten machst du Angst. Ich hol euch noch alle ein, war der beste Spruchmacher. By the way. Jetzt weißt du, warum ich nicht mehr mitmache. Ja, Dominik, deswegen hast du dich überholt, genau. Ja, das mit den Duellen war ein bisschen unfair. Beziehungsweise es ist halt super lackabhängig, ne? Aber ich hab's dann runtergestellt, ja. Aber Hitten holt schon wieder auf. Er braucht nur ein bisschen Encouragement, ein bisschen Zutrauen in sich selbst. Ich bin auf jeden Fall noch mal ganz kurz AFK und dann kümmere ich mich hier weiter um das Problem.
So, da bin ich wieder. Okay. Also erstmal. BB, danke dir, danke dir. Irgendwas Interessantes passiert. Muss wieder Lust entwickeln. Das klingt, als wärst du 30 Jahre verheiratet. Nach 30 Jahren Ehe zu seiner Frau. Ja, ich muss wieder Lust entwickeln. Silberrücken verliert nicht gern. Gegen heranwachsende Halbstarke. Würde mich selbst als mittelstark bezeichnen. So. Was ist denn die Hälfte? Die Hälfte ist halb, oder? Das ist in der Mitte. Das Saying. Oh, ich habe meine Cap weggemacht. Ist egal. Ist nicht egal. Sieht aus wie Sau. So gefällt mir gerade nicht. Den ganzen Tag eine Mütze aufgehabt. Da sieht sie aus wie gekaut. So, also was ich machen wollte, ist Folgendes. Und zwar wollte ich machen, dass meine Nameplates, wenn sie nicht die Dots drauf haben, eine andere Farbe haben. Die Sache ist die. Keine Ahnung, wie ich das mache. Geht bestimmt irgendwie. Problem ist, ich kann ja nur das Ziel einstellen. Nicht aber... Doch der Zeitpunkt gekommen, wo ich auf Later wechseln muss, um mir mehr coolen Scheiß anzeigen zu können. You erzwingen auf dem... Sehe ich gerade nicht. Und Leistungs... Okay, das wirkt auf jeden Fall so, als müsste ich mich da ein bisschen mehr reinlesen. Ich werde nebenbei mal nach einem Dungeon suchen. Und das mache ich dann nach dem Stream. Wäre bestimmt übel langweilig sonst. 26. Nee, ich will keinen 26. Oder will ich einen 26er gehen? 26er ist erstmal besser als ein 27. Ist erstmal besser als gar nichts. Aber irgendwie lässt mich das komplett zusammen cringen, was er da geschrieben hat. Ja, habe ich was zu tun. Nochmal schnell hier reingeguckt in der Zeit. Nutzer definiert Paketen. Einheit boshafter Schäben. Neu. Neue Einheit. Name. Art Einheit. Sauber. Diese benutzerdefinierten Einstellungen auf eine Namensplakette an, wenn ein bestimmter Zauber durch Einheit gesprochen wird. Ein oder mehrere Einträge mit Stichpunkt. Hier Berührung. Okay. Also ein Zauber. Freundliche Einheiten gegnerisch. Aussehen. Machen wir dann. Oh, wir färben es dann weiß. Jetzt angreife, wird es dann weiß. Symbol sehen. Einfärben nach Ziel markieren. Jetzt.
Leuchter. Leuchttyp. Aura. Ja. Ah, siehst du, jetzt geht's. Kriegt er den nämlich. Namensplakette jetzt weggemacht. Ist jetzt weg. Transparenz 0. Okay, ich muss mal reloaden. Ich nehme einfach einen anderen Topf, da dann geht. Ja, okay, also er färbt die weiß. Er färbt die weiß, wenn ich meine Dots drauf habe. Okay, das ist schon mal scheiße. Okay, das ist auch scheiße. Kann ich eine doppelte Farbe machen? Jetzt gerne andersrum. Jetzt gerne so rum, dass wenn es drauf ist, dass es dann nicht ist. Ich könnte eine Leuchtfarbe machen. Das hier weg. Ja, das würde doch cool aussehen. Das heißt, ich habe eine zusätzliche Information, ob einer die Dots hat oder nicht. Ich mag unser kleines YouTube-Team hier. Ich auch. Ich bin sehr happy, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Weiß. UFs.
Okay, das heißt, ich habe jetzt eine Notification, wenn ein Dot drauf ist. Die Frage ist halt auch, wenn der Dot nicht drauf ist, ob das überhaupt möglich ist. Okay. Egal, gucken wir uns einfach an, wie es läuft, dann werden wir sehen. Ich mag das nicht, diese Gruppe zu adden. Okay, das sieht... kann man echt wirklich schlecht sehen. Wobei, ich muss nur auf Rahmen achten, die sich bewegen. Ich glaube, ich muss die Namensplaketten ein bisschen mehr auseinander machen. Ansonsten kann ich die halt nicht rechtzeitig mouse-overn. Aber das gefällt mir eigentlich, dass ich dann eine Notification kriege, wenn der dort drauf ist. Hat was. Nochmal eine zusätzliche Info. BGP. Muss ich nur ganz schnell... Scheiße. Muss ja den zu... Habe ich kurz Angst, dass die Hyäne mich kriegt. Kann mal bitte einer gucken, in welcher Einstellung das ist? Genau, dass ich das einfach super schnell finde gleich. Einfach /TP eingeben und sucht mal dann nach einer Einstellung ganz links oben allgemein und dann Headline View, das müsste das dritte oder vierte von oben sein. Und dann... Und ne, Blizzard-Einstellung ist das. Es müsste bei Widgets sein, ganz unten. Und da müsste irgendwo eine Einstellung sein, wie weit Nameplates voneinander entfernt sind. Okay, nevermind.
Ja, die sind mir tatsächlich jetzt ein bisschen zu dicht beieinander. Boah, was habe ich dir getan? Tatsächlich auch schwerer, das mit dem Mausover zu erkennen jetzt, ne, weil es genau auf der gleichen Linie liegt wie dieses Kreisdrehen. Ne? Hm. Man kann nur X und Y einstellen. Ja, ist die Entfernung zwischen den Dingern. Egal, ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Namensplaketten. Da, Überlappung. Vertikale Überlappung. Vertikal, horizontal, horizontal. 110. Was? Scheiße. Lappen die noch mehr als vorher, ne? Also das muss dann auch auf 80% wahrscheinlich, ne? Scheiße. Das ist einfach ein großer Blob an Nameplates. Was stelle ich ihn dann jetzt ein? '80 und 80? Wunderschönen guten Abend, wünsche ich dir auch, Matthias.
Kann mal bitte einer testen, was das genau macht? Weil das ist ja gerade komplett scheiße alles. Muss das über 100 oder muss es unter 100? Oder guck mal, bei was es bei euch eingestellt ist. Also hier war 80, hier war 110. Einfach in die Nähe von irgendwelchen gelben Mobs gehen und das mal ein bisschen hin und her stellen und gucken, wie sich die Balken verschieben. Müssen aber mehr als ein gelber Mob nebeneinander sein. Die Nameplates in Waldracken bieten sich ganz gut an, weil die ja konstant nebeneinander stehen. So wie es jetzt ist, ist es unerträglich. Und er geht in die nächste Gruppe. Ja, vergesst es, ich guck selber noch. Könnte so viel Schaden machen. Wenn das nicht wäre. Das ist keine Elfurious Sweatplates. Ich habe doch schon gesagt, das ist kein Problem, Matthias. Bis gerade eben konnte man mir noch helfen und wurde reingeguckt, aber es wurde nur irgendwas geredet, was mir nicht hilft. Also hätte man sich die Zeit auch sparen können. War halt dringend, also. Ich hatte das halt mal so viel erklärt, aber wahrscheinlich hast du das alles vergessen. Kann halt leider gerade nicht beides gleichzeitig machen. Gerade einfach nur eine super miserable Situation. Macht gerade einfach absolut gar keinen Spaß.
Ich will einfach nur wissen, ob eine kleinere Zahl die Nameplates weiter auseinander schiebt oder... Ist egal. Gut, dass ich es erklären musste, dadurch konnte ich nicht C10 gehen. Ich weiß auch nicht, warum ich noch rede, ehrlich gesagt. Ich habe doch gerade gesagt, ich hatte doch gerade gesagt, es ist egal. Es ist egal. Warum fängt man diese Scheißdiskussion mit mir dann nochmal an? Nur damit ich nochmal extra rausgebracht werde? Toll. Wirklich toll. Einfach zuhören, bitte. Und nicht gegen mich arbeiten. Wäre sehr schön. Nee, das ist es. Das hier ist es. Stefan, was gut aus dir spricht, gerade die Frustration, ja. Ja, es ist aber auch so, dass ich halt sage, es ist gut und man muss es dann unbedingt erklären und rechtfertigen und das macht es dann nur schlimmer. Man hört halt nicht, was ich sage, sondern denkt sich halt, ich brauche irgendwas Spezielles. Obwohl ich eigentlich genau gesagt habe, was ich brauche, kriege ich genau das eben nicht. Ich höre es nur tippen nebenbei wieder. Ich weiß, dass wieder direkt nur der nächste Schritt in die weitere Diskussion ist. Unnötig. Und natürlich bin ich frustriert. Weil die erste Sache, die ich gekriegt habe, war XY. Was da nicht steht. Da hätte ich gerade noch Zeit gehabt. Genau in dem Moment. Ich hätte gar nicht erst in den Dungeon gehen sollen. Ich habe auch nicht gedacht... Was ist denn das schon wieder? Seht ihr das hier? Das kann nicht das sein. Ja, jetzt geht's. 110 ist es. 110 sieht gut aus. Aber bei 110 reicht wahrscheinlich noch nicht mal. Man muss halt das System dahinter verstehen, ne? Das ist halt die Überlappung. Und wenn du eingibst, das ist halt eben das Unintuitive, das ist halt eine Blizzard-Einstellung. Das ist halt noch super alt. Bin aber auch zum Teil frustriert, dass es nur ein 26er. Ich hätte solche Experimente gar nicht erst in den 27er gemacht und ich weiß, dass ich wahrscheinlich eh noch einen 27er zusätzlich laufen möchte. Das heißt, das hier ist nur eine zusätzliche Zeitverschwendung. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Aber ich bin gerade auch mehr sauer auf mich selbst als auf irgendwen sonst. Aber wenn Sophie mir nicht zuhört, dann... Das macht mir noch zusätzlich. Das frustriert mich dann noch obendrauf. Und dann bin ich doppelt frustriert. Das weiß sie auch. Aber ihr Instinkt ist halt, sie will was machen. Sie kann nicht einfach nichts machen. Obwohl das genau das ist, was ich sag. Man kann halt jetzt gerade nichts ändern. Das heißt, jetzt heißt es sich konzentrieren und ruhig bleiben. Und dann ist halt schwer, was da zu tun. Wir haben immer noch eine bessere Zeit als die Gruppe vorhin. Vorhin? Ne, gestern war das, ne?
Bin auch noch nicht zufrieden mit dem Moving. Bin nicht zufrieden damit, dass es weiß ist. Bin nicht damit zufrieden, dass... Aber wobei, Abstände war ich jetzt gerade eben kurz doch zufrieden. Also mal sehen, ob das gleich noch immer zufriedenstellend ist oder nicht. Ich hasse halt auch meine Performance in diesem Dungeon einfach so sehr, ey. Beast on Mount. Ja. Gott, was haben wir für ein geiles Timing gerade? Die Instanz lacht uns gerade aus, einfach. Wir haben gerade ein gutes Pattern. Ja, trotzdem der erste Dungeon, den ich die Woche schaffe. Bin noch nicht ganz zufrieden mit 110. Ich glaube, ich will 120 haben. Reicht immer noch nicht. Das ist immer noch viel zu geklumpt hier, ihr seht das, ne? Ich weiß aber auch nicht, wie ich das testen soll.
Vor allem der Castbalken, ne? Also die Lebensbalken scheinen jetzt voneinander getrennt zu sein, aber der Castbalken darunter nicht, ne? Das überlappt halt, der Wutsturm überlappt halt mit dem anderen Lebensbalken. Ich hätte schwören können, dass das sich von alleine justiert hat. So, ja. Irgendwas klappt hier gerade nicht. Ach, war das gerade eine Gurt? Mit Wasser? Hm. Aber ich weiß jetzt zumindest, dass es funktioniert mit der Namensplakette. Ich mag aber auch das Leuchten nicht. Eigentlich würde ich es cooler finden, wenn... Will ich die gesamte Namensplakette weiß leuchten haben? Das ist eben der Punkt. Das kann man halt sofort erkennen, ne? Aber mit Bedrohung ist dann halt nichts mehr. Und was mich noch interessiert ist, ob ich eine Negativ-Condition hinkriege. Weil eigentlich würde ich das halt cool finden, wenn alle weiß sind. Standardmäßig. Und sobald sie meine Dots haben, haben sie die ganz normalen Farben. Aber ich fürchte, das ist nicht möglich. Mach doch bitte das Pack zuerst. Tanks, die so machen. Also ich wirklich.
Great job. Geil. Das war unnötig knapp. Jetzt sind meine CDs perfekt für die nächsten 2 Totems da. Dann haben wir den KR für die letzten 2. Unnötig knapp. Jetzt noch KR und dann ist gut. Kann ich BLen oder was? Hätten wir mal früher BL gezogen, auf den Boss durchgezogen, dann wäre das Totem gar nicht jetzt gespawnt. Uns fehlen noch Prozente, lol. Nur noch 1 Minute. Alter, das wird nochmal eine knappe Kiste. Der Mob hat ganz gut Leben. Eieiei. Unfassbar. Unfassbar. Wenn wir beim zweiten Boss nicht so doof gestorben wären, dann wäre das nicht so knapp geworden. Aber ein Glück haben wir es noch geschafft. War nie knapp, ja. Jetzt habe ich halt auf jeden Fall safe nächste Woche einen 26er Key. Sonst hätte ich nächste Woche nur einen 25er gekriegt, wenn ich diese Woche nichts gemacht hätte. Aber ich hätte halt gerne einen 27er Key nächste Woche. Ah. Muss ich diesen Bums erstmal einstellen, sonst kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Bin dann mal weg für heute Abend. Schönen Abend euch allen noch. Dominik. Ja, mach's gut. Bis morgen dann. TP. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Okay, also man sieht es auf jeden Fall, ne? Die Überlappung ist größer dadurch. Aber ist trotzdem noch sehr, sehr dicht, ne?
Alles nur wirklich den anklickbaren Bereich. Wieso kriege ich die nicht weiter auseinander, Alter? Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, die Namensplaketten auseinander zu Okay, also wenn ich beides auf 150 mache, dann ist der Abstand vernünftig. Anscheinend. Maybe. Na gut. Das muss ich testen auf jeden Fall. Dann muss ich noch ja unbedingt das mit der Farbe testen, ne? Button. Leuchteffekt. Oh. Ah, okay. Die Frage ist, wie sieht das denn aus? Also dann nehme ich jetzt, warte mal, Leuchteffekt bei Bedrohung. Das ist ein Leuchteffekt. Pixel. Okay, also mache ich das so. Ja, jetzt hat er beides. Will nicht, dass er... Schon wieder so dicht beieinander alles hier, ne? I don't know. Leuchteffekt bei Bedrohung.
kriege ich das nicht hin, dass die weiter auseinander sind? Müsste doch eigentlich möglich sein, oder? Genereller Abstand oder sowas? Leistenhöhe 19. Ich meine, ich könnte halt eine größere... Ach, dafür ist das gedacht. Wenn ich das hier mache... Ah, schaut euch das mal an. Ah, okay, das ist ja clever. Also, normalerweise ist es halt so, ne? Zeige euch mal, wenn ich das hier breiter ziehe. Blizzard-Einstellung, Konfigurationsmodus. Mach's mal breiter, dann seht ihr diese... Ich muss einer... Hier da, jetzt seht ihr diese Breite, ne? Normalerweise ist es halt, also stellt euch vor, dass die Breite hier zu Ende ist, ne? Ich habe es jetzt nur um euch das zu veranschaulichen gemacht. Also stellt vor, diese Breite ist eben, die hört hier auf, aber hier oben, sagen wir hier oben, der Rand hört auf. So, jetzt haben wir aber da drüber Dots und darunter haben wir jetzt aber einen Cast-Balken, weißt du? Das heißt, wir machen das größer, damit wir oben die Dots drin haben. Und unten den Cast-Balken. Und wenn wir quasi in die Nähe von dem Cast-Balken drücken oder in die Nähe von den Dots, dass wir dann auch den Nameplate anwählen. Ja. Mache ich das hier wieder kleiner. War das 122, glaube ich, ne? So, 122. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass da Dots drauf sind. Na, das heißt, der Cast-Balken, der geht hier unten lang. Kann man einen Zauberbalken einstellen, so aus Spaß. Zauber, bin ich doof. Ich habe hier irgendwo Zauberleiste. Auf dem Ziel umschalten. So, genau. Da seht ihr jetzt die Zauberleiste und ihr seht hier unten ist dieser schwarze Bereich, der überlappt unten nur so ein ganz kleines Stückchen. So, was man jetzt machen kann ist, man geht in die, was war glaube ich hier, Blizzard-Einstellungen? Ne, war nicht hier in die Blizzard-Einstellungen. Wo war es gewesen? Genau, hier. Health by View. So, und hier kann man jetzt das verschieben in diesem schwarzen Bereich, wenn man so will, ja? Das heißt, ich schiebe das jetzt einfach hier runter. Und wenn ich jetzt Dots drauf mache, dann sind die Dots oben auch fast komplett drin. Ich könnte es jetzt noch größer machen. Ich mache das mal. Ich mache das jetzt noch ein Stückchen größer. Das geht während alles. $67. 67 ist wahrscheinlich zu viel. Machen wir mal 60. Genau 60 und jetzt schieben wir es noch mal ein Stückchen runter. Machen noch mal Dots drauf und gucken noch mal. Okay, und jetzt schließt das oben ab. Vielleicht macht hier sogar -9 noch ein bisschen mehr Sinn. Macht es? Ich muss es breiter ziehen, damit ich es vernünftig erkennen kann. Ja, es ist so ganz leicht über dem Blau und es ist unten hinter dem Rot. Aber da oben die Zahl noch rausguckt und unten das Wort noch, ist es so, denke ich, okay. So, das bedeutet, wir haben jetzt den Bereich definiert, wo wir das Nameplate anklicken wollen, also auch da drüber. Ja? So, das heißt, wir machen hier wieder die 122, weil breiter brauchen wir ja nicht.
So, und jetzt können wir ihm sagen, hey, wir wollen aber keine extreme Überlappung haben. Wir wollen gar keine Überlappung quasi. Ne, gar keines Quatsch. Wie viele wollen wir denn, ist die Frage. Also nur 30% ist schon so wild. So, weil da noch 150 ist, oder was? Was ist denn mit 80 und 80? So, 80 und 80 seht ihr. Ihr müsst euch jetzt hier einen schwarzen Balken drumherum vorstellen. Das ist ein sehr großer Bereich, ne, den das abdeckt. Ein sehr großer Bereich, den das abdeckt. Und dass da jetzt 80% Überlappung heißt, dass quasi 20% des Bereichs überlappen mit dem anderen Bereich. Das macht es halt ein bisschen tricky, je nachdem, welchen man von beiden auswählt, ne? Weil ihr seht das hier, sobald ich hier hingehe, bin ich quasi in dem oberen. Na, hier genau das gleiche. Oder ist es die gesamte Entfernung? Wo man dichter dran ist, wird ausgewählt. Es könnte auch sein, wo man dichter dran ist, wird ausgewählt. Wenn man zwischen zweien ist. So, ist halt jetzt die Frage, will ich den Bereich so haben? Oder will ich es anders haben, ne? Ich denke, ich will es ein bisschen kleiner haben. 45. Und dann schiebe ich das noch ein bisschen tiefer. Quasi die Hälfte davon. Oben auch die Hälfte haben. Ich will die Hälfte von der Zauberleiste und ich will die Hälfte von dem Dot oben haben. Ich weiß nur nicht, wie viel der Dot oben ausmacht. Das ist ungefähr die Hälfte. Kann das so ja, beieinander sind. Sieht aber schon so aus, oder? Wäre der Dot da ungefähr in der Mitte. Bei dem schwarzen Strich da. Und hinkommen, ne? Ja, und so müsst ihr euch das vorstellen. Ich habe das Add-on die letzten Jahre immer wieder eingestellt und immer genauso wie jetzt auch. Rumgetüdelt, rumprobiert und überlegt, wie kann ich das machen, wie kann ich das machen. Und dann halt getestet, ne? Ob es halt dann im Endeffekt am Ende sich geil angefühlt hat oder nicht. Ist halt manchmal schwer einfach zu sagen, weil man natürlich in der Situation selbst erstmal gucken muss, okay, ist es jetzt überhaupt so geil oder nicht? Aber auf jeden Fall verstehe ich jetzt, warum ich es verschoben hatte. Jetzt bei -7. So, jetzt muss ich nur noch einmal überlegen, wie weit will ich die jetzt zusammen haben. 100? Die sind sehr weit auseinander, ne? Wenn ihr euch das jetzt anguckt. Fast so wie es früher war. Das heißt, das ist für mich nicht okay. Das heißt, ich will hier kleiner haben. $36. Okay, das ist jetzt 30. Vorher war ich bei 18, ne? Das heißt, ich habe jetzt ganz leicht oben drüber. Unten ist abschließend. Genau. Können es ein bisschen verschieben, dass es ein ganz kleines bisschen nach unten geht. Ich glaube, das ist auch sogar Standard so von Shredplates eingestellt.
Ja, da kann man, ja, 0, ne? Ja, da kann man mal sehen, wenn man rumprobiert, kommt man vielleicht irgendwann da an, wo man am Anfang war, ne? 80. Wäre jetzt aber ein Fehler. 100 ist auch ein Fehler, 110. 120, 120. Ja, das fühlt sich richtig an. So, dann blenden wir es mal aus wieder. So, und dann habe ich es jetzt so, dass wenn ich hier rüber gehe und dicht an den anderen dran gehe, dann kann ich den dotten. Dann wird der weiß. So, dann bleiben die weiß. Ist halt trotzdem noch, ne? Ist alles hintereinander. Ich könnte jetzt machen, dass ich die Dots entferne. Dass ich die Dots nicht mehr sehe. Weil ich habe ja das Weiße theoretisch. Na, das heißt, ich könnte theoretisch jetzt nur über die Farbe spielen. Interessiert mal, wie der Bedrohungseffekt aussieht. Es wurde nämlich gesagt, es gibt dann einen Bedrohungseffekt. Er haut mich. Ich sehe keinen Bedrohungseffekt. Seht ihr einen Bedrohungseffekt? Ich sehe keinen Bedrohungseffekt. Das heißt, ich muss nochmal gucken, ob man dann nämlich nicht die generelle, hier das Bedrohungssystem generell einstellen muss in irgendeiner Weise. Skalierung nach Bedrohung. Nee, Skalierung nicht, Transparenz auch nicht, Texturen auch nicht. Oh, warte mal, Texturen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt Aggro habe, angezeigt, unten. Warum wird jetzt nichts angezeigt? Wahrscheinlich, wenn ich in der Gruppe bin oder so, wird das angezeigt. Und nicht, wenn ich alleine bin. Okay, ich muss das hier mal alles rückgängig machen. Mir gerade wieder auf. Okay, das ist noch gleich. Gut. Also ich muss jetzt General 1.1 angeben. Mache jetzt neu. General All Klammern 1.2, weil es jetzt die neuere Version ist, ne? Kopiere ich mir von General 1.1. So, und dann gehe ich auf General 1.1 und kopiere mir das von Sun All. Wieder auf General 1.2. Und das kann ich dann wieder anpassen. Ton an, Farben aus. So, jetzt habe ich keine Farben mehr. Das ist halt die Frage, weil das die Augeneinstellung ist, ich weiß nicht, ob die charakterspezifisch war. Man konnte ja nämlich Sachen filtern, übers blockieren.
Hier einfach auf Zulassen. Ich könnte doch einfach die aufs Ausstellen. Aus. Das Problem ist halt, dass man dann nicht mehr sieht, wenn man sie auffrischen muss, ne? Wenn sie kurz vorm Auslaufen sind. Das ist halt ein Nachteil. Geil wäre natürlich, wenn man ihm sagen könnte, hey, wenn die nur noch 3 Sekunden haben, zeig sie mal bitte an. Maximale Augen hier. Was haben wir denn hier? Symbolbreite, vertikaler Zwischenraumrand, Schriftart. Positionierung innerhalb, Anzahl der Stapel. Schriftgröße. Weil man könnte sie kleiner machen, ne? In der Theorie. Die sind jetzt ziemlich groß. Wird das nicht? So, weil ich hier auf Zulassen gegangen bin. Modus. Angezeigt. Können natürlich welche blockieren, ne? Wie der hallende Leere zum Beispiel. Und Schattenwort Schmerz könnte ich auch machen. Weil der Schattenwort Schmerz werde ich für den nächsten Patch brauchen. Sollte ich jetzt vielleicht schon drüber nachdenken. Layout Debuff. Kleiner machen. Ich habe gerade die Idee, ich könnte die auch einfach links machen. Nur Vampirberührung und nur links? Brauche ich andere, die was auf den Gegnern sehen? Links ist halt das Mark, ne? Also links ist halt ein Totenkopf. Den könnte ich halt dann noch oben machen, ne? Theoretisch. Wenn die halt casten, ne, dann haben sie... Schwierig gerade. Finde ich aber eine coole Idee eigentlich. Wenn man die einfach nach links macht. Mal, wo der jetzt ist. Da mache ich mal einen Screenshot von. Mitte. Da. Eigentlich ist das smart, das daneben zu haben, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Ich muss mal ganz kurz nochmal das Footage angucken von dem Dungeon gerade eben. Und dann kann man ja Troubleshooting-mäßig eigentlich rausfinden, ob sich da was finden lässt, was cool ist oder nicht. So, wartet mal. Ich will es gleich mal kleiner machen hier. Oh, das ist mal gut genug. Gucken wir uns mal im Dungeon nochmal an, wie das gelaufen ist. Also. Sondern der. Hier. Also ich habe da oben habe ich einmal das Raging-Symbol.
weil die alle wütend sind. Das ist für mich in irgendeiner Weise relevant. Und dann rechts, Peitscher beschwören, haben sie irgend so ein Symbol. Juckt mich das Symbol? In irgendeiner Weise. Eigentlich bin gerade am Überlegen, ob ich dann sogar die Farbe brauche auf dem Nameplate, weil wenn ich könnt ihr einfach machen, dass die Marks, also Totenkopf und Co., sind dann quasi einfach die Farben der Nameplates, also das weiße Ziel ist dann weiß, das rote Ziel ist dann rot, bla 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 und so weiter und so fort. Stern ist gelb. Und dann mache ich einfach die Buffs, die Debuffs, die ich auf den Gegner raufsetze, mache ich nach links. Und die Buffs, die der Gegner hat, die kommen nach rechts. That's it. Überlegt nochmal gerade, wo der CC war, ne? Der CC war auch immer rechts. Aber hier in der Instanz ist nichts CC, ne? Auch ganz am Anfang. Mit dem Sleepwalk. Ne, wo wir da dran vorbei sind. Hier, jetzt gleich. Sleepwalk. Da. Eigentlich ist das ein CC-Effekt, den ich sehen müsste. Eigentlich müsste ich es da sehen. Wenn ich jetzt einen Gegner shackeln würde zum Beispiel. Oder Mindsuff sehe ich ja auch da oben drauf. Also Mindsuff ist ja ein Debuff. Ich mache ja keinen Mindsuff auf den Gegner rauf, wenn ich da Dots drauf habe, oder? Oder zur Not stackt das dann halt mit dazu. Das zählt einfach als Debuff, ne? Mindsuff ist einfach ein Debuff. Das heißt, der CC wird dann auch einfach ein Buff sein, ne? Der halt extra an der Seite steht. Das ist ja gerade eine Idee. Okay, das heißt ja dann in Theorie innerhalb. Nee. Schade, dass man sich ja keine Sachen einblenden lassen kann, sondern dass man es immer ausprobieren muss, wo jetzt was ist. Okay. Fangen wir erstmal an mit dem nicht Ziel-Highlight, sondern wie heißt das? Totenkopf-Symbol hier. Totenkopf-Symbol. Das ist hier Elite-Mob, das ist quasi ein Boss. Nee, das ist dann nicht. Zielmarkierung, ist es das? Ja, das ist es, okay. Das heißt, das ist alles. Nur das Umstellen. Das heißt, wenn ich es jetzt Totenkopf markiere oder Kreuz markiere oder grün markiere, dann ist es eben die jeweilige Farbe. That's it. Der ganz normale Mob ist gelb. Weiß ich noch nicht, ob ich das so lasse oder nicht. So, und wenn ich meine Dots draufsetze, mache ich den nicht weiß. Also dann brauche ich nicht hier mitarbeiten. Da brauche ich. Mach mal erstmal einschalten nie. Dann habe ich es erstmal. Und ich kann es ja dann benutzen, wenn ich es brauche oder nicht. So, das heißt, das andere, was ich jetzt noch ändern möchte, sind die Dots. Die sollen an eine andere Stelle kommen. Ohren. Symbolmodus. Ne, hier Layout. So. Das muss weiter nach links. Sagen wir minus 20. Und dann gucken wir mal. Okay, das ist tatsächlich unten. Okay. Hier minus 20. Null. Das
das auf minus 30. Das sehe ich jetzt eigentlich nur den einen Dot. Ja, 2 rauf. Ah, weil die nach rechts gehen. I see, I see, I see. Das heißt, das muss ich theoretisch umkehren, in welche Richtung die aufgehen. Hier. Horizontale. Nee, ich will es von rechts nach links, bitte. Okay, das heißt, er hat es jetzt wieder ganz woanders hingeschoben, oder was? Muss ich es jetzt doch auf 0 und 0 setzen? Okay, wenn ich es auf 0 und 0 setze, dann ist es nicht cool, deswegen mache ich es auf 4. Hier reicht auch nicht, ich muss minus 4 machen. Jetzt weit genug weg von dem Grün? Ja, ne? Okay, das gefällt mir jetzt schon mal sehr. Ich glaube, ich mache minus 5. Ganz kleines weiter weg. Hier, guckt euch das an. Das ist ein Stun. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich damit umgehen werde dann in ferner Zukunft. Eventuell muss ich das noch weiter weg machen. Ich muss auch gleich mal gucken, wie das ist, wenn ich Agro habe. Wo dann genau das ist. Also wo dann genau diese roten und gelben Anzeigen sind. So, aber alles brauche ich jetzt auch gar nicht sehen. Zumindest hier auf dem Priester. Das heißt... Okay, nee, das heißt erstmal gar nichts. Wir stellen erstmal die anderen Sachen ein. So, Headline View. Da bin ich ja gerade überfragt, was das ist. Headline View. Headline View ist eh aus. Aussehen. Spielanzeigen, Fokus an. Ah, das ist Headline View. Das ist also, wenn ich mit der Maus rüber gehe. Oh mein Gott, hier kann ich vielleicht anstellen, dass das anders aussieht. Okay, hier ist Headline View. Habe ich noch woanders Headline Einstellung? Automatisierung, Sichtbarkeit. Skalierung, Headline View. Mausover, hier kann ich skalieren. Farben. Mausover. Kann ich denn Mausover eine andere Farbe? Also hier ist auf jeden Fall Headline View. Ja, das ist aber immer lustig, ne? Und ihr könnt euch dann einfach das Profil runterladen und müsst euch damit nicht auseinandersetzen und euch überlegen, was eine coole Idee wäre. Ja, Mausover verstehe ich gerade tatsächlich nicht. Also ich habe eine Highlight-Textur, die ich da einstellen kann. Gute Sache, ja. Gute Sache. Die Kopfschmerzen habe ich und ihr profitiert davon. Das ist doch Arbeitsteilung. Toll ein anderer. Wie sagt man? Teamleistung. Toll ein anderer macht. Ich schwöre, dass man das irgendwie... Also ich bin mir sehr sicher, dass man das irgendwo einstellen kann. Ich weiß.
Aber ich kann ja hier auch nichts einstellen, ne? Ich kann hier nur sagen, wer hat die Headline View? Hier könnte ich Transparenz und Skalierung übernehmen in der Headline View. Das heißt, wenn ich ihm zum Beispiel sage, hab in der Headline View die Leute, die du im Visier hast, mach die 20% größer. Dann könnte ich mit Maus over rübergehen und dann werden die auch 20% größer. Aber das will ich ja nicht. Farben kann ich hier leider nicht einstellen. Völlig. Kann ich Sachen automatisieren? Namen? Line View? Komplett lost in den Einstellungsmöglichkeiten. Manchmal ist es auch nicht verkehrt, wenn man dem Ganzen nochmal einen Tag gibt und das sacken lässt. Aber brauche ich jetzt erst. So, was ich jetzt erstmal brauche, ist, ich muss die Auren, und zwar die Buffs, muss ich jetzt noch einstellen. Ja, genau, Macht des Herausforderers habe ich drin. So, Symbolmodus. Layout. Minus 10 hat er. Kriege ich das eigentlich angezeigt? Da ist Crowd Control. Da ist Crowd Control. Layout. Layout links nach rechts. Okay. Rechts dann. Ah, jetzt wird Schuh draus. Ich denke, ich mache das dann über die Debuffs, ne, dass ich das alles einstelle. Anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich es machen soll. Also das jetzt ist meine Debuff-Einstellung. Minus 5 und 0 und 0. Ich mache jetzt sicherheitshalber, mache ich hier jetzt exakt dasselbe. Minus 5. Oder mache ich das nicht? Nö, ich lasse das einfach so, wie es vorher eingestellt war. Dann vergesse ich das nämlich nicht. Das ist vielleicht eine gute Idee. Oben war hier, ne? Glaube ich. So. Jedenfalls, wenn ich jetzt nach rechts gehe, ich mache 5 draus. Dann genau da rechts. Ach, weil er rechts nach links geht. Okay, wenn ich links nach rechts mache, dann ist er da. Ja, also ich kann das genauso nutzen, nur auf der anderen Seite dann. Die einzige Sache ist die, ich weiß nicht, was ich mit dem CC machen soll. Will ich mehr als einen Buff da sehen können? Bringt mir das? Oder will ich den CC ganz woanders hin haben? Ich weiß halt nicht, ob ich eine vernünftige Reihenfolge hinkriege, weil wenn ich eine Reihenfolge hinkriege, zum Beispiel, dass ich sage, okay, wenn der CC da ist, dann ist der CC an zweiter Stelle und es ist maximal ein Debuff da, aber das sind dann auf jeden Fall dispellbare Debuffs, also ob es da so eine Priorisierung gibt, weil dispellbare Debuffs will ich ja sehen. Ob der sonst 5 oder 6 Debuffs hat, ist mir eigentlich persönlich egal, außer vielleicht... Ja gut, das ist nicht unbedingt... Als Tank ist schon geil zu sehen, wenn alle Mobs enragen um dich rum, dann weißt du so ein bisschen, okay, jetzt kommt hier gleich richtig Schaden.
Aber dann sind die ja auch nicht CC'd, oder? Sind Mobs CC'd dann, wenn sie Debuffs drauf? Ja, nur wenn ein Stun ist, ne? Das ist halt doof, ne? Wenn der Stun kommt. Vielleicht muss ich den CC dann in die Mitte des Bildschirms machen bei dem Ad. An eine andere Stelle. Okay, einigen wir uns erstmal darauf. Also Debuffs sind -5 auf der linken Seite und es ist von rechts nach links. Und Buffs sind von rechts nach links. Und zwar rechts auf 5. Und vertikal ist 0. Und jetzt müssen wir noch gucken, wo das Crowd-Control-Ding hinkommt. Ah, hier kann man Sachen sortieren. Von A bis Z sortiert. Wählen oder reinigen Leuchten. Ja. Genau. Sortierungsreihenfolge ist A bis Z. Wieso ich das ausgewählt hatte, aber ich hatte ein paar verschiedene Sachen ausprobiert. So, Crowd Control Layout. Links nach rechts. Ne, Moment, rechts nach links ist falsch. Links nach rechts. Genau, rechts nach links, also von rechts nach links. Das ist von links nach rechts, von links nach... Ja, Crowd Control. Crowd Control ist rechts. Eigentlich in der Mitte. In der Mitte. In der Mitte. Einfach in der Mitte. Innerhalb? Ja, natürlich innerhalb. So. Wo kann ich jetzt Crowd Control üben? Erstmal gucke ich mir das an, wie das aussieht. Okay, cool. Habe ich die ganzen Debuffs auf der linken Seite. Das ist sick. Das ist sick. Aber dann will ich nicht von A bis Z, sondern ich will von Z bis A. Das sieht doch cool aus, oder? Ah, es ist ein bisschen, die sind ein bisschen breiter, ne? Als die Nameplates. Also nach oben, nach unten. Ah, das ist das gut? Ja, das ist, also mir gefällt das auf Anhieb sehr. Bin nur gerade am Überlegen. Bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich es andersrum mache. Ob ich die Debuffs auf die rechte Seite mache und die Buffs auf die linke Seite mache. Ob das für meinen Kopf einfach schöner ist. Weil ihr müsst das jetzt so verstehen. Für mich war es immer so, ich hatte die Debuffs hatte ich eigentlich immer lange Zeit hier gehabt. Und die Debuffs und die anderen Sachen auf der linken Seite. Und ich habe das jetzt erst kurzerhand getauscht. Und ich glaube, mir würde das andersrum besser gefallen tatsächlich. Ich werde das jetzt deswegen mal andersrum machen. Also ich werde das hier tauschen. Hier das Crowd Control. Rechts nach links. Und auf -5. Und auf links. Und dann hier bei Debuffs werde ich auf rechts gehen. 5 gehen. Und links nach rechts. Genau, heißt auch in Zentrieren. So, genau, jetzt habe ich da meine Debuffs. Das sieht schon cool aus, oder? Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Hat was, ne? 2 Reihen. Will ich 2 Reihen? Nein. Okay, sieht gut aus. Ja, jetzt
Jetzt ist die Frage, ne? Der Crowd Control, der kommt dann in die Mitte. Den muss ich mir dann jetzt noch angucken. Den muss ich mir jetzt noch angucken und dann werde ich ein Shadow-Only-Profil erstellen, wo ich dann die Fähigkeiten begrenze. Auch ein Untoten. Wie ich denn jetzt einen Untoten her? Shadowlands, wa? Necrolords. Ich kann mich da einfach hin teleportieren. So. Mach's jetzt einfach erstmal. Zack. So, und da muss ich nur was jetzt sehen. Und hier werden doch Untote laufen. Aber wenn die Mobs nebeneinander sind, hast du doch das gleiche Problem wie untereinander. Die Nameplates sind ja nie nebeneinander. Ja. Killer, wa? Oh. Jetzt ist die Frage. Kann ich das irgendwie nach vorne holen? Dass ich das im Vordergrund sehe? Verankert an Gesundheitslast? Innerhalb? Ist innerhalb. Das heißt. No way. Kann mir hier so eine Leiste. Wie das ist. Ja. Ja, das ist jetzt halt doof. Verankerung links innerhalb. Die Bezeichnung. Oh. Anzahl der Stapel. Also hier kann ich die Anzahl der Stapel, die Positionierung. Warte mal, Positionierung. Achso, nee, ist wieder Anzahl der Stapel. Anzahl der Stapel, Dauer, Bezeichnung, Leistenstil, Format, Versatz, Symbolmodus, Stil,
Dauer. Positionierung, Anzahl der Stapel. Ich sehe da nicht, dass ich irgendwo die Höhe oder die Tiefe einstellen kann. Zu den restlichen. Seht ihr, was ich meine? Also, dass man es in den Vordergrund holen kann, quasi. Sondern dadurch, dass das an die Gesundheitsleiste... Das ist doch smart. Ich kann das an die Debuffs heften. Oder ich hefte es einfach an die Buffs. Ich hefte es einfach an die Buffs und sage, es soll links davon sein? Mit was für einem Versatz allerdings? Die Frage. Okay, kriege ich da einen Debuff rauf, ohne den zu grillen? Nee. Mache ich das jetzt? Nee, Moment. Ich brauche einen Mob, der sich bufft. Ich brauche einen Mob, der sich bufft, den ich dann CC'en kann. Diese Skelette da hinten können das, glaube ich, aber ich fürchte, die sind alle humanoid, ne? Die machen sich, glaube ich, ein Schild drauf. Hier habe ich so viel eingestellt gehabt in Shadowlands das letzte Mal mit Sweatplates, deswegen bin ich hierher gekommen. Weil du weißt, dass hier. Sind aber auch irgendwie nicht die richtigen Mobs da. Haben die mit einer Weltquest zu tun oder so? Müssten so Caster-Mobs sein eigentlich. Bin ich hier? Bin ich. Ja, doof. Nicht sonst noch welche, die sich. Nichts, was ich sehen kann, wahrscheinlich. Ah, okay. Jetzt sehe ich zum Beispiel schon mal dass ich Agro habe Part. Das fühle ich schon mal sehr. Das fühle ich schon mal wieder gar nicht, wie das jetzt aussieht. Na, ihr seht das. Sowohl das Icon von dem Cast hat mich genervt, als auch das mit dem Agro-Ding, dass das überlappt hat. Hat mich genervt. Das heißt, ich brauche einen Abstand. Ich brauche einen größeren Abstand. WA. Nee, warte, brauche ich gar nicht. Oder doch, brauche ich? Ich könnte halt weiter über die Farben gehen, wegen Agro. Und muss mir dann nur was wegen den Markierungen überlegen, wegen Totenkopf und Co. Ja, du findest eine Sache und dann ist das nächste direkt das Problem. So, also Zauberleiste, genau. Ich will jetzt hier, will ich ein Zaubersymbol haben? Nein, ich will kein Zaubersymbol haben. Wie kann ich das ausstellen? Aussehen, Zaubersymbol aus, bitte. Ja, das ist alles okay, wie das ist. So, dann machen wir wieder nicht Totenkopf-Symbol, sondern Zielmarkierung war das ja, glaube ich. Ich will es wieder in Health Per View sehen. Genau. So, jetzt überlegen wir uns, wo wir das Totenkopf aufhaben werden. Okay, das können wir überlappen lassen. Das heißt, das könnte man theoretisch hier hinten irgendwo hinpacken. Da, wo es nicht so richtig stört. Und macht es dann einfach noch ein bisschen kleiner. Das wäre eine Möglichkeit. Ich meine, ich kann es auch theoretisch nach links machen, das eigentlich. Stört es vielleicht noch weniger. Größe 20. Dann hier noch nach unten.
das ist Headline View. Wen juckt denn Headline View? So. Ist so okay? Was meint ihr? Kann man das so vernünftig sehen? Ne, ich glaube noch einen rüber. 69? Ne, 67. So sieht's gut aus, glaube ich. Screenshot gemacht, rangezoomt. Und dann mal geguckt. Ja. Das sieht so ganz gut aus. Oh, warte mal. Jetzt müssen wir noch andere Symbole ausprobieren. Blau müssen wir vor allem ausprobieren. Ja, seht ihr, das überlappt nämlich mit dem G dann. Ah. Können es noch einen kleinen Ticken kleiner machen? Können es noch einen kleinen Tickchen. Jetzt noch ein Tickchen weiter unten. -3. 6 minus. -2. Dann brauchen wir wieder einen Screenshot, damit wir wieder anzoomen können. Ja. Achso, Bedrohungssystem. Texturen muss ich noch ausschalten. So. Wieder über die Farben. Okay, -2 ist super awkward einfach. Sieht von hier gar nicht so aus. Von hier sieht das so aus, als wäre unter dem Blauen noch ein ganz kleines bisschen Rand, ne? Aber wenn du einen Screenshot machst, ist das nicht so. Ist so eine optische Täuschung oder was? So, Zielmarkierung, dann machen wir jetzt doch 15 draus. So. Mach ich noch einen Screenshot. Wenn das jetzt nicht gepasst hat, weiß ich auch nicht. Ja, jetzt brauche ich auch nur -1 machen. Dann mache ich hier -65. So. Bin mal gespannt, ob man das gut erkennen kann. Aber die Marks, man sieht die Marks schon. Was man sich immer wieder sagen muss, was halt wirklich relevant ist. Man kann das immer wieder zurückändern, ne? Das ist auch so eine Sache, das mache ich gerne mal. Wenn ich merke, das gefällt mir irgendwann nicht mehr, dann ändere ich es einfach wieder zurück. Aber ihr seht schon, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten hier. So viele Sachen, an die man denken muss. Ausprobieren muss. Vor allem, wenn ich dann wieder im Dungeon drin bin und dann bin ich wieder genervt von allen Sachen. Dann hat das exakt gar nichts gebracht. So, das heißt, da kriege ich jetzt alle Marks mit hin. Und so, dass ich zufrieden bin. Okay, das heißt, was habe ich ausgestellt? Ich habe das Zaubersymbol ausgestellt, ich habe die Bedrohung ausgestellt, ich habe das CC-Symbol, ne? Das wollte ich noch ausprobieren. Das CC-Symbol wollte ich noch ausprobieren. Ist vielleicht auch dumm, dass... Was ist das da für eine 16 im Hintergrund? Seht ihr das? Das ist ein Buff. Das Vieh bufft sich und das sieht so komisch aus. Das ist irgendwie nicht richtig. Buffs. Ja, was ist hier? Ne, Moment. Das sind Buffs.
Ach so, ich habe das hier falsch eingestellt. Genau, so muss das sein, also doch -5. So, genau, und Crowd Control. Crowd Control sollte sich an Buffs orientieren, genau. Bei beiden eingestellt? Bin ich besoffen? Was passiert? Crowd Control sollte sich an Buffs orientieren und dann links von den Buffs sein. Leider nicht CC-bar. Aber was wir natürlich machen könnten, ist, wir suchen uns wieder das Ziel, was wir gerade eben hatten. Und wir binden das erstmal an die Debuffs. Crowd Control in die Debuffs und machen das rechts von den Debuffs. Und gucken einfach mal, was dann ist. Und dann müssen wir es ja nur umdrehen und auf die andere Seite machen. Nur. Hust. Es gibt nichts Schöneres dann danach mit einem super weit weg gewesen, ne? Habt ihr gesehen? Das heißt, rechts davon ist nicht okay, sondern es muss mittig. Auch von links nach rechts. Und wahrscheinlich brauchst du dann einen leichten Versatz. Die Frage ist nur, was brauchst du für einen Versatz? Wie groß ist denn das Icon? Vibrationsmodus? No way, ich kann das hier auch. Oh, bitte sag mir nicht, das geht. Wieder was gelernt. So, das heißt, die Frage ist jetzt, ich habe ja Mitte eingestellt. Heißt das, ist der deswegen da in der Mitte? So, die erste und wichtigste Sache, die ich jetzt einstellen werde, ist folgendes. Die Buffs. Und zwar okay, lass mich kurz überlegen. Spalten, Obergrenzen. Teilen, Obergrenzen. Maximale Auren 10. Die maximale Auren insgesamt 10. Wahrscheinlich völlig übertrieben. Aber wenn wir da auf 8 gehen und hier auch auf 8 gehen. Haben wir da nur eine Reihe. Das jetzt wieder einstellen oder was? Ja, ne, aber wir haben jetzt nur eine Reihe. Na, 8 Stück. Nicht überzogen, ne? Es sind ja maximal 8. Das heißt, wenn wir da jetzt noch ein bisschen konfigurieren, dann haben wir keine 8, sondern dann haben wir 3. Und 3 ist auch das Ziel. Ich will das jetzt halt nur erstmal einstellen, dass es generell funktioniert für alles. So, das machen wir bei den Buffs auch. Wohlmodus. Machen maximal 8. Zeilenobergrenze, das will nur eine Zeile. Buffs. So.
Dann gehen wir auf Crowd Control. Den Crowd Control hängen wir nach rechts. Ja, und das ist eben das Ding. So, der ist jetzt rechts. Aber der ist verankert da rechts. Ich will aber, dass der da mitgeht. Mache ich das? Ich habe das Gefühl, der hat nur einen statischen Ort. Der bewegt sich nicht mit. Ist doch dumm. Wieso bewegt er sich nicht? Das macht jetzt alles unnötig komplizierter. Das macht jetzt einfach alles unnötig komplizierter. Ja, das ist halt Müll einfach. Ne? Wenn ich jetzt hier Mitte mache, ist er in der Mitte von den Debuffs. Das heißt, der überlappt da, oder was? Das ist doch Müll. Das ist doch Müll, Leute. Müll ist das. Ich bin gerade am Überlegen, ob es eine Situation gibt, wo ich mehr als 3 Debuffs brauche. Fällt euch irgendeine Situation ein, wo man mehr als 3 Debuffs braucht? Mit irgendeiner Klasse. Hexenmeister fällt mir ein, da braucht man mehr als 3 Debuffs, ne? Dann ist halt, was ich machen könnte. Dass ich den Crowd Control einfach auf die andere Seite tue. Als allererstes. Und die Buffs dann halt weiter nach links schieb. Aber das mag ich. Und wenn du alles wieder so einstellst wie vorher, ich habe ja alles so wie vorher, ich muss nur umstellen, dann brauche ich nur einen Klick machen. Das Ziel hier ist ja jetzt ein besseres Interface wie vorher zu haben. Und das Gute ist halt, dass ich dann dichter aneinander gehen kann, ne? Solange ich dieses Problem jetzt löse, kann ich dichter an dicht gehen. Und die einzige Lösung, die ich gerade sehe... Also es gibt 2 Lösungsansätze. Die eine Lösung, die ich sehe, ist zu sagen... Das ist eigentlich eine ziemlich gute Lösung. Mach das einfach nach oben. Ich mach das einfach so. Und dann überlappt es halt. Ist mir dann egal. Bei einem CC meiner Meinung nach eh nicht so wichtig, weil die meisten CCs, die können eh nicht gebrochen werden. Und das sind dann einfach
Ziele, die sind weiter weg. Das ist für mich dann fein. Habe ich so ein schönes T-Strich. Einen schönen T-Strich. So, dann gehe ich jetzt nach... Dann gehe ich jetzt nochmal an die Puppen, probiere das nochmal aus und dann gehe ich nochmal in den Dungeon rein. Und ich muss mir gleich noch was zu trinken holen. Mein Trink ist gerade alle gegangen. Okay. Die Nameplates da oben sind jetzt sehr weit auseinander. Das werde ich ändern. Und zwar werde ich das ändern, indem ich auf die Blizzard-Einstellung gehe. Mal den Konstruktionsmodus anschmeißen. Vor allem werde ich das mal unten gehen. Genau, 5. Einstellung, dass ich das mal genauer sehen kann. Zauberleiste. Viel umschalten. Sieht eigentlich ganz gut her aus, ne? Wenn wir ins Target nehmen, vielleicht gehe ich noch auf 6. So. Ne, 7 gefällt mir. 7 gefällt mir sehr. Zauber ist der Headline View. Ne, warte, Blizzard-Einstellung. 122 gehen wir dann zurück. Schließen die Konfiguration, gehen auf Zauberleiste, schließen die Anzeige. Also unser Totenkopf-Mark, X-Mark. Mit ins Target nehmen gefällt mir jetzt aber nicht mehr. Ist nach unten überlappt. Da muss ich doch widersprechen, das gefällt mir dann doch nicht. Da mache ich es dann doch lieber als vorher. So geht das da mehr. Bin im Fernsehen. Hattest du gerade das Video gesehen? Oder wie kommst du da drauf?
Ach so, du bist im Fernsehen. Bist du hier gerade rumgelaufen? Bist du eigentlich schon in der Community? Nee, ne? Ich Frevel. So. Manche Sachen interessieren mich jetzt nicht. Die will ich jetzt nicht mehr sehen. Zum Beispiel, das will ich nicht mehr sehen. Gedankenexplosion, widerhallende Leere. Das will ich auch nicht sehen. Lernstrom. Dann gehen wir hier in Widgets, Auren, Debuffs, Filter. So, widerhallende. Ich würde sagen, hey, ich habe doch hier widerhallende Leere reingestellt. Wieso zeigt er das dann noch an? Falsch geschrieben? Ach, ich glaube, das wird nicht wieder geschrieben. Das wird so geschrieben, ne? Gedankenexplosion. Leeren Strom. Gedanken schinden. Gedanken schinden. Und dann noch, wie heißt das hier? Gedankenspiele, Gedanken. Nehmen. So, gucken wir noch mal. Gedankenschinden zeigt er immer noch an. Gedankenschinden. Widerhallende Leere zeigt er auch immer noch an. Hier was falsch eingegeben. Muss ich das mit Semikolon machen oder was? So richtig? Nein, nicht richtig. I don't understand. Woran liegt es, dass er das trotzdem anzeigt? Nach Zaubern, Filtern, blockieren. Scheint ja nicht zu funktionieren. Wenn ich jetzt hier Gedanken schinden, nehmen. Halt an. Nee, er zeigt es nicht an. Das zeigt er an. Gedankenexplosion. Okay, also es funktioniert. Nur irgendwas anderes nicht funktioniert, oder was? Gedankenexplosion. Ohne Komma vielleicht? Ja, ohne Leerzeichen? Ne, jetzt zeigt er beides wieder an. Zeigt er beides wieder. Ich stehe oder sitze neben dir. Guckst du mir jetzt zu, oder was? Okay, Gedankenschinden funktioniert. Also ich muss nur die Trennmethode rausfinden. Ich weiß, ich bin so dumm. Ich glaube sowas. Explosion.
That's it. Bock, Gedankenexplosion, na los. Bock schon. Da ist es. Wird nicht angezeigt. Easy peasy. Man muss nur wissen, wie. So, Gedankenexplosion, Gedankenschinden, Gedankenexplosion, Gedankenspiele. Gedankenspiele. Leeren Strom. Oh Gott, widerhallende Leere. Widerhallende Leere. Zeigt er jetzt noch Gedankenschinden Wahnsinn an? Das würde mich mal interessieren. Jetzt kriege ich eine Aufladung von Gedankenschinden Wahnsinn. Okay, Gedankenschinden Wahnsinn würde er noch anzeigen. TP. Schinden Wahnsinn. Das muss ich dann übrigens gleich wieder rauslöschen. So, jetzt gucke ich nochmal. So, einen leeren Blitz. Nee, hab ich nicht. Und schon ist es sehr übersichtlich. Nimmt nicht so viel Platz ein. Deswegen habe ich auch Macht des Herausforderers bei den Buffs mit drin als Blockierungsausnahme. Weil der halt in M+ Dungeons auf jedem Mob drauf ist und das nervt mich immer gewaltig. Okay, aber das gefällt mir jetzt schon sehr. Bin nur gerade noch mal überlegen, ob ich das jetzt mag, dass das rechts ist oder ob ich es lieber haben will, dass es links ist. Weil wenn ich mich da jetzt für entscheide, dass es das eine von beiden ist, muss das nochmal probieren, wie das aussieht, wenn das auf der linken Seite ist. Gefällt mir direkt besser. Ja, gefällt mir so rum besser. Also tauschen wir die beiden Ansichten. Das nach rechts, machen links nach rechts. Crowd Control kann oben in der Mitte bleiben. Markierung von den einzelnen Leisten. Ich meine, in Theorie könnte ich halt den Totenkopf links daneben setzen und ich könnte das Crowd-Control-Symbol rechts daneben setzen. Und dann könnte ich halt die Debuffs und die Buffs ein weiterschieben. Und hätte dann einen kleinen Abstand zwischen den Nameplates und den... Und ich hätte halt die Zauberleiste gleich gelassen. Und das Einzige, was ich dann gemacht hätte, ist quasi, ich hätte einfach nur die Buffs und die Debuffs von oben genommen und einfach nur zur Seite geschoben. That's it. Dann wird es natürlich um ein kleines Stückchen breiter. Und wenn da halt nichts ist, ist da halt nichts, ne? Das Gute ist, mit der Zauberleiste kriege ich dann auch die Crowd-Control-Leiste überbrückt. Das heißt, ich könnte die Crowd-Control-Leiste auch nach unten holen. Und ich würde das Icon ein bisschen besser sehen. Der Nachteil wäre halt, dass ich diese kleinen Lücken hätte. Das heißt, jetzt muss ich mich entscheiden, möchte ich lieber die kleinen Lücken haben? Oder möchte ich lieber das kleine Totenkopf-Symbol haben und die CCs oben eventuell hinter den Nameplates? Was ist jetzt etwas, womit ich eher leben kann?
um natürlich mitzukriegen, ob ein Mob CC'd ist. Das ist schon schöner, wenn man es rechts davon sieht. Müsste halt mal... Kann ja mal einfach aus Spaß nochmal ein neues Profil machen. General All Rest. Okay. Hier von General All 1, 2. So, allgemein. Blizzard-Einstellungen. Widgets, Auren, umschalten. Ich würde sagen, habe ich da gerade das Dings-Symbol im Hintergrund gesehen? Ja, ne, war weiterhin angezeigt. Okay. Das heißt, wir gehen auf die Auren, zeigen uns das einmal an. Ja, jetzt sieht man es halt, ne? Es überlappt halt hier vorne, oben drauf. Das ist halt nicht ideal. Also wenn ich jetzt mache Zauberleiste und sage, okay, zeig mal wieder ein Zaubersymbol an, dann ist das jetzt hier rechts an der Stelle. Im Ziel umschalten, ja, wie ihr da seht, Frostblitz. Dann hat man halt ein bisschen mehr zu gucken. So, jetzt könnte ich halt, jetzt ziehe ich das Totenkopfsymbol genau darüber, mache es genau gleich groß, beziehungsweise ich mache nicht das Totenkopfsymbol, sondern ich mache blaue Symbol, weil das kriege ich nämlich ungefähr genauso gleich groß. Dann gehe ich auf Zielmarkierung. Gib das weiter rüber. Bisschen größer. Okay. 0. 0. So, das ist jetzt die Frage. Ist es jetzt genau gleich groß? Frostblitz ist da und da. Jetzt wirkt es gleich groß. Und dann 90, ne? Ja, jetzt wirkt es tatsächlich gleich groß. So, das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur auf minus 90 gehen. Und sollte es dann perfekt eingestellt haben, auf der gleichen Höhe. So, und jetzt muss ich die Icons verschieben um ein. Buffs und die Augen. Buffs. Rechts. Und wo sind die Symbole? Symbolbreite ist 24. 24, okay, das heißt 24. Die anderen Symbole sind (23). Okay, da muss ich mich rantasten. (16). 29. 29? 30 wäre eine gewisse Entfernung. Die Buffs gehe ich dann auf minus 30. So, dann würde das so aussehen. So, Crowd Control. Crowd Control würde ich dann runterholen. Crowd Control ist halt auch so groß, ne? Wahrscheinlich absichtlich ein bisschen größer. Wobei das eigentlich smart sein sollte. Dadurch, dass ich rechts die blauen habe, die Buffs, wenn der Crowd Control kommt, der rot ist, müsste das eigentlich direkt erkennbar sein, dass das was anderes ist. Also könnte ich das theoretisch auch kleiner machen. Hat auch eine große rote Zahl in der Mitte. Das sollte man eigentlich sofort erkennen, dass es was Besonderes ist. Dann gehe ich mal auf Layout. Ah, ne, warte. Symbolmodus. Der ist nämlich bei 32. Die Buffs sind bei 24. Ja, genau. Dann mache ich die jetzt auch auf 24.
Mann, wie ist denn? 24, 24. So, das heißt, ich habe es jetzt um 25% verkleinert. Vorher war es 32 minus 8. 8 ist ein Viertel, 25. Das bedeutet, ich muss auch die Schriftgröße muss ich auch verkleinern. Hier Dauer. 24 minus 25%, also minus ein Viertel sind 18, bleiben noch übrig. 6. 6 unten gelangt. Bei 8 war. Kann man ja immer noch größer machen. Wobei Debuffs haben eh keine Stacks, ne? Wenn ich darüber nachdenke. Irgendwie ist das nicht ganz in der Mitte, ne? Oder bilde ich mir das ein? Bisschen mittiger aus. So, nichtsdestotrotz. Layout. Machen wir jetzt nach rechts. Machen links nach rechts. Rechts nach links. Sagen aber auch Spaltenobergrenze immer nur ein. So, jetzt müssen wir hier nochmal auf Aussehen gehen, nochmal umschalten und umschalten drücken. So, jetzt müssen wir genau gucken. Also die Zauberleiste, die ist jetzt drüber gelegt. Zauberleiste ist uns jetzt persönlich erstmal völlig Wumpe. Das, was wir machen, ist vom Abstand her, gefällt mir der Abstand hier ganz gut, aber da könnte er noch einen kleinen Ticken besser sein. Das heißt, wir gehen auf Zielmarkierung und machen da eine 91 draus. Das gefällt mir schon direkt besser. Dann machen wir bei der Zauberleiste, stellen wir jetzt mal aus, wollen wir jetzt nicht. Wir wollen uns jetzt darauf konzentrieren, wie das so aussieht. Und dann gehen wir mal auf den Crowd Control nochmal rauf. Crowd Control, Aura, Crowd Control. Wir wollen mindestens eine 5 haben. Layout, mindestens eine 5. So, aber jetzt schneidet das wieder in die Icons rein. Das heißt, wir müssen auf der rechten Seite noch weitergehen mit den Buffs. Noch weiter rüber. Also gehen wir mal auf 31. 30. Sieht sehr gut aus, gefällt mir sehr gut. Und mit den Debuffs können wir noch einen rangehen. Layout, da machen wir dann minus 29. Okay, minus 28. 27. Okay. So. Jetzt. So, das heißt, es sieht jetzt so aus. So sieht es aus. Wir stellen es aus. Wir haben wieder unsere Markierung außen, wie wir sie vorher auch hatten. Und wir setzen unsere Dots drauf. Die sind dann auf der linken Seite, neben den Markierungen. I don't know. Was sagt ihr? Er rennt auch oft neben mich, wenn er an Waldracken rumhüpft. Naja, ich renne da ja auch im Kreis. Ihr müsst euch da ja nur in der Nähe aufhalten. Schon bin ich in eurer Nähe. Gefällt mir nicht. Ich denke, auf der rechten Seite ist mir das egal.
Was war hier eingestellt? Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall Screenshots gemacht. -15 -67 -2. Ich denke, das reicht mir. Und dann werde ich hier die Debuffs wieder dichter ranholen. Widgets, Auren, Debuffs. So, also die Debuffs sind dann dicht dran. Das gefällt mir persönlich besser. Ich werde aber nochmal die Sortierung ändern. Oh, genau. Das gefällt mir gerade sehr. Es ist auch quasi fast am Abschließen hier oben. Bildet dann einen so einen großen Block. Da bin ich gerade sehr happy mit. Ich würde ganz gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn ich mehr Ziele habe. Und wenn die auch Buffs und so einen Kram drauf haben, wie das dann aussieht und casten. Ach, stimmt ja, wenn die casten, ne, dann ist der Abstand nicht geil genug. Man erkennt ja dann die Casts nicht richtig, ne? Weil das nach unten nicht weit genug weg ist. Aber es lässt sich nicht ändern, ne? Was anderes kann ich dann machen. Das ist TTP. So, General All Test. Also machen wir mal Sun All Klammern 1.2 Klammern zu. Okay. Mal kopieren wir uns von General Test All. Dann gehen wir auf General All 1.2. Kopieren wir uns von General All Test. Dann löschen wir General All Test. Dann gehen wir auf Widgets, Totems. Ich bin der Meinung, diese Debuffs werden jetzt nur hier beim Priester angezeigt. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich werde das jetzt mal so probieren. Ich muss eben noch mal schnell ums Eck und will mir noch was zu trinken holen. Und dann suche ich mir noch mal einen Dungeon, um das zu testen. Ja, bleibt gespannt. Ich bin gleich wieder da.
So. So. Wieder. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, die laufen mir alle hinterher. Das ist ganz komisch. Sehe ich an jeder Ecke irgendwelche Leute. Oder ich gucke mir zumindest die ganzen Namen jetzt an. Ah. Ich stehe gerade einfach nur rum. Ich habe mir einen Kaffee gemacht, Ingo. Musst du morgen nicht wieder arbeiten? Oder schläfst du wieder nicht? Tarions Hort. Doch, morgen steht noch Arbeit an. Ich meine, ich könnte auch erstmal in den Low-Key reingehen, ne? Einfach nur um es zu testen. Nicht verkehrt. Dann helfe ich denen mal bei einem 24er. Eben gesehen, dass Alfie nicht mehr raidet, weil der raidet schon das ganze Jahr nicht. Hast du jetzt erst gesehen? Er spielt halt noch, ne? Also jetzt nicht super viel, aber ab und zu. Ja, der braucht gerade mal eine Raid-Pause, keine Ahnung wieso. Ich denke, es ist sein Kopf, der ihm da zu schaffen macht. Hoffentlich pendelt sich das wieder ein. Ah! Kalte Finger plus Metall gleich Aua. Ja, Nika, ich wusste gar nicht, dass du bei uns auf dem Server rumguffelst. Du warst auf Duotan gerade, oder? Hatte ich das richtig gesehen? Ich hab's gar nicht, ich hab's nur so im Augenwinkel gesehen. Aber ich war gerade voll in meiner Einstellung, deswegen. Ja, habe ich jetzt erst gesehen. Habe mit ihm eben drüber geschrieben.
So, jetzt ist ja Nika wieder ganz still, wa? Vielleicht ist auch schon eingeschlafen. Die posten auf jeden Fall keine Route. 9, 8, Soll da schon schief gehen, Leute. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Ich habe noch kurz gedacht, so, warte mal, ich habe doch irgendwas umgestellt. Guter Start. Silk roll pajamas, the ties keep shifting away. Views from the balcony, we could sleep in for the day. Breakfast in bed, keep the ashes for the tray. Crashing in together, you get hit in the waves. Marina Del Rey, Biscayne Bay. Yeah, we on the same thing, thing, thing. Yeah, we on the same thing, thing, thing. Yeah, we on the same. This one called Beachy, shorty peachy. Smoking on that GG, flowing like it's Fiji. Every time you see me, I'ma be on TV. Hit me when you reach, please. People always seeking. Roll up every weekend. I'ma keep on eating. Do this in my sleep, yeah. Tell me why they fiending. Ja, das sind halt einfach zu viele Gegner hier, ne? Never stop from what? Until you put your team on. Sipping and I'm leaning. When you find the meaning, a living while you healing, and all your layers peeling. New scars is revealing. Still reaching the ceiling. Where your time is leading. Show me that you need it. Show me that you want it. Like the way you flaunt it. Got my eyes on it. Feel it in your stomach. Clutching on your rib cage. Great on your good days. Yeah, we on the same page. Yeah, we feel the same way. Hey. Silk roll pajamas, the ties keep shifting away. Views from the balcony, we could sleep in for the day. Breakfast in bed, keep the ashes for the tray. Crashing in together, you can hear it in the waves. Marina Del Rey, Biscayne Bay. Yeah, we on the same thing, thing, thing. Yeah, we on the same thing, thing, thing. Now I got you where I want you, and I know that you love it here. I won't stop you, girl, just rock it like you do not have a care. In this world, it's just me and you. Don't be shy, let's take it there. Hitting your spots, you scratching my back. Now I'm pulling on your hair. Let's go. Boah, ist auf jeden Fall erstmal ungewohnt alles. So viel kann man sagen.
Fühlt sich an wie ein tyrannischer Boss, hey. Krass, so viel einfacher fühlt sich im 24 gar nicht an. Das Einzige, was sich da gerade krasser angefühlt hat, war einfach die Explosion, die gekommen ist. Okay. Seltsamer Pull. Im richtigen Moment zu stunnen, damit man nicht weiß, wann es kommt. Es geht bestimmt alles, ne? Man muss sich nur dran gewöhnen. Aber aktuell fühlt es sich noch sehr komisch an. Oh. Temporale Wunde will ich auch nicht sehen. Ich bin tatsächlich gerade am Überlegen, ob es gut ist, dass ich es links sehe. Oder ob ich es lieber rechts sehen würde. Weil bin ich nicht sicher, weil es noch so ungewohnt ist, dass es überhaupt anders ist. Oh, Schatten war tot ist auch noch. So, Schatten war tot ist schon mal drin.
Temporale Wunde. Temporale Wunde. Ja, what can you do, I guess? Let's die, I guess. War aber auch unlucky, dass sie beide auf mich gecastet haben. Es macht schon Sinn, dass die Debuffs da sind, weil das ist dichter daran, wo sie vorher waren, ne? Ich habe das für mein Gehirn nachzuvollziehen. Es ist nur von der Positionierung der Kamera her, wo sind die Nameplates und so. Es gibt wieder ungewohnte Situationen, wo ich mich dran gewöhnen muss, beziehungsweise die komisch sind von dem Sehen her. Keep Corners soothed. Mhm. Ja, ja. Lassen die. Duffel bag filled to the teeth. When I look at what I see, I could truly say that's all me. Pack my things up, make some pit stops. Catch me in the hilltops on the side of the country. Came back from being down 1-3. We the 16 Cavaliers, whole team hungry. Keep the family roots like we came from one tree. One branch, one leaf. Had to embark on this voyage. Double parked in the tour. Okay. Thank the ones before us to let us peep. This was for us. Turn porous into pour up. Nas Bellinis and 3 letters, what they call us. She in bikinis, I make it rain in her for us. Tropical forecast where the water be the purest. Can't get back time watching your wrist. Stay nourished. All that music brought us and it taught us. Spread it to your sons and daughters, cause my duffel bag filled to the teeth. When I look at what I see, I could truly say that's all me. Pack my things up, make some pit stops. Catch me in the hilltops on the side of the country. Came back from being down 1-3. We the 16 Cavaliers, whole team hungry. Keep the family roots like we came from one tree. One branch, one leaf. And we don't never compete. Yeah, the rose is bumpy. Sipping bubbly, now we living comfy. I be chilling with my son, watching Teletubbies. Got a fine black woman, she call me hubby. I feel sorry for the woman who had tried to dub me. Now they wonder how my life turned out, come see. I pay my bills monthly, and I don't never rush things. It's just me and my brother, and we stay hungry. Now we travel in the country. Schaffen wir wieder ganz knapp nicht. Cause coming from where we from, we seen the ugly. Used to rock rugby, yeah. Late night trooping, we would go to Stumpy's and cop fried dumplings. ISO. Duffel bag filled to the teeth. When I look at what I see, I could truly say that's all me. Pack my things up, make some pit stops. Catch me in the hilltops on the side of the country. Ah, war das der? Not sure. We the 16 Cavaliers, whole team hungry. Keep the family. Ich glaube, es ist der. Came from one tree, one branch, one leaf.
also das Totenkopf, die Totenkopfmarkierung bei meinem, also da an der Stelle, wo sie ist aktuell, gefällt mir eigentlich sehr gut. Da hat man eine sehr gute Übersichtlichkeit. Das mit den Dots ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich hier links generell mehr Zeug habe. Wäre es, glaube ich, sinnvoller, wenn ich das tausche, dass die Dots nach rechts gehen, weil ich rechts generell offener bin. Dann muss ich halt das auch mit der Zauberleiste, ich muss halt einfach alles drehen. Das ist dann wieder für den Kopf. Wird erstmal lustig auf jeden Fall, aber ich denke, es macht dann am meisten Sinn. Dann habe ich auch da, wo CC'd wird, da, wo die Marks sind, habe ich alles auf eine Sicht. Das ist so meine erste Analyse. Aber ich denke, ich gucke mir gleich nochmal das Footage an. Hier seht ihr das, wie ich das meine? Ja, das ist einfach gerade so optimal, dass das da links ist. Ne? Ich glaube, auf der rechten Seite wäre tatsächlich cooler. Auch hier, ne, die Anzeigen und sowas. Ich habe zwar hier die Boss-Frames, aber die Bosse sind ja meistens ein bisschen größer. Wisst ihr, was ich meine? Denkt ihr das auch? Oder seid ihr schon alle halb Tiefschlaf? Ich sehe, sind nicht mehr so viele da. Jetzt seid ihr auch schon halb ausgeschaltet. RIP. Das heißt, diese Anzeigen werde ich dann auch noch links machen. Ich werde einfach alles einmal 180 Grad drehen, hätte ich jetzt. Ich habe halt leider nichts, was ich gegen diese Maden machen kann. Mein 4 funktioniert halt nicht, weil die nur von Single Target 4 getroffen werden und nicht von AOE 4. Dann habe ich nicht mitgeskillt, weil der müsste ich Schaden aufgeben. Ja. Oder Dispersion. No. Wobei, so oft benutze ich Dispersion in letzter Zeit gar nicht. Aber es ist ein geniales Out, Dispersion. Keep
Gestresse hier. Ja, auch bei Naraxas, man sieht es ziemlich gut, ne? Hier werden die Dots viel sinnvoller zu sehen auf der rechten Seite. Ja, ich denke, ich muss das. Buffs sind generell unwichtiger, beziehungsweise sieht man sie generell nicht so. Ja, okay, nevermind. Hier merkt man schon, wie einfach ein 24er ist. Holy crap, hier kommt einfach gar kein Schaden rein. Im 27er würde ich jetzt so mit zusammengekniffenen Arschbacken hier sitzen, dann kann ich euch gar nicht beschreiben. Das wird jetzt rough. Sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Yeah, yeah. I might as well sleep with the doors unlocked. Okay.
Den Trash nach dem Boss machen oder was? Na gut. Two, one. Two, one. Mein Arm schläft die ganze Zeit ein. Mist. Ich habe sogar Ressourcen schon gebankt, damit ich hier noch reinhauen kann. Es tut, um seinen Schaden zu verbessern. Mal muss ich noch moven. Benutze ich den leeren Blitz. Und hier. Okay, GG's. Sehr gut. So. Ja, doch erstmal wieder zu den Puppen gehen. So, TPP. Spieler. General 1.2. Mache ich General. Nummern auf. 1.21. Okay. Hier von General 2. Ach so ein Mist. General All 1.21, so muss das heißt. Hier von
So, jetzt möchte ich das tauschen alle. Okay. Mache ich das auf die möglichst komplizierteste Art. Also, wir gehen einfach von links nach rechts. Was machen wir? Machen wir links. Minus. Zack. Machen wir. Umgekehrte Prinzip. Das. 5. Crowd Control. Machen wir. Nach links. So, das sind die 3 Anzeigen. So, müssen wir noch Zauber. Jetzt mal müssen wir ein Kopfsymbol. Die Markierung. Okay, anstatt bei minus 67. Ne, das ist da richtig. Das bleibt da auch. Nevermind, das bleibt da auch. Zauberleiste. Genau. Zaubersymbol. Jetzt mal Widgets, Augen, Diebe. Erstmal alles aus. Zauberleiste. Okay. Das müssen wir jetzt einfach nur zack von da nach da holen. Wie? Lemon. Easy. So, 90. Ändern wir einfach in minus 9. Geht dann? Ja, das war's. Simple as that. Wollen wir den Text dann auch noch darüber holen? Da steht halt, wer anvisiert. Will ich das Icon sehen, den Namen? Nein, ich wollte eigentlich hier. Ich denke, das lasse ich erstmal so, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist wahrscheinlich so eine Gefühlsgeschichte. Das muss man mal testen. So, Zauberleiste, Aussehen. Rechts. Jetzt zuerst Schattenwort Schmerz da. Okay. Achso, wegen Schattenwort Schmerz und dann Vampirberührung und dann verschlingende Seuche. Ja, gut. So, einen Dungeon tue ich mir dabei noch an und teste das noch. Ist noch wer da? Altarions Hort 27. That would be lovely. Na klar. Wann musst du morgen wieder los, Ingo? Musst du nicht um 6 auf oder um 8 oder sowas? 7? Ne, um 6 mit der Bahn oder so, ne? Meinst du, lohnt sich nicht mehr zu schlafen jetzt?
6:20 aufstehen. Oh. Wenn ich jetzt hier nichts finden sollte, dann mache ich das, verschiebe ich das auf morgen. Auch schon was mit dem Tank drin, ne? Hidden, du bist auch noch da. Sehr gut. Und wie hat dir das Interface soweit gefallen? Schlechter als vorher? Besser als vorher? Sehr fein. Sah gut aus, ne? Ich habe Slide Concern habe ich aber, dass die noch ein bisschen zu dicht zusammen sind. Das könnte ich eigentlich fixen. Weil eigentlich sehen die nicht so aus, als wären sie zu dicht zusammen, ne? Dann ja noch die Castbalken, kann man noch drunter sehen. Ist aber erstmal super mega ungewohnt. Also ich meine wirklich super mega super ungewohnt. Eine Sache wollte ich aber gerade noch mal testen, wenn ich schon mal hier bin. Und zwar, wenn ich Crowd Control und Debuffs. Nicht das anmache. Wenn ich jetzt die Buffs nicht bei minus 33 habe, sondern die überlappen. Sind die dann da drüber oder dahinter? Guck mal, die sind dahinter. Wobei die Zahlen nicht, ne? Zahlen gucken durch. Vielleicht probiere ich das mal so. Und gucke einfach mal. Boah, was minus 33, ne? Auf jeden Fall einen Screenshot von machen. Damit ich das wieder nachvollziehen kann dann.
War da gerade eine kurze Unterbrechung? Ich habe hier gerade eine Anzeige gehabt, dass die Verbindung weg war. Ich hoffe, ihr könnt mich alle wieder sehen und hören. Vernünftig. Muss bei mir auch mal rumspielen. Naja, wenn mir das gefällt, wie das jetzt ist, dann hau ich das dann beim nächsten Guide mit rein. Aber bis dahin teste ich das auf jeden Fall noch. Auch gut, dass ich es jetzt gemacht habe und jetzt dann teste. Summon die oder was? Was ich ja richtig fühlen würde, wäre, wenn es möglich wäre, dass man den Charakter weiter nach unten schiebt, ne? Also anstatt, dass der Charakter in der Mitte des Bildschirms ist, dass er halt hier unten ist. Achso, ihr seht das nicht. Aber anstatt, dass der Charakter hier ist. Man quasi einfach das alles noch ein bisschen dichter ranholt und hier oben mehr Platz gewinnt. Das würde ich fühlen, aber ich bin halt auch eine Multidot-Klasse, ne? Meine Gefühle sind sowieso anders als die der generellen generellen Welt.
Ich habe Schwierigkeiten im Auge zu behalten, wen ich im Target habe. Sonst habe ich dafür besser im Blick. Ah, okay, ich habe gerade was gemerkt, was mich stört. Ich habe ja die Zauberleiste da auch hingemacht. TP. Aufs Layout minus 30. Wärmeheiler. Ich freue mich irgendwie auf noch eine gewisse Weise, dass der Vierer-Set jetzt weg ist, weil dieses 10 Sekunden Zeitfenster drumherum spielen, das ist schon manchmal sehr, sehr lästig und einschränkend. Und so wie das jetzt vermutlich dann sein wird in der Zukunft. Kannst du da ein bisschen weniger drauf pfeifen. Du spielst einfach deine ganz normale Rotation die ganze Zeit weiter. Du trackst halt, dass du halt nicht bei 12 Stacks noch mehr produzierst. Meld, fragt er jetzt. Ja doch, wir haben... sehr früh runtergegangen.
Ja, ja, definitiv dieser grüne Rahmen, der reicht nicht, um es vernünftig sehen zu können. Ach so, was macht nur ein Tank, der keine Ahnung hat? Ja, aber das ist dumm, diese. Warum zur Hölle sollte man Kampfrausch beim Shark benutzen? Da muss man doch die ganze Zeit laufen. Und wieder gestorben? Hä? Okay.
Okay, interesting. Okay, das lief ja hervorragend. Aber dann kann ich da direkt noch was umstellen. Was wollte ich noch mal umstellen? Stimmt, hatte mir gedacht, ich stelle das wieder von dem klickbaren Bereich, stelle ich das wieder so ein, wie es vorher war. Da habe ich mich eigentlich ziemlich dran gewöhnt gehabt. Und der Abstand von den Mobs war auch gut. Von den Nameplates. Ist nur die Frage, ob ich davon Screenshots habe. Also ich werde Screenshots davon haben. Hier sind 11 UI Screenshots. Hier, warte. Hm. ...70, 70, 32, okay. TP. Ist ich 70, 70. Hier müsste 10, ne? Minus 10. Ja. Sieht jetzt irgendwie nicht viel anders aus. Hatte ich hier nicht vorhin was anderes stehen? Hatte ich hier nicht 80, 110 stehen? Ah. Also es gibt wohl ein Add-on, wo ich es eingestellt habe. Nee, dann nicht. Option. Advanced Interface Options, genau. Und dann in den C-Browser. Genau. Und das, was ich umgestellt habe, heißt Overlay. Nameplate. Gibt's nicht mehr, warte. Nameplate. Nameplate.
Die Overlay scheint es nicht mehr zu geben, oder? Bin ich doof. Overlap, da, Overlap. Genau, 08 und 11. Das steht hier drin. Das hatte ich mal umgestellt auf 70-70. Aber das war gerade eben auf 80-110. So, die Frage ist ja... 80-110 so okay? Hatte ich das vorher so... gehabt? Das kann ich eigentlich nachher im Stream nachschauen, oder? Was ich vorhin hatte. Erinnert sich noch zufällig einer an die Zahlen, die ich da stehen hatte? Wahrscheinlich nicht, ne? Wann habe ich denn damit angefangen? Habe ich dann... Genau, 80-110 hatte ich vorher. Das stehen, okay. So. Need 1 min AFK though. Okay, ich bin noch mal ganz kurz auf K und spiele noch mal den Dungeon, teste noch mal, ob es dann besser läuft. Die Nameplates sehen jetzt auf jeden Fall anders aus. Vielleicht genauso wieder wie vorher, bin ich happy. Also ein paar Sachen muss man vielleicht dann doch so lassen, wie sie funktionieren. Bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Ich habe auch gerade schon gesehen, ich habe schon ein paar Likes auf dem Livestream. Falls euch der Stream bisher gefallen hat, würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr auch ein Like hinterlasst. Bin mal gespannt, ob ich den Livestream überhaupt dann abgeloadet lassen darf oder nicht. Der Mage hat mich gerade gefragt, ob ich ein Combustion PI Makro brauche. Ich weiß irgendwie nicht, was ich dazu sagen soll. Außer ich ziehe meine PI dann, wenn ich Bock drauf habe und nicht, wenn er will. Ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf dieser Höhe die Leute ein bisschen toxischer sind. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Komisch. Ganz, ganz komisch. So, ich bin dann jetzt auch raus ins Bett. Ingo, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Dir einen wunderschönen Samstag, ne? Schlaf gut und dann viel Spaß auf der Arbeit. Bis vermutlich morgen dann zum Stream. Bis später.
Okay, der Heiler scheint eingeschlafen zu sein. Dann wird das hier wohl doch nichts. Okay, hinten drückt die Daumen, dass es hier was wird. Ich habe wenig Hoffnung. 7, 6, 5, Oh, wenn ich sehe, wie der da aussieht, ne? 3, 2, 1. Eieiei. Verrückt. Der dümmste Pull auf der Welt, ey.
In der verstärkten Woche sowas zu erwarten, dass das... Oh, ich bin tot. Oh, das Mission gerade noch gezogen gekriegt. Alter, ich habe einfach alles schon raus an defensiven Sachen. Unfassbar, ja. Zur Hölle steht der Tank. What the fuck ist das für ein Tank? For real, ey. Ich meine, für meinen Schaden ist gut. Ich wollte gerade sagen, dann spielt der Safe hier vorne auch die Gruppe. Was macht er denn alles für Trash? Unnötig. Was? Hier an so einer Stelle brauche ich gar nicht erst anfangen zu versuchen, alle Sachen im Auge zu behalten. Da heißt es einfach nur hoffen, dass es alle 8 Ziele trifft mit den Dots und fertig ist.
Ah, jetzt fällt mir wieder ein, ich brauche ja noch einen besseren Highlighter, ne? Dieser grüne Rahmen ist nicht genug Highlight. Stimmt. Vielleicht finde ich was ich oben und unten benutzen kann. Da ich ja jetzt Abstand habe. Ah. Okay. No shot, bitte gib mir vorher. Natürlich muss man auch sein Target verlieren, wenn das passiert. Warum auch direkt weiter Schaden machen können. Viel lustiger ist zusätzlich zu seinen CDs, die man benutzt hat, auch noch Uptime zu verlieren, weil man nicht checkt, dass man sein Target verloren hat. Oh, das war, glaube ich, der Mage. Bin mir nicht sicher. Aber gut. War ein guter Call. War schon schief gehen.
Okay. Technisch rocke ich hier auf jeden Fall gerade die Bude. Adding Damage des Todes.
you love me. Say you don't. Just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. Let me know if we'll be okay. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing, so spell it out. 'Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something for me, say it now. 'Cause I can't wait for you forever. 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 I've been patient with your love. Sometimes you don't show it enough. And I wish you could open Dieser Tank ist in mir irgendwie suspekt, ich weiß nicht. Spielt sehr seltsame Sachen. Unnötige Risiken und. Losrennen wie die Wilden. Der isst ihn einfach. Nuklar. Nuklar. Perfekter Run bis dahin gewesen. Egal. Da war ich zu gierig am Ende noch. Wollte ich noch einen Cast durchbringen. Whatever. Tai, good night. Tja. So, Freunde, 214k, das war auch mal, also das war doch mal was. Da habe ich das Gefühl, ich habe sehr guten Schaden gemacht. Die Route war zwar sehr unorthodox, aber ich habe auf jeden Fall meine CDs immer richtig gehabt. Tja, man lernt nie aus. Ich bedanke mich hier an der Stelle. Fast 9 Stunden Stream, Content ohne Ende. Auch wenn wir vorhin sehr viel die Blizzcon verfolgt haben, beziehungsweise ihr mir dabei zugucken konntet, wie ich an dem Add-on rumschraube. Hätte auch eine Pause machen können in der Zeit. Da wäre ich vielleicht ein bisschen schneller gewesen, aber das wäre dann auch nicht unbedingt spannender gewesen. Deswegen dachte ich so, warum? Guckt ihr nicht zu, lernt vielleicht das ein oder andere. Und am Ende des Tages Win-Win für alle. Und ich habe das Problem gelöst. Ich denke, ich bin jetzt soweit ganz zufrieden mit dem, wie ich es jetzt gerade habe. Also diese
diese 80-110 Einstellung, die da am Ende noch durchgekommen ist, die von Blizzard geforst wurde, ist auf jeden Fall, denke ich, ganz okay. Fühle ich mich ganz wohl mit. Ich werde es jetzt noch ein paar Tage testen, die nächsten Streams auf jeden Fall und dann immer anpassen, wenn es notwendig ist. Mir gefällt auf jeden Fall das mit den Dots auf der rechten Seite besser. Und ja. Ist aber ein bisschen was für den Kopf. Man muss sich einfach dran gewöhnen. Und ich denke mal, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat und dann dieser erste Anflug von, okay, das ist neu, das ist komisch, ich muss mich dran gewöhnen, weg ist, ich denke, dann kann man auch ganz gut objektiv einschätzen, okay, das ist gut, weil, das ist schlecht, weil, das ist besser, das ist, ne, und so weiter und so fort. Also, lasst mir gerne ein Like auf dem Video da, wenn ihr bis hier ausgehalten habt, oder schreibt mir irgendwie einen netten Kommentar, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream. Gerne auch ein Abo dalassen. Wie gesagt, in der kommenden Season könnt ihr Schattenpriester-Guides erwarten. Ihr könnt Survival Hunter Guides erwarten und dann für alle anderen Klassen, die ich auch noch spiele, werden wahrscheinlich auch so Einsteiger-Guides, Schrägstrich, fortgeschrittenen Guides kommen, je nachdem, wie viel ich Ahnung habe. Ne? Weil ich möchte natürlich nicht etwas euch erklären, was ich nicht weiß. Das heißt, die Klasse, also je besser ich eine Klasse kann, desto besser ist der Guide und desto ausführlicher ist er. Und je weniger ich Ahnung von der Klasse habe, desto einsteigerfreundlicher ist er und desto vager ist er auch, wo dann später Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich werde euch da alles mit an die Hand geben, was ich habe und auch sagen, wo ihr eventuell dann eigene Entscheidungen treffen müsst oder jemand anders fragen müsst oder so. Aber ich hoffe, da freut ihr euch drauf, da habt ihr Bock drauf. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder, im nächsten Video. Habt noch einen schönen Start ins Wochenende. Wir sehen uns. Macht's gut, bis dahin. Gute Nacht. Ciao, 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 ciao.